Hallo, wie geht's, wie geht's? Schönen Mittwoch? Mittwoch. Es ist Mittwoch. Wusste ich. Na, wie geht's? Alles gut? Nicht schwarz auf der Stirn? Habe ich was Schwarzes auf der Stirn? Ist mein Monitor dreckig? Ah, ist mein Monitor. Ups. Ich glaube, der Prompter hier ist auch dreckig. Warte. Ich putze euch mal eben. Ah, Moment. Jetzt seid ihr sauer, oder? Oder genau? Ey, könnt ihr euch lieber selber sauer machen, oder was? Ja, schlimm mit euch. Lächerlich. So. Jetzt muss ich heute zumindest nicht mehr duschen. Annalyn, thank you so much for tier 3 sub and the 35 months earlier. And the tier 3 sub gift as well, Annalyn. Thank you so much. Zimmer Leser, danke für den Prime. Ron QT, danke schön für die 4 Monate. Hallo. Kleine Leseecke, danke für den Prime. Ich meine, das Alerts funktionieren nicht. Für euch schon? Ist das nur für mich so oder für euch auch nicht? Ich werde kurz mal gucken. Ah, die sind aus, deswegen. Haha. Jetzt sind sie an. Alles gut. Maya, danke schön für den Prime. Vielen, vielen Dank. Was ist schade? Ich bin zu Hause. Bin zu Hause wieder. LAN war cool. Ah, yes, yeah. Let's do the PC specialist at Curls. Good idea. Let's do it. Good idea. Yeah, you got this, right? Like, you just put out the thing, and then at some point I'm gonna do that. Yeah, at some point I'll remember. Streamst auch bald wieder auf YouTube, aber ich stream doch gerade auf YouTube. Seit 23 Minuten, 26. Oder sieht man den Stream nicht, oder? Hey, Anders, I'm good. How are you doing? Ja, das Drama im Discord gestern. Mann, ich hatte einen Off-Day gestern und dann... Ach. Ich erkläre euch kurz das Drama. Ich mache das kurz auf Deutsch. Und zwar hat sich jemand beschwert. Ich hatte das schon öfter jetzt. Also ich muss sagen, es haben sich schon relativ viele Leute beschwert von den englischen Viewern, dass ich halt nur noch deutschen Content mache gerade. Was ich natürlich verstehen kann, dass sich die Leute beschweren, wenn sie mir followen und dann auf einmal... Stellt euch mal vor, ihr followt irgendwem und der macht deutschen Content, auf einmal postet er überall alles auf Russisch oder so. Das wäre auch ultra weird irgendwie, oder? Also verstehe ich schon, dass die Leute sich aufregen. Aber es war ein bisschen Drama, weil die Person, die sich aufgeregt hat im Discord, das war ein bisschen übertrieben, sich aufgeregt. Also es ist eine Sache, sich zu beschweren oder halt zu sagen, hey, könnten wir vielleicht mal ein Update bekommen, wann es eventuell wieder englischen Content gibt, was ja total fair ist, das zu fragen, na, das finde ich ja komplett okay. Und dass sie bei Deutsch nicht zugucken können, ist halt auch komplett okay, ne? Wenn jemand kein Deutsch versteht, soll sie die Sache trotzdem zugucken oder was? Ist ja klar. Aber es gab halt gestern einen Discord, der irgendwie komplett ausgerastet ist. Es war auch irgendwie so ein neuer Account, der irgendwie das erste Mal gejoint ist. Es war wahrscheinlich halt, entweder das war irgendein Ragebait-Dude oder kann halt auch sein, dass er schon ein Viewer war, der halt noch nie Discord gejoint hatte vorher. Kann ja sein. Aber jedenfalls, also der war halt komplett übertrieben. Er meinte halt, oh, jetzt sieht man halt die wahre Nagura und man sieht halt, wie schnell sie die englischen Leute halt fallen lässt, weil jetzt dieses deutsche Event ist und sie hat halt mehr Viewer und jetzt lässt sie halt die englische Community einfach halt stehen. Und er hat mir unterstellt, dass ich ja absichtlich kein Update machen würde. Also, er sagte quasi, es ist ja klar, dass ich ab jetzt immer Deutsch streamen werde und dass ich absichtlich kein Update der Community gebe deswegen, damit die englischen Viewer halt weiter subben und sie halt nicht unsubscriben. Also
Devlin, thank you so much for the 4 years. I appreciate that. Thank you so much. How are you doing, Devlin? All good? I know it's like I feel like at the moment everyone is doing kind of bad because it's January and it's like the darkest month of the year. Or is that December? I don't know. Either way, people like January, I feel like, I don't know, people are just not doing their best in January. But I hope you're having a good time after all, Devlin. And hello, Fana. What's up? What's up? Is it live where you live? Can we expect maybe some Nagura commentary for the Olympics? I was thinking about the Olympics thing, but I think it's not really a possibility to do any kind of Olympic commentary because I think everything is like full on copyrighted and stuff, and I'm not allowed to like restream anything, I don't think. And I don't think I'm even allowed to live stream there either. Like I wouldn't be able to go there with a camera without any kind of license or whatever. Sivok, thank you so much for the Prime. I appreciate that a lot. Thank you. Eine Parade für die Königin, let's go. Ja. Du betreibst schon mit Deutschen? Was meinst du, Reject? Squirrel, danke schön für die 2 Monate. Vielen Dank. Olympics are a very tricky thing. Yeah, I was thinking about it because it would make sense, right? It's right around the corner, right? But I thought it's probably just too complicated to make content around it. And I was also thinking, like maybe I could like go there and work at the Olympics, like ask if I can work there, but then like live stream the work that I'm doing. But then I was thinking like, what's the point in me streaming the Olympics from like a weird POV and stuff when people can just watch the Olympics on TV, you know? Like with proper angles and proper everything. Like if somebody actually wants to watch the Olympics, they'll just watch the Olympics. They don't have to watch my stream to watch it, you know? But anyway, I think licensing wouldn't be allowing me to do it anyway, I think. Ashley, danke schön für die 2 Monate. Vielen Dank. Wie geht's euch allen? Ja, das ist spannend. Ja, es stimmt schon. Es stimmt schon, das Behind the Scenes wäre schon ganz cool. Aber ich glaube, das darf ich einfach. Ich glaube, das ist wirklich einfach nicht erlaubt. Ich habe aber auch nicht gefragt. Ich kann, also jetzt vielleicht auch zu spät zum Fragen, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Kontakte. Also ich kenne auch da jetzt niemanden, der irgendwie mehr Bescheid wüsste. Also ich wüsste auch gar nicht, wo ich fragen soll. Hey, Ermi. Yeah, how hard can it be? I could just take parts, yeah. Ja, jedenfalls gab es ein kleines Drama gestern und egal, aber der Typ war mir halt dann schon egal. Aber es hat mich trotzdem ein bisschen mitgenommen. Also generell diese Entscheidung, jetzt halt Deutsch, Englisch, keine Ahnung, es nimmt mich halt schon mit, weil natürlich, es gibt natürlich richtig viele englische Viewer, die vorher meinen Stream geguckt haben, die halt jetzt den Content nicht mehr verstehen und nicht mehr da sind. Und das ist schon ultra schade. Also es tut mir schon voll leid, dass die Leute halt nicht mehr zugucken können. Also können sie schon, aber macht halt auch keinen Sinn. Ne? Also, wenn jemand kein Deutsch versteht, versteht kein Deutsch. Da irgendwie Subtitles lesen und so weiter, das ist halt einfach nicht dasselbe. Und das verstehe ich voll. Und das ist halt ultra schade für mich, weil ich einige Leute halt schon so lange kenne. Kenne ist ein falsches Wort. Natürlich kennt man die Leute jetzt nicht wirklich persönlich oder so. Ne? Das ist schon mal was ganz anderes. Camus. Ja, also kennen ist natürlich das falsche Wort, aber ist halt trotzdem schade, wenn man so Leute, die man ganz, ganz oft im Stream sieht, die dann halt einfach nicht mehr gucken können, nicht mehr da sein können, ist halt echt schade, klar. Und deswegen konnte ich gestern auch überhaupt gar nicht schlafen. Ich konnte nicht einschlafen und dann, als ich dann wirklich einschlafen konnte, dann bin ich alle halbe Stunde aufgewacht und Mann. Und ich kann nicht aufhören, darüber zu denken. Und ich dachte, ich mache jetzt endlich ein Video und erkläre halt mal, was ich denke und was ich mache, damit die Leute halt einfach mal Bescheid wissen, weil ich finde, also, so Videos, also ich verstehe, warum ich ich verstehe, dass die Leute halt irgendwie einen Plan wollen, das verstehe ich schon. Aber ich finde halt auch, dass die Leute nicht irgendwie
gezwungen sind, jetzt irgendwie die ganze Zeit den Content zu folgen. Ne? Also ich finde, einige Leute sind da ein bisschen krass drauf und sagen, oh, du musst uns jetzt irgendwie sagen, was du machst in den nächsten 5 Monaten oder so. Ich sage, warum? Also ich bin ja ein Streamer, irgendwie muss ich mich immer so ein bisschen anpassen, was halt gerade passiert. Ne? Also, keine Ahnung, ist jetzt nicht so, als müsste ich. Ich finde, das muss man auch echt nicht machen, finde ich. Oder was denkt ihr? Captain Marvelous, danke für den Sub. Oder dass du deinen Sub weiter verlängerst. Verlängerst, das ist das Wort. Dankeschön. Ja, aber ich verstehe das das mit der Englisch-Community verstehe ich vollkommen, dass die halt irgendwie mal ein Update oder sowas wollen, das verstehe ich vollkommen. Aber dass ich irgendwie jetzt sagen muss, dass ich in den nächsten 6 Monaten das und das und das und das genau mache, also wirklich so ganz genau das irgendwie auflisten oder irgendwie, ich mag das nicht, weil es ändert sich halt immer irgendwas. Und wenn ich jetzt sage, oh, in den nächsten 6 Monaten streame ich nur noch Deutsch, das kann ich halt auch nicht sagen. Vielleicht ist das Event vorbei und danach, keine Ahnung, wenn ich Deutsch streame, habe ich dann noch 5 Viewer oder so. Das kann ja auch sein. Oder nach dem Event streame ich Deutsch und es ist einfach nicht derselbe Vibe wie vorher, wisst ihr? Weil gerade finde ich diesen also der Vibe vom Event und von dem deutschen Streams ist halt so gut und ich liebe alles daran. Also die anderen deutschen Streamer, die deutsche Community, also das Event, ich liebe wirklich alles daran. Ich habe richtig Bock gerade, aber das kann ja sein, dass nach dem Event alles anders ist. Ne? Kann das sein, dass ich irgendwie gar keinen Bock mehr auf Deutsch habe nachher? Ich weiß es nicht. Aber ich habe ein Video aufgenommen und ich habe mich total schwer getan, das Video aufzunehmen und darüber zu reden und so, weil ich hasse Entscheidungen treffen und ich hasse über sowas zu reden und aber ich habe das Video heute aufgenommen und wenn mein Editor bereit ist, es zu editieren, dann poste ich es dann wahrscheinlich morgen, denke ich. Aber ja, jedenfalls habe ich das Video aufgenommen, um den Leuten mal ein bisschen so ein Update zu geben. Und ich kann euch auch erzählen, was ich in dem Video sage. Reject, stopp. Ich sehe die ganze Zeit, wenn du irgendwas schreibst, ich sehe es immer irgendwas Negatives gegen die deutsche Community und gegen mich. Du schreibst irgendwie, dass ich du schreibst, dass ich irgendwie fake wäre, wenn ich Deutsch rede. Oder dass generell keine Deutschen real sind. Das ist ja aber komplett, was soll das? Ich denke halt genau das Gegenteil. Also zu sagen, dass ich irgendwie fake wäre, wenn ich Deutsch rede, macht überhaupt gar keinen Sinn. Deutsch ist meine Muttersprache. Zu sagen, dass ich, wenn ich Deutsch rede, fake wäre, was soll das denn bedeuten? Denkst du, wenn ich mit meinen Freunden im richtigen Leben rede und mit meiner Mutter, keine Ahnung, bin ich die ganze Zeit fake oder was? Also, Reject, okay? Lass dieses Verallgemeinern und generell, lass das mal, okay? Das brauchen wir jetzt auch nicht hier. Aber anyway, ich wollte noch kurz einfach das erzählen, was ich im Video gesagt habe. Ihr könnt auch einfach mal das Video gucken, aber ich wollte nicht, dass das irgendwie so ein riesen Ding wird, irgendwie. Also ich habe mich entschieden, nach dem Event trotzdem Deutsch zu streamen. Aber halt nicht jetzt irgendwie für immer oder keine Ahnung. Also meine Idee war halt, das zu probieren, ob mir das auch nach dem Event gefällt. Also das ist irgendwie die Idee dahinter, weil das Ding ist halt, ich habe gerade, also wie ich schon 100-mal gesagt habe, ich habe halt echt Bock gerade zu streamen und die deutsche Community, den deutschen Streamer und ich fühle mich so, als würde ich dazugehören. Was ich irgendwie nie so empfunden habe, als ich Englisch gestreamt hatte, weil die englischen Streamer sind halt alle von irgendwo. Die englischen Streamer sind meistens in Amerika. Ich konnte nie mit englischen Streamern irgendwie so connecten, konnte die auch nie wirklich treffen. Alle Events sind immer in Amerika. Es war halt irgendwie alles so, als Europäer in der englischen Bubble zu sein, war immer so ein bisschen, ich weiß nicht, man hat sich halt nie so wirklich dazugehörig gefühlt, wenn man nicht in Amerika ist, fand ich. Deswegen habe ich auch schon oft einmal überlegt, Amerika zu ziehen und so, aber das will ich jetzt auch nicht. Und ja, keine Ahnung, habe ich halt nie so wirklich dazugehörig gefühlt. Und als ich dann in Deutsch gestreamt hatte, war das komplett anders. Und ich finde das halt echt cool, dass man irgendwie, ich hatte jetzt schon irgendwie eine Möglichkeit, auf den LAN zu kommen in Köln, mit anderen deutschen Streamern einfach zu chillen. Und also ich finde das echt einfach cool. Und deswegen dachte ich, versuche ich nach dem Event halt trotzdem weiter Deutsch zu streamen. Aber halt nicht jetzt irgendwie in Stein gemeißelt oder so, weil
wie gesagt, ich weiß ja nicht, was nach dem Event passiert. Vielleicht ist das einfach nicht so wie während dem Event. Vielleicht habe ich nachher überhaupt gar keinen Bock mehr oder ist irgendwie alles scheiße. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich dachte, es ist halt jetzt einfach der beste Zeitpunkt, um das zu probieren. Und ich finde, es wäre halt echt schade, wenn ich das jetzt nicht probiere. Und danach denke ich mir die ganze Zeit, oh, was wäre passiert, hätte ich mal probiert, dann Deutsch zu streamen nach dem Event. Wisst ihr? Weil es hat ja jetzt eine riesige Möglichkeit, in diese deutsche Szene da irgendwie einzutauchen. Ich bin ja jetzt schon drin in der deutschen Szene, aber ja, wisst ihr, ne? Wenn ich jetzt direkt nach dem Event wieder zurückgehe auf Englisch, dann ist ja alles wie früher und die Leute, die halt jetzt irgendwie von der deutschen Community dazugekommen sind, die sind halt dann, die gehen halt wieder, sind halt weg, ne? Und auch mit den deutschen Streamern und so weiter. Ich kann ja nicht wirklich mit deutschen Streamern irgendwie was machen, wenn ich nicht selber Deutsch streame. Wäre ja auch total komisch. Deswegen dachte ich mir, ist es jetzt wirklich die beste Möglichkeit, das zu probieren? Ob es dann geht oder nicht, muss ich dann halt gucken. Ich muss ja nicht jetzt irgendwie eine Entscheidung für immer treffen. Aber ich würde es halt echt gerne probieren. Obwohl es ultra schade ist, wegen den englischen Viewern. Und es tut mir echt leid. Es tut mir echt super leid, weil ich weiß, dass die englischen Viewer, es gibt jetzt so viele Leute, die schon ganz lange meinen Stream gucken und ich die ganze Zeit im Chat gesehen habe vor dem Event und so. Und dass die Leute das halt nicht mehr verstehen, den Stream nicht mehr verstehen und den Content nicht mehr followen können, ist halt echt scheiße. Und das nimmt mich echt total mit, muss ich sagen. Ich glaube, deswegen konnte ich auch nicht schlafen gestern und konnte ich heute irgendwie, als ich heute mein Skript zusammengeschrieben habe für das Video, habe ich irgendwie so halb geweint. Weil ich das alles so ein bisschen mitnehme mit den englischen Viewern und wenn ich den irgendwie, wenn ich da irgendwie einen Kompromiss finden könnte, dass die englische Community halt auch trotzdem dabei sein könnte, das wäre ja ultra nice, aber es geht halt einfach nicht. Ich muss einfach zugeben, dass man entweder das oder das andere macht. Man kann halt nicht einfach halb, das geht halt nicht. Es geht nicht. Ja, also als ich Englisch gestreamt hatte, musste ich sagen, war schon ein Großteil meiner Community Deutsch. Und ich weiß, also ich habe mal darüber nachgedacht. Ich dachte so, okay, warum habe ich denn so viele deutsche Viewer immer gehabt, obwohl ich eigentlich nie Deutsch geredet habe? Und viele wussten auch gar nicht, dass ich Deutsch rede. Also, oder halt, dass meine Muttersprache Deutsch ist. Viele dachten, ich bin irgendwie von Schweden oder einige dachten, ich bin amerikanisch, keine Ahnung. Und ich habe mal darüber nachgedacht, warum so viele Leute, weil ich glaube, irgendwie so 30-40% von den Leuten waren schon Deutsche, also aus Deutschland, als ich noch Englisch gestreamt hatte. Und ich habe mich mal gefragt, warum das so ist. Und vielleicht, also keine Ahnung, dass jetzt irgendwie Copium ist oder so, ich weiß es nicht. Aber ich dachte vielleicht, weil ich, also wie ich rede und mein Humor und so weiter, vielleicht ist das einfach mehr Deutsch. Und deswegen haben deutsche Leute das halt auch mehr geguckt, auch wenn es Englisch war. Ich weiß es nicht. Und deswegen, vielleicht fühle ich mich jetzt auch ein bisschen wohler, wenn ich alles auf Deutsch mache, weil vielleicht bin ich einfach so ein bisschen deutsch. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin ja aber deutsch. Content from the Alps ist deutsch. Ja, klar, aber ich habe, also das mit den Content from the Alps, also diese Real-Life-Streams, die habe ich ja noch nicht so lange gemacht. Die mache ich jetzt irgendwie seit einem Jahr oder zwei. Und vorher habe ich nur WoW gespielt. Und immer nur Englisch geredet. Sehr selten mal Deutsch. Also wirklich einmal in 3 Wochen mal kurz Deutsch geredet. Deswegen fand ich es halt irgendwie cool, dass. Also ich habe ja nicht, wie gesagt, nicht jetzt, also ist ja nicht so, dass jetzt alle Viewer, die vorher geguckt haben, jetzt alle weg sind und alle Viewer, die jetzt zugucken, alles neue Views sind. Also es überlappt schon viel. Es gibt schon viele Deutsche, die halt damals schon geguckt haben und so, ne? Aber es gibt halt natürlich auch Englischsprachige, die einfach nichts mehr verstehen und es ist echt super schade. Hydrocodon, danke schön für die 2 Monate. Wann streamst du auf Italienisch? Oh. Adler, thank you so much for the 84 months. Appreciate that. Dankeschön. Schipsi auch Dankeschön für den Prime. Zero schläft auch danke für den Sub. Ich würde sagen, mach einfach das, wo du dich wohler fühlst. Wenn du wieder in Englisch streamst, dann kann ich mein Englisch wieder auffrischen. I guess it's time to pick Duolingo back up. Honestly, German is a nice language to know. I guess, maybe. Certainly. Oh, man. Yeah, I also saw Hannah type something earlier, but now it's spammed away. What did Hannah say?
As someone without sounding weird as fuck, watched almost every stream for the past 1.5 years. I'm proud of you for doing what best suits you. We'll still be here in some way. Follow what your heart says always. German community, you best keep supporting her. Aww. Hannah, you're the best, Hannah. Thank you so much. Look what I still have here. The pumpkin I got during Christmas time because the because the parcel took like 3 months to arrive. Titus, thanks for 2 months. I appreciate that. Thank you so much. Dankeschön. The Christmas pumpkin, yeah. It's funny because I was thinking, like I was recording the video earlier, and I said in the video, you know what? I'm probably gonna get a bunch of negative comments saying how I'm only like chasing the viewers or whatever, and that I'm just like that I'm being mean to my English viewers and whatever, and that I'm just like dropping the English community without like a care in the world, without like giving a shit. And then I said in the video, you know what? I don't actually even care about those comments as much. Like, yeah, it sucks when people are assholes, of course, but that's not even the thing that's gonna make me the most sad. The thing that is gonna make me the saddest is when people are like really nice in the comments. And I know people will be. Like because I know that the English community I had was incredibly nice. Like I know that. Like everyone was just is just incredibly nice. And I know there's gonna be so many people who just because they're nice, they're gonna say, you know what, I supported you during the English content that you did, and I'm gonna support you moving forward as well. And they're just gonna be so fucking nice in the comments. It's gonna make me sad. So can you do me a favor and just not actually no. Now, of course, you can be nice in the comments if you want to be nice. But I'm gonna read those nice messages and they're gonna make me sad. But of course, you know what I mean? We can be mean. Can you just not be nice? Okay, bully her, got it. Could you imagine that you actually like, instead of saying something nice, you actually just all say something super mean, and then somebody watches the video that has no clue that we just talked about this, and they're gonna see all of these negative comments, and they're gonna be like, what the fuck? Like, they're gonna read all of these like horrible comments and like, what the hell is going on here? Necrodat, thank you so much for sub gift to Soterius. Appreciate that so much. Just downvote all the nice comments. Yeah. Oh man. Ja, genau. Hi David. In Südtirol redet man Deutsch und Italienisch. Also die offiziellen Sprachen sind Deutsch und Italienisch, genau. Roxanne, danke für die 20 Subgifts. Dankeschön. Roxanne, dankeschön. Ja, Roxanne zum Beispiel ist jemand, der war schon vorher da, bevor ich Deutsch gestreamt habe. Dankeschön, Roxanne. Willkommen an Karate-Schnitte, Maze, Irrationally Irrational, Shruvi, Maybe Malva, Chaos Hanky, Sunny, Bieder Peter, die Lachnummer, Josta, Chuggywan, Odam, Anshi, Berghain Bert, Punika Lord. Punika habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Gab's das bei uns generell? Punika? Nein, ich glaube nicht, oder? Punika gab's bei uns, glaube ich, gar nicht. Ist toll. Ich glaube nicht. Willkommen an Dani, Kentaro, Hip, Malkador und Felicitas. Dankeschön. Punika kommt wohl wieder? Echt? Warte mal, das war mal weg? Anonymous, thank you so much for giving yourself to Frozen One. Dankeschön. Danke, danke, danke. Hey Shrooms, guten Morgen, guten Morgen. I'll delete the nice message I sent you on Instagram and resend a mean one. Thank you, Anders. Arthur, thank you so much for 81 months. What's up, Arthur? Punika aus Glas. Stimmt, Punika gab's in Glas. Ich kenne das aber nur aus der Werbung, glaube ich. Angefangen, als ihr damals als erste Progress-Spiele gestreamt habt, eine Revolution. Das war das erste, was du geguckt hast? Okay, das war auch cool. Ja, leider war es dann
Wir waren nicht die einzige Gilde, also wir waren nicht lange die einzige Gilde, die gestreamt hatte. Aber es hat schon Spaß gemacht, zu streamen das erste Mal so. Es war auch ein bisschen komisch. Oh, die guten alten Zeiten. Oh. Wie hießen wir nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Future. Oh mein Gott, Future. Rest in Peace. Rest in Peace, Future. Rest in Peace. So. Tempelbär der anpeilen die Tage. But wait, if she feels sad about all the nice comments and happy about the mean comments, shouldn't we want to make her sad, therefore only leaving nice comments? Good point, Feina. Good point. Maybe you just need to go with like with a compliment insult sandwich, like we do when I do an IRL stream. Just say something mean first, then something nice, and then say something mean again. Or the other way around, however you're feeling. What type of mindfuckery is this? Hallo, Uli, wie geht's? Hallo, hallo. Zieh die Deutschlandmütze auf. Die habe ich irgendwo. Warte mal. Ah, nee, die habe ich dem Ding hier angezogen. Guck. Ich habe hier so einen Plushie, den habe ich ihn angezogen. Guck mal, wie cute er ist. Warte, ich muss das richtig aus. Die Mütze ist ein bisschen zu groß für ihn. Ein bisschen zu groß. Für den Cutie Pie hier. Jetzt. So. Blue Fury, thank you so much for 23 months. What's up? Hello. Ja, genau. Also, ich werde bestimmt trotzdem englische Comments trotzdem auf Englisch antworten. Das ist ja lustig. Also auf Deutsch, ne? Ich würde ja trotzdem alles auf Englisch antworten, klar. Es ist halt das Ding, also die Leute werden halt einfach dann immer weniger und weniger und weniger gucken. Ich denke nicht, dass von einem Tag auf den anderen dann auf einmal alle englischsprachigen Videos weg sind. Das glaube ich jetzt auch nicht. Es gibt bestimmt viele, die halt echt gern hier bei der Community dabei waren und halt trotzdem hin und wieder mal einschalten und hin und wieder mal was schreiben und so. Aber ist halt klar, also stell dir mir vor, du folgst irgendwem, der redet Deutsch und dann auf einmal macht er alles auf Russisch. Dann auch wenn du einen Streamer echt gern magst und er auch auf Deutsch antwortet, wenn du mal was Deutsches schreibst, du wirst halt irgendwann dann wahrscheinlich einfach nicht mehr einschalten, weil ist halt schwierig, ne? Und ich habe ja die Untertitel, also ich habe Untertitel, was alles auf Englisch übersetzt, aber ist halt auch nicht dasselbe. Die meisten gucken ja Streams irgendwie auf dem zweiten Monitor und nicht irgendwie auf ihrem also die gucken ja nicht die ganze Zeit und lesen das dann. Für eine kurze Zeit geht gut, aber dann nach einer Zeit ist halt einfach schwierig. Hey Stricken, what's up, how you doing? Und das andere Ding ist halt auch noch, also normalerweise, wenn du einen Streamer, ich will nicht sagen normalerweise, aber oftmals, wenn du einem Streamer folgst auf Twitch und den gern guckst, dann folgst du denen vielleicht auch auf Instagram und auf YouTube und keine Ahnung und bist in deren Discord oder so. Und das Ding ist halt, wenn mir irgendwie auf Instagram folgt, der echt gar kein Deutsch redet und der die ganze Zeit irgendwelche deutschen Reels von mir vorgeschlagen bekommt, ist halt auch, irgendwann entfolgst du halt auch, weil ist ja klar, dass du nicht die ganze Zeit irgendwelche andere Sprachen da auf deinem Instagram oder auf deinen Socials haben möchtest, ne? Deswegen, also glaube ich, ist es einfach so unvermeidbar, dass die Leute, die kein Deutsch sprechen, halt sich immer weiter zurückziehen. Das eine Ding, was ich machen könnte, habe ich mir überlegt, hat David auch vorgeschlagen, dass man im Discord das ein bisschen trennt. Weil
ich finde, auf Social Media trennen geht halt nicht wirklich gut. Also ich kann nicht auf Instagram halbe Deutsch, halbe Englisch, es geht halt irgendwie nicht. Und auf YouTube und auf Twitch geht es halt auch nicht wirklich, das so zu trennen. Weil die Leute halt einfach nicht auf irgendwelche Schedules gucken, ne? Also ist schwierig. Aber Discord, glaube ich, ist total okay, wenn ich Discord ein paar Channels Deutsch mache und ein paar Channels einfach Englisch. Weil die Leute, die halt dann die deutschen Channels nicht gucken wollen, die können die einfach muten. Und die englischen halt nicht. Also das würde zum Beispiel gehen, dass die englische Community halt noch ein bisschen, dass sie noch ein bisschen Platz irgendwo hat, wo halt noch Englisch geschrieben wird und wo die Leute halt das noch verstehen und was ich dann auch sehe und da auch antworten kann und so. Und ich dachte mir, das ist jetzt aber, also das sage ich jetzt extra auf Deutsch, damit die Leute das nicht verstehen. Ich habe ja so, auf Instagram habe ich so ein Exclusive-Content-Ding, wo man irgendwie 2 Euro im Monat bezahlen muss, 2,70 Euro, damit man den Content sieht. Und eigentlich wollte ich das benutzen, damit ich mehr poste. Weil wenn die Leute bezahlen, dann kommt mir vor, dann muss ich mehr posten, wisst ihr? Weil ich sonst Social Media bin ich echt schlecht drin. Und dann dachte ich mir, mache ich das mal und dann poste ich mehr. Was ja auch geklappt hat. Ich habe echt mehr gepostet. Und dann dachte ich mir, das könnte ich auch noch benutzen, um da Englisch zu posten. Also auf diesen Exclusive-Ding da. Einfach nur, weil ich dachte, dann, das ist nicht verwirrend. Weil wenn ich jetzt auf meinem Official Instagram Englisch poste, das ist ja komisch. Das ist ja deutsche Reels, weil die Reels kommen ja von meinem Stream, dann werden die auf Deutsch und meine Stories werden dann auf Englisch. Das wäre halt alles so gemischt. Aber dieser Exklusiv-Content, der könnte ja auf Englisch sein, weil dann kann ich das einfach in der Beschreibung reinschreiben auf Instagram, dass das halt auf Englisch gemacht wird. Und wenn die Leute dann halt nur das gucken wollen, dann gucken sie halt das. Dachte ich mir vielleicht. Aber das muss ich mir erst so überlegen. Ich weiß nicht. Ich möchte halt auch nicht die Leute baiten, dass sie da was bezahlen müssen. Das ist wieder das Negative dran. Deswegen, ich weiß nicht, weil das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was ich wirklich auf Englisch durchziehen könnte, ohne dass es irgendwie verwirrend ist. Also Discord dachte ich mir halt, die Discord-Channels und eventuell halt dieses Instagram-Exclusivity-Ding da. Weil da poste ich halt hin und wieder mal ein Reel und mal eine Story oder so und das könnte ich halt noch auf Englisch machen. Und das wäre dann auch nicht so confusing irgendwie, finde ich. Und alles andere dann halt Deutsch, also auch YouTube und sowas. Neckerdeath. Danke für die 100 Bits. Vielen, vielen, vielen Dank. Du musst das Live-Übersetzer wieder hinbekommen? Ich habe doch einen Live-Übersetzer. Ich glaube, das ist eine komische Idee. Mach doch noch einen Insta-Account auf Englisch. Ach, einen Zweit-Account? Ja, ich könnte theoretisch schon einen Zweit-Account machen, aber das Problem ist halt, dass die Leute den halt dann nicht finden. Weil, also, die Leute, die mir jetzt folgen, die folgen mir jetzt. Und also es ist eigentlich nicht so einfach mal zu sagen, okay, folgt mal alle diesem anderen Account. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Und ich möchte ja das meiste auf meinem Main-Account posten. Und wenn ich dann einen zweiten Account habe, wo ich dann nur alle Woche mal 2 Stories poste und den Leuten auch diesen Account dann irgendwie zu zeigen, ist auch schwierig. Make the German the second one? Ja, nee. Mein Hauptcontent muss natürlich mein Main-Account sein. Ich poste ja Reels, also generell ist ja, also mein Stream ist ja mein Hauptcontent. Na? Und alles, was drumherum ist ja nur Content, der von meinem Stream ausgeht. Also mein Instagram zum Beispiel, das sind Reels, die werden von meinem Stream geschnitten und werden da gepostet. Meine YouTube-Videos sind Videos, die ich gerade mache über Content, den ich gerade streame. Es hängt ja alles zusammen. Und dann irgendwie zu sagen, okay, jetzt mache ich meinen Instagram-Account, einen englischen Account, wo ich über was komplett anderes rede, was ich gerade nicht streame, das ist ja irgendwie dann komplett disconnected irgendwie. Yoshi da. Hallo, wie geht's? Ich hatte doch einen Live-Übersetzer. Warte mal, aber kurze Frage. Seht ihr den Live-Übersetzer? Also den Übersetzer, der ist schon an, oder? Auf Twitch? Also ich sehe die... Okay. Gut. Ist an, okay, gut. Ja, die Leute, die nicht sehen, haben einfach nur nicht angeschaltet. Das ist so ein Anschalten, da unten steht CC.
I think we could use those translation captions. Guys, I do have translations. You just have to turn them on. At the bottom right of the stream, you can click on CC and then just turn on the subtitles. They are there. You just have to turn them on. Feierabend, danke schön für die 100 Bits. Feierabend. I see what you did there. Hesse, danke schön. CC Schiebe. Probably just stick to Nerdle numbers or numbers. Ja. Okay, jetzt habe ich genug darüber geredet, weil ich habe hier extra schon das YouTube-Video aufgenommen und das poste ich dann morgen auf meinem YouTube und dann könnt ihr euch das angucken und dann könnt ihr in die Comments dann ein Compliment-Sandwich schreiben oder ein, keine Ahnung. Egal, was ihr machen wollt. Ist morgen auf YouTube. So. Hört ihr auch das Bohren? Heute wird die ganze Zeit gebohrt. Leider. Meine Nachbarin hat geschrieben, dass sie heute und morgen Arbeiten vornehmen in ihrem Apartment und dann wird das ein bisschen laut sein. Ich glaube, das ist genau unter mir, das Apartment leider. Vorhin war es noch ein bisschen lauter, jetzt geht's eh halbwegs. Du hörst nix? Ja, nice. Dann ist ja gut, wenn du nichts hörst. Aber wenn es ganz leise ist, dann ist ja safe. Okay, dann lass uns ein bisschen WoW spielen. Wissen deine Nachbarn, dass du streamst? Ey, wissen die nicht, dass ich streame? Was soll das? Sollten die gefälligst zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens ihre Arbeiten vornehmen? Mach einen zweiten Account Englisch, wo dein Voice vom Stream Deutsch in Echtzeit übersetzt wird. Es gibt Software, die du mit deiner eigenen Stimme trainieren kannst. Nee, das mache ich nicht. Das werde ich nicht machen. Leute, es freut mich echt, dass ihr die ganzen Ideen habt, aber ich habe schon viel darüber nachgedacht und es gibt einfach nichts. Also auch wenn ich jetzt einen AI-Live-Übersetzer hätte, das ist ja nicht dasselbe, das ist eine Roboterstimme. Also wer guckt sich das denn an? Das ist einfach, nee, nein. Entweder ich streame Englisch oder Deutsch. Also irgendwie, dieses Probieren irgendwie doch trotzdem noch irgendwie Englisch, nein. Nee, das mache ich nicht. Das, Der Bar macht beides, aber halt YouTube. Ja gut, das ist wieder was anderes. Live ist was ganz, ganz anderes als ein aufgenommenes Video. Also ein aufgenommenes Video, da hat man echt Zeit, das zu bearbeiten. Das ist was ganz anderes als eine Live-Übersetzung. Live-Übersetzung ist viel, viel, viel schwieriger als ein Video zu übersetzen. I remember the YouTube one for the Cyclone clip and it was scary. Yes. So. Lass mal ein bisschen WoW spielen hier. Genug gelabert. Lächerlich. Wenn du wie Computerspiele spielst, kennen wir überhaupt nichts da. Hab ich gehört, dass da irgendein Announcement ist? Nicht heute, morgen auf Nacht. Die hier also Englisch geredet auf einmal. Von Südtiroler Dialekt auf Englisch. Hast du gehört, das ist ein Announcement morgen? Ich glaube, um 18 Uhr. So ein WoW-Announcement. Also nicht WoW, sondern Blizzard-Announcement einfach nur. Aber da reden die bestimmt über Midnight und über Classic und über alles. Können wir live auf unserem Stream gucken? Ich kann das restreamen. Morgen 18 Uhr werde ich das restreamen, dann können wir ein bisschen live reagieren. Anscheinend war gestern so ein Creator-Ding, aber ich habe das verpasst. Das war gestern 17 Uhr und ich habe das komplett verpasst. Hey Talos, ja, ich find's auch gut, dass ich die Entscheidung getroffen habe und das Video aufgenommen habe, weil jetzt habe ich wenigstens eine Entscheidung getroffen, weil ich das die ganze Zeit das so hinziehen und die Entscheidung, die treffen und das nie ist so wirklich richtig oder das hat mich echt so ein bisschen mitgenommen, musste die ganze Zeit dran denken. Deswegen, auch wenn es mir jetzt schwer fiel, das aufzunehmen und das
Aber ja, hoffentlich kann ich heute ein bisschen besser schlafen dann. So, Grumpy Squirrel, danke für die 3 Monate. Dankeschön. Danke. So, lass mal einloggen. Anything, we could be heroes. Ich könnte ja nur auf Englisch singen. Mit meiner englischen Stimme. Und ich höre ja meistens englische Lieder. Haha, wie wär's damit? Findet ihr gut? Willst du wieder Dankeschön für Prime? Vielen, vielen Dank. Wie geht's? Ja gut, dann lass mal einloggen hier. Ah, warte, ich muss Add-ons updaten. Der Mensch mag einen Earthenrod oder einen Janos Firestarter für Julie. Das weiß ich nicht. Ich weiß doch nicht, wie die Items auf der Menschenbank auswendig. Sag ihm was, ich soll das Addon runterladen. Ich schwöre, die Leute haben einfach alle das Addon nicht. Das G-Bank Classic Revived. Sag ihm bitte, sie soll das Addon runterladen. Mit dem Addon sieht sie, was auf der Bank ist. Ich weiß, bei manchen funktioniert das nicht richtig, aber ja. Be heroes. Ich werde das einfach mal kleiner machen. So. Wunderschön. Ich muss heute noch über PC Specialist reden, also zum Placement. Ich bin schon ganz lange vom PC Specialist gesponsert, aber ich muss einmal im Monat, einmal alle 3 Monate? Ich weiß nicht. Muss ich kurz mal 5 Minuten über PC Specialist reden. Also redet mich dann, das später zu machen. Ich muss das auch auf Englisch machen, weil der Deal habe ich letztes Jahr im März bekommen. Das ist ein englischer Deal. Wir müssen kurz über PC Specialist reden. So, dann lass mal einloggen. PC Specialist? What's that? Tell us about it. Jetzt direkt auf die Menschenbank. Jemand hat den Betrieber gestellt und ich brauche, oh Gott. Okay, wisst ihr morgen, was machen wir? Ich muss zuerst ein Placement machen für PC Specialist und dann bin ich bereit, okay? Bevor ich das vergesse später. Okay, guys. Let's talk about PC Specialist. Alright, so PC Specialists are amazing and they send me the PC that I'm currently using that is responsible for me never disconnecting in hardcore classic and dying. Thanks for that. Appreciate that. No blue screens, black screens or anything. My character is still alive. Let's go. But yeah, they were so kind to send me this PC. I have it since March. Didn't have any issues really ever since I got the PC. I did change my GPU, but not because the previous one was bad, just because I wanted to try the X3D cards from AMD, which are really good for MMOs, for WoW in particular. If you're thinking about buying a new one or getting a new one, I recommend the X3D ones. Question mark? What's question mark? So let's check out the PC Specialist website. Is it because I speak English and you don't understand what I'm saying? Okay, wait. I'll show you the website. Give me a moment. Where is it? Where's the link? Can you link it in chat, Kuros? Because I can't see the bot messages. Thank you. So, all right. So this is the website. If you have never heard of PC Specialist before, they're basically selling parts, PC parts, laptops, and whatnot, and everything like related to like servers and whatever. And they also create pre-builds for you, but you can choose whatever. Like you can choose each individual part
yourself. They will put the PC together for you once you chose, and then they'll send you the full build. And of course, they offer support and whatnot in case there's things that don't work out. If you're not really comfortable choosing your PC parts because, I don't know, you just don't know much about PCs, then you can also go with their pre-builds that they have, like the actual pre-builds that they put together themselves. And even there, you can switch things out. So, like, for example, you can, like, this is a pre-build that they recommend, and you can switch, like, the case. You can go with whatever case you want. This is the case I have, but in black. I really like this one. It's like, it's very sleek. I love it. I got this case in black. Like, it's also black on the side. And then you can switch, you can switch the CPU, you can switch motherboard, whatever, the RAM, you can switch whatever you want here. And that's it. It's very simple. It's all already, like, good to go. Like, they'll send it to you, you turn it on, and it works, and it's great. So, yeah. Definitely check it out if you're thinking about getting a pre-build, or if you're thinking about just getting parts as well. Like, you don't have to get a whole PC. You can just get parts as well. You can also get laptops and a bunch of stuff. Definitely check out their website. You can use my code Nagura with 2 U's for £40 off on your order. So definitely check that out and use the code to save some money if you want to. And if you want to check them out, click the link in the chat or in the description below. And yeah, huge shout out to PC Specialist for being amazing and for sending me the PC and supporting my setup and supporting me whenever I need any kind of help. Really appreciate that. And yeah, they're cool. So. Okay. Dann lassen wir auf die Menschenbank loggen und den Leuten ein paar Items geben. Ist das wichtig, in welcher Sprache du das machst? Ja, es ist bestimmt wichtig, dass ich das auf Englisch mache, weil der Deal, den ich habe, ist ja auf Englisch. Also ich habe auch ich glaube, die ganze Seite ist auch Englisch. Also, sie haben zwar verschiedene Seiten, also je nachdem, in welchem Land du bist, kannst du natürlich auch bestellen. Aber ich glaube, die Seite an sich, also die Firma ist, glaube ich, Englisch. Aber das ist ja egal, also, darum geht es nicht. Aber sie haben mich gebucht als englische. Ich habe die jetzt schon seit einem Jahr, also seit März. Und die haben mich als englische Content Creatorin gebucht. Für Englisch, also um englischsprachige Leute anzusprechen. Was jetzt vielleicht nicht mehr so der Fall ist, aber ja. Wenn die deutsche Leute ansprechen wollen, dann gehen die halt dann fragen die deutsche Streamer. Wahrscheinlich. Das gehe ich mal davon aus. Shit, ich habe einen Kaffee, der ist bestimmt kalt. Die Website ist für mich italienisch, einfach nur, weil das so eingestellt ist. Also, je nachdem, in welchem Land du bist, wenn du eine Seite aufmachst, dann redirectet die sich sofort zu der Seite, wo du halt her bist. Und ich bin ja aus Italien, deswegen, wenn ich irgendeine Seite aufmache, wo die mehrere Shops haben aus verschiedenen Ländern, dann wird das direkt immer defaulted auf Italienisch. Aber ist ja egal. So, ich muss erstmal kurz gucken, was wir hier alles haben. Wie geht's? Mori wollte was. Schreibt mich am besten alle in-game an und linkt mir auch, was ihr möchtet. Dann kann ich das viel besser raussuchen. Moment, ich mach das mal hier auf die Bank. Okay, also. Guten Morgen, hast du Essenz des Feuers, Luft, Erde, Wasser da? Und hast du von Noah den Gürtel des Magistraten geschickt bekommen? Haben wir Bindung des Magisters? Ich glaube nicht. Bindung des Magisters haben wir, glaube ich, nicht. Soweit ich das weiß. Ich wollte ganz kurz was machen. Was war das? Achso, das Add-on sollte geupdatet sein. Aber ich habe das schon geupdatet jetzt. Achso, warte mal, da war irgendeine Erklärung aber auch noch. Da hat irgendwer geschrieben, dass man mit dem Add-on jetzt irgendwas machen muss? Oder habe ich das falsch? Warte mal. Das Add-on wurde geupdatet. Muss man jetzt noch irgendwas machen, um das... ich glaube nicht. Bank Sync.
Schönen Tag auch. Thanks, Share. Ich weiß nicht. Nein, ich kann nicht so gut Italienisch, wie ich Deutsch und Englisch kann. Ich kann schon Italienisch reden, aber halt nicht so gut. Her Italian's a joke. Okay, Ducky Tom. How many languages do you speak fluently? Hmm? 5? Okay. Okay, fine. You win. Maybe I can speak 10 and I just pretend that I can't. Otherwise, people tell me to speak the language and I don't want to, and I can't, you know. Maybe I can also speak more. I'm a Belgian. Okay, Tom, it's fine. I just want to say that you come across really, like, unreasonably mean for no reason, yeah? Like, literally just don't. Like, what the fuck did I do to you? Like, yeah. Calm down, dude. What? So, mal gucken. Also, wir brauchen, Feuer. Ja, die sind cute. Aha, Essenz. Nee, warte mal, das ist falsche Essenz. Feuer, Luft, Erde, Wasser. Ich brauche Feuer, Luft, Erde, Wasser. Habe ich das? Und des Schutzes? Ah, das ist ja viel stärker. Das Herz des Feuers, wieder was anderes. Und wer hatte das geschickt? Gürtel des Magisters hat No Way anscheinend geschickt. Ah, hier. Okay, dann kommt Leon das. Essenz des Feuers sehe ich jetzt aber wirklich gar nicht. Kordel der Elemente. So ein Schamanen-Item wahrscheinlich. Aber wenn ihr, Goblin hat mir die Taschen geschickt. Nice. Nice. Wir haben Taschen bekommen von Gold Goblin. Sehr schön. Ich würde die 10er Taschen dann in meinen... Oh, Elementarwasser. Nee, ich brauche Essenz. Ist schon wieder... Die Essenz ist, glaube ich, grün. Das ist ein grünes Item. Habe ich das denn? Nee, ob ich das schon mal gesehen habe. Boah, das ist halt viel Mithril-Erz. Holy shit. Das ist jetzt mal Staub. Das brauchen wir bestimmt auch. Was ist da im Inventar? Essenz. Essenz des Lebens habe ich. Und Essenz des Feuers habe ich hier. Ich weiß nicht, das Unton. Brauchst du das auch? Dem ist auch nicht. Und wir bekommen Gold. Dankeschön, Leon. Ich bin Level jetzt 60. Ja, stimmt. Der wurde ja 60. Ah, hier war was.
Sehe ich jetzt nichts. Szene. Ich glaube, das habe ich nicht, oder? Sorry. Die Leute hier warten lasse. Oh, das ist diese Bank ist so unübersichtlich, dass ich immer auf die Bank als Postfach gucken muss. Das ist halt einfach. Ich weiß nicht, ob es da eine bessere Möglichkeit gibt. Ich glaube nicht. So, dann gucken wir, was wir noch wollen. Hier haben wir Bindung, deswegen ist das eine Bank. Also, nee, die habe ich nicht, Yes. Mithrilbarren. Von Mithrilbarren weiß ich aber jetzt gar nicht, ob ich das habe. Vorgestern hat mir das eine zugeschickt. Boah, das kann. Ich denke, das ist nicht angekommen. Oder noch nicht, weil mein Postfach voll ist. Schmiederezepte, das habe ich auf jeden Fall, glaube ich. Ich tue immer die großen Rezepte, die halt ein bisschen höher sind. Mit 30, 80, 200. Alchemie, Leder, Leder, Alchemie. Leder, Leder, Leder. Kunststoff, nice. Schneiderei. Marunstoff. Schneiderei. Okay. Ich sehe jetzt kein... Oh. Oh Gott, noch mehr. Let's go. Warte mal. Ich habe jetzt so viel mehr Platz. Ja, die Mithril-Ärzte habe ich auch, klar, ja. Hallo. Warte mal. Nice. Holy shit, guck mal, wie viel Platz wir haben. Ja, warte. 12er kann ich ja irgendwo hinschicken. Die 12er behalte ich jetzt einmal mal. Weil vielleicht, wenn wir einen zweiten Bankcher machen, dann können wir die 12er erstmal behalten. Die 10er verkaufe ich. Das verkaufe ich auch. Das verkaufe ich auch. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Mögen die Reisen sicher sein. Okay, dann. Warte, verkaufe ich das eben? Ich gebe Moritz mal die ganzen Schmiedesachen. Das Licht segne euch. Okay, warte mal. Ich
Hier, die darfst du auch mal behalten. Keine Ahnung, ob du mit denen irgendwas machen kannst. Habe ich hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Dann, ich will die ganze Schmiedes-Scheiß looten. Kunst 200. Verdichterstein, brauchst du das? Goldbarren sind hier. Schmiedekunst, das ist auch bestimmt nice. Schnellerei, Schnellerei, Schnellerei. Ich geh jetzt mal von hinten nach vorne. Wie den Scheiß war alles loswerde hier. OSB. Schattenseide. Man, ich loot hier auch mal Zeug und danach verkaufe ich das einfach. Ja gut, alles außer das Seidenstoff. Oder generell Stoff. Das will ich jetzt nicht looten. Das ist mein ganzes Inventar instant voll. Chemie. Leder. Schmiedekunst. Schmiedekunst. Die nehme ich auch immer raus. Oh yeah. Ah, das kann ich ja wegschmeißen. Das auch. Stoff. Ist das denn Leder? Leder. Stoff, Stoff, Stoff. Ich glaube, Ding verkaufe ich auch Leinstoff. Niemand braucht Leinstoff aus der Bank. Höheren Stoff vielleicht, aber so Leinstoff, das braucht doch echt niemand. Barren. Hier noch irgendwelche Barren. Sind klar. Ist das Schmiedekunst? Nee. Was ist das denn? Ingenieur, Schmiedekunst. Schmiedekunst. Ingenieur, Leder. Alchemie. Irgendwelche Tränke. Chemie. Ingenieur, Leder. Kupfer, Kohle. Ja, klar, weg damit. Ingenieur, Schatze, Perle. Okay, ich trade. Also ich bin bei Junicats. Warte, das war jetzt. Nee, warte, das ist wieder das Falsche. Moment. Schmiedekunst. Und dann, was hatte ich hier noch? Irgendwelche Ärzte. Keine Ahnung, ob du das brauchst. Ich weiß es nicht. Behalt's, aber sonst schmeiß es weg. Oh mein Gott. So. Okay. Schmiedekunst. Dann. Da ist ja ganz viel Stoff hier. Ich liebe Stoff. Niki Rogue, danke schön für den Prime. Vielen Dank. Schneiderei, Alchemie. Irgendwelche Zinssachen. Okay. Material. Das nutze ich auch mal. Okay. Schneiderei. Okay. Was ist das hier? Dunkleisenerz. Brauchst du das auch? Ich kann auch mal Discord kommen. Das wäre halt auch mal in den Stream reinzulabern. Leder. Zauberkunst. Schmiedekunst. So. Okay. Ich habe noch ganz viel Müll für dich. Schmiedekunst. Das. Dunkleisen auch? Ja, perfekt. Dann. Du hast so viel Platz.
Okay, das hier auch. Was ist das? Ah, die hier noch? Inventar, ich weiß gar nicht, ob du das brauchst. Hier steht ja aber Zeug. Verdichteter Stein nehme ich gerne. Verdichteter Stein. Hatte ich das gelootet? Verdichteter Stein. Ich weiß gar nicht. Hat es 20... Ah, ich weiß wieder, wie der aussieht, glaube ich. Ich glaube, ich weiß, sieht so ein bisschen so wie eine Platte aus, oder? Ja, wenn ich sehe, dann... Hey, die hatte ich doch vorhin jetzt nicht, oder? Weil manchmal bin ich so verwirrt mit diesem Postfach. Manchmal kommt mir vor, ich würde was anderes sehen. Also ich bin mir manchmal ganz, ganz sicher, dass ich irgendwas im Postfach habe. Und dann gehe ich das so durch. Und dann ist es einfach nicht mehr da. Und dann irgendwie eine halbe Stunde später gucke ich noch mal ins Postfach. Und da ist irgendwie was komplett anderes drin auf einmal. Ich weiß nicht, ob ich einfach meinen Verstand verliere oder ob da irgendwas buggy ist. Ich weiß es nicht. Okay, dieser Stein. Wo ist der denn? Wo ist der Stein? Das ist das Falsche, aber egal. Ich muss den Leuten auch mal sagen, dass sie nicht vielleicht einzelne Dinge schicken sollen. Also, dass sie vielleicht irgendwie so einmal alle 2 Tage oder einmal alle 3 Tage was schicken, statt das alles direkt immer einzeln zu schicken, weil das ist halt, also mein Ding ist einfach immer so voll. Und wenn alles einzeln geschickt wird und ich kann das nicht rauslooten, ja auch blöd. Ah, hier waren die verdichteten Steine. Hab's gefunden. War da noch was drin oder war das Einzige? Karte. Und dann... Die schicken nicht so viel unnötigen Müll, das ist crazy. Ja, ich Thorium Armmaschinenrezept. Und Maxim. Habe ich jetzt nichts gesehen. Ah, nein. Ah. Nee, vielleicht habe ich schon gelootet. Ah, warte mal, das hier. Außer du bist kein Waffen stehen. Warte mal. Und das hier noch mal kurz auf die Bank. Ich glaube, das sind auch noch Rezepte. Ah, du gehst Waffenschmied? Perfekt, dann passt das ja auch. Leder, Leder, Leder. Ingenieur. Ah, da ist auch noch Schmiedekunst. Hallo. Okay, ich glaube, ich habe hier auch noch ganz viel. Warte. Ich bin nicht ganz sicher. Leder, 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 Leder. Ich brauche unbedingt einen Lederer, der mir mal die ganzen Lederrezepte abnimmt. Ich habe so viele Lederrezepte. Und nie möchte irgendwer Leder haben. Schmiedekunst. Schmiedekunst? Das ist dasselbe? Nee. Okay, Schmiedekunst. Was? Schmiedekunst. Boah, das ist aber viel Zeug. Nice, ist aber gut. Okay, perfekt. Also,
Jetzt hat er aber Rezepte. Nice, nice, nice. Perfekt, nice. Schönen guten Tag. Richtig nice. Habe ich hier noch irgendwelche Ärzte? Ich will noch mal kurz gucken hier auf der Bank. Nee, es sieht eigentlich ganz gut aus jetzt. Okay. Warte mal, dann loot ich kurz nochmal das hier alles raus. Das sind die Blumen. Und ich werde jetzt einfach mal noch mehr looten von der Bank und hoffe... Und dann schmeiße ich einfach mal ein paar Sachen weg einfach. Damit ich auch wieder Zeug geschickt bekommen kann, weil... das ist dann auch blöd, wenn das Passwort halt voll ist. Auf dann. Musst ihm noch verbieten zu sterben. Ja, das auf jeden Fall auch noch. Jetzt ist Sterben verboten. Cran, what's up? Dankeschön für die 5 Subgifts. Vielen, vielen, vielen Dank. Willkommen an alle. Und Talos, Dankeschön. Willkommen an Showtech, Lost Judgment, Bebop, Mr. Kyrex und Xaron. Dankeschön. So, okay, dann... Ich loote mal kurz so Consumable-Sachen. Und hoffe, dass sie da irgendwie Platz haben. Kann ich das? Also sowas hier. Aber alles, was ich looten kann. Okay, das nicht. Das auch nicht. Ihr Fick. Gratis Katze, danke für den Prime. Es gibt gratis Katzen. Ja, nice. Wo kann ich die abholen? Achso, die kann ich ja auch looten, warte. Ich mach mal alles auf und dann werde ich ja das auslooten können, was ich looten kann, oder? Oder geht das nicht? Na, das geht anscheinend nicht. Mann, ne? Das wäre jetzt zu schön gewesen. Das kann ich vielleicht. Ich weiß halt bei vielen einfach nicht, ob ich das brauche oder nicht. Siglinde hat angeboten, mit mir einfach mal die Bank durchzugehen und zu gucken, was man halt braucht und was nicht und was ich halt irgendwie wegschmeiße oder halt verkaufen kann, aber... Ja, ich brauche einfach Platz, um mir das rauszutun. Gibt's denn einen Lederer? Gibt's irgendeinen Lederer, der... Warte mal, ich frage jetzt mal in der Gilde nach. Ja, ich weiß. Die Leute schicken mir so viel Stoff und das Problem mit dem Stoff ist halt, es nimmt so viel Platz weg. Und ja, also ich verstehe schon, dass man Stoff brauchen kann, aber Stoff ist, es droppt auch so viel. Ich glaube, die meisten brauchen echt nicht so viel Stoff. Ah, Femba und Henno. Aber das wäre nice, wenn ich Henno mal ein paar, oder Femba ein paar Dinge geben könnte. Ich habe ganz vergessen, ein anderes Holy-Ding zu probieren. Holy hat mir ja ihre Pulver zugeschickt, um das zu probieren. Und ich wollte alles so ein bisschen durchprobieren.
Ich hab's vergessen heute. Wenn das Wasser fertig ist, dann hole ich mir was. Einige Songs sind echt gut, einige so, naja. Ja, ich habe bis jetzt nur eins probiert und es war dieses schwarzer Tee mit Pfirsich. Und das war ziemlich gut. Ja, das war nice. Ich habe es auch vorher in den Kühlschrank gestellt, weil da stand irgendwie, man sollte Eiswürfel reinmachen. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu übertrieben im Winter. Dann habe ich es halt einfach kurz in den Kühlschrank gestellt und das war schon gut. Mir war es ein bisschen zu süß. Ich habe mehr Wasser reingemacht, als vorgeschlagen war. Ich finde die Eistees gut. Ja, das war ein Eistee, glaube ich. Ja, dieses schwarzer Tee mit Pfirsich, das war Eistee, glaube ich. Energy auch. Ja, Energy ist nicht so meine. Also in der Energy werde ich auch gar nicht wirklich probieren, weil ich trinke nie Energy Drinks. Das werde ich auch gar nicht probieren, denke ich. Ich trinke lieber Kaffee und schwarzen Tee und sowas statt Energy Drinks. Hydration ist gar nicht meins. Interessant. Da muss ich Hydration auch mal probieren. Wer bist du? Warte, ich komme in Discord. Äh, 157. Hallo? Hallo? Hello. Hallo, hier spricht die Menschenbank. Genau. So, ich bin gerade hier schon direkt am Briefkasten. Ich weiß nicht, wo du mich gerne hinhaben möchtest. Ja, das ist perfekt. Gut. Ist Rexan neutral? Ja, der ist neutral, ja. Okay. Oh. Kurzding. Oh Gott. Also du bist So, ich Lederer. hab dir mal Brauchst du ne- ganz viele Rezepte? Ich habe dir mal geschrieben, welche ich brauche. Feste Skorpionabschienen. Kann ich dir einfach mal ein paar traden und du sagst mir, ob du die brauchst oder nicht? Aber mit der Maus Okay, drüber. obere nicht. Okay. Die Mondsichtgewehr ist Ingenieur. Ah, ups. Mondsichtgewehr? Ah, das habe ich schon. Die anderen schon? Barbarische Handschuhe kann ich schon. Okay. Okay, dann habe ich noch welche auf der Bank. Dann kommen wir eben mit. Ja, ich kann dir schon mal welche sagen, die ich nicht kann. Weil ich sehe ja über das Add-on, welche du hast auf der Bank. Ich loote einfach alle runter und trace die dann, okay? Das ist einfacher für mich. Wie du möchtest. Ja, ist einfacher. Ich habe auch welche im Postfach, die kann ich noch rauslooten. Oder die Ansagen, dann weißt du ja, ob die du brauchst oder nicht. Hast du auch Leder in aller möglicher Art und Weise? Ich habe ein bisschen Leder im Postfach, das kann ich dir auch noch zeigen. Moment. Brauchst du außer Leder noch andere Dinge? Also irgendwelche Zitrin, Aquamarin, Sternrubin, sowas? Moosachat. Sachat, ja, das habe ich auch. Echt? Ja. Wildranke? Das steckt der Krieger ein. Dann kann ich ja nicht meine Brille machen. Wildranke. 2 Stück. Wäre super. Wildranke sehe ich jetzt leider nichts. Wildwedel? Schönen Nee. Tag auch. Okay, ich trade die mal und du sagst einfach, Ja. was du brauchst. Nur das untere. Okay. Die alle? Warte. Mhm. Nee, das dritte nicht. Ja? Entschuldigung. Der Rest geht. Okay, perfekt. Dann trade ich dir noch Musachat. Und dann gucke ich noch eben im Postfach. Also warte, hier ist noch Leder. Gerne alles an Leder her, was du hast. Jo. Und da du ja ein Nachtelf bist,
Aber wir sind ja jetzt, wir haben eine gemeinsame Bank, ne? Wir haben ja jetzt geheiratet, Mauki und ich. Dann ist das schon okay. Das ist aber nett. Ich warte immer noch aufs Buffet. Brauchst du lebendige Gamaschen? Das ist Elementarlederverarbeitung. Nee. Okay. Rundenverzierter Lederarmschienen. Kannst du hier mal reinposten in den Chat? Ja, ich lut's einfach mal raus und trace dir dann nochmal. Hier kommen so viele Ledersachen, weil es gibt echt nicht so viele Leute, die Lederer machen, finde ich. Und dann schicken wir die alles zu. Aber Leder bekomme ich nicht so viel. Haben wir da irgendwo eine Übersicht? Auch was Ingis angeht und sowas? Du meinst, was auf der Bank Also- ist? Nee, wer was wie alles macht. Oder gibt es da ein Add-on, welches man nutzen kann, dass man das sieht? Boah, ich weiß es gar nicht. Das wäre echt nice, wenn wir das halt. In Retail kannst du Ja, das halt in der Gildenübersicht sehen, welche Berufe die Leute haben, aber das. Ja, In genau. Classic Aber glaub ich hier ist nicht. das nicht, ne? In Classic. Ich glaube nicht. Das wäre nice. Ja. Auch Verzauberer und sowas. Ich weiß nie, ich würde gerne einmal durchverzaubern so. Das ist ja auch für ihn geil, dass er da skillen kann. Aber ich weiß gar nicht, wen ich da anquaken muss. Ja, und ich würde auch, also zum Beispiel Schmiedekunst würde ich mal gucken, was die Leute so machen können, aber die Leute immer anlabern ist auch Ja. viel Arbeit und man will ja auch nicht nerven irgendwie. Ja, Ich meine, same, du kommst ja mit Nagura oder mit Menschenbank noch mit Leuten in Kontakt. Wenn du Hanneslav heißt und da eine Frage hast, da kriegst du aber gar keine Antwort. Das stimmt, ja, das glaube ich. Brauchst du dicker Balk? Ja, gerne. Okay, Hab zwar schon einen, aber dicker Balk gerne. okay. Na, Patrick, du bist mein kleiner dicker Balk. Ich habe so gewusst. Ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, na, sage ich jetzt, ist mein Spitzname dicker Balk, aber gut, ja. Echt? Sehr schön. Dickes Balk. Okay, hier ist doch mal ganz viel. Immer auf die Kleinen. Okay, warte, dann fangen wir hier an. Der hat bitte, lieber Gott, gib mir dein. Das zweite brauche ich nicht, das dritte brauche ich nicht, das vierte brauche ich nicht. Ja, Du das hast sind mir dieselben, zweimal das glaube ich. Gleiche Ja, gegeben. sehe ich gerade, ja. Perfekt. Dann. Die habe ich dir, glaube ich, schon gezeigt, aber. Nee, das ist Alchemie, warte. Ich glaube, die anderen habe ich dir schon gezeigt. Dann habe ich noch das hier. Die oberen kannst du rausnehmen. Okay. Super. Wer braucht eigentlich diese kleine Flammenbeutel? Wisst ihr das? Ich glaube Alchi und die sind auch relativ wichtig, soweit ich weiß, für Feuerresistenzen und sowas. Ich bin mir Okay. nicht ganz sicher, aber ich meine, die werden noch wichtig. Ja, weil die Leute schicken mir das bestimmt aus irgendeinem Grund, aber ich weiß nicht, wer das braucht oder Ja. warum. Ich glaube Alchi, bin mir aber auch nicht sicher. Oh, danke Mod. Danke Odo fürs Löschen, ich habe gerade nicht gesehen. Aber der hatte günstig Viewer angeboten, hätten wir auch genommen, Leute. Nehmt Wie da einfach mal günstig? rein. Ich weiß es nicht, er hat hier gepostet, günstig Viewer kaufen. Hier auf Ja, Lager. nice. Müsst ihr nicht sperren, einfach kaufen das Zeug. Ein gutes Angebot. Fertig. Ja, eben. Okay, ich habe hier noch ganz viel. Ich trade dir mal ein paar von den Dingen. Wo bist du denn? Ich bin hier rechts am Schalter. Ja, ich komme. Boah, dieser Blazy, ne? Der hat immer 10 HP, das ist irre.
Bei den oberen weiß ich jetzt noch nicht. Die lasse ich mal lieber noch zurück, weil die kann ich A noch nicht lernen. Nee, die kannte ich aber alle. Also die unteren 3 kann ich und die oberen beiden, die sind noch viel zu hoch für mich. Okay, dann lassen wir die mal weg. Wenn ich so hoch bin, komme ich gerne zurück. Okay. Oder nein? Danke. Sehr vernünftig. Wie geht's? Man sieht sich. Das gibt's nicht. Mögen die Reisen sicher sein. Dann vielen lieben Dank. Ich habe noch ein paar mittlerer und keine Ahnung was für Bulk, wenn du das noch brauchst. Ja, komme ich gerne. Hier. Okay. Wo bist du denn? Ich muss nur mal zum Postfach rennen, weil mein Inventar und alles voll ist. Dann bleibt es aber im Postfach. Du kannst mir auch Sachen geben, dann können wir das umschippen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Platz. Ja, wenn ich dir... Also, dass du mal so ein bisschen aufräumen kannst. was könnte ich dir denn geben, was du weitergeben könntest? Hast du Tiefensteinsalz? Ja, das habe ich auch irgendwo. Alles her bitte damit. Das Okay. ist, oh, geil. Sonst noch was? Irgendwie, keine Ahnung, Erste Hilfe, Rezepte oder Kochen oder sowas. Schildkröten-Schuppen. Das, glaube ich, habe So ich ein grünes nicht. Schild. Habe ich jetzt nicht gesehen, glaube ich. Oder Scorpid-Schuppen. Die würden helfen. Brauchst du 12er Taschen für, oder generell Taschen für die Bank? Nee. Hab Okay. ich alles, danke. Haben wir mittlerweile jemand, der 12er Taschen macht? Ja. Wir haben auch 14er Taschen. Da bleibt mir die Luft weg. Ich renne hier mit Zehnern rum und Inventar ist immer noch mein größtes Problem. Wen muss ich da anquaken und was braucht der von mir? Gold Goblin Also. Candy, aber ich weiß, ich glaube, da braucht man Runenstoff, glaube ich. Runenstoff, shit, okay, ja. alles Das kann klar. ich dir Ja, aber auch komm, mitgeben einfach. Dann kannst du es Gold Goblin geben. Ja, also da würde ich mich, also ja, doch. Dann können die mich Dann gib vielleicht mir die mal direkt mit. Ich lager die dann. Ja, bring die ich gleich bin in mit. Desolaces. Perfekt. Ich habe keine Rune mehr zum Porten. Ich Idiot. Geilo geil. Danke dir. Ein Pier. Oh mein Gott, 4 Skorpione auf einem Haufen. Geil. Das ist meine Layer, sag ich euch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Runenstoff er braucht, aber ich gebe dir einfach mal ein bisschen mit. Ja, das wäre nice. Ich mag das dann, weißt du, wenn ich ihm das geben kann und er dann muss dann nicht hasseln für irgendwie. Genau, ja, und also wenn irgendwas zu viel ist oder übrig, dann kann er das halt einfach behalten, dann kann er damit sonst was machen. Ja, ja. Als Bezahlung dann. Geil, vielen, vielen Dank. Du kriegst so die Bank auch leer, ne? Das ist ja wahrscheinlich Ja. der gleiche Hassel auf der anderen Seite, ne? Ja, ich bin echt froh, wenn... Also der Postfach ist halt voll und wenn ich das nicht rauslute, dann können die Leute halt nichts mehr Ja, schicken ja. und ich sehe das halt nicht. Aber ich guck mal, ob ihr irgendwas habt, was ich noch anziehen kann oder so. Weil ihr habt ja auch manchmal Weißt du, Klamotten und sowas, ne? Ja, also du hast keinen Oder Platz mehr, Waffen. Wer war oder? das nochmal mit den Gucken Taschen? wir mal. Entschuldigung. Tolkien? Gold Goblin. Goldgoblin. Ach, Goldgoblin, okay. Danke. Du kriegst aber gleich noch von mir leider noch mal was zurück. Okay. Mega. Okay, ich habe noch das hier. Okay, die Dreier behalte ich aber mal. Hast du das noch Platz? Perfekt. Platz. Sehr schön. Hallo.
Nagura, du bist auch froh, wenn ihr per Postfach traden könnt, ne? Auf Ja. Das Einzige, Das- was ich hoffe, dass nicht passiert, ist, also nicht, dass die Leute mich irgendwie, also mir eine Sache schicken, damit ich die dann wieder jemand anders schicke. Also das ist mich so ein bisschen Ja, okay, abused. das muss aber unterbunden werden. Das muss einfach ganz Okay, klare krass. Ansage, dass das nicht passiert, aber so, dass ihr Ja. verschiffen könnt, weil ich glaube, das ist echt ein Struggle. Du bist irgendwo und dann musst du mal schnell umloggen oder das nervt. Ja, das stimmt schon. Ja, und ich hoffe, dass ich wollte noch einen zweiten Bankchar machen, weil Maoki für die Nachtelfen hat einen zweiten. Und ich Ja. wollte das auch machen, aber ich will fragen, ob das wer anders auf seinen Account machen kann. Also sonst habe ich 2 Accounts, habe ich zwar mehr Platz, aber muss ich noch mehr umloggen. Ja. Wenn ich dann einen zweiten Aber suchen auch könnte, der ein da bisschen kann ich dir hilft. anbieten, wenn du irgendwas, auch jetzt gerade, wenn du irgendwas, wie soll ich sagen, rumschiffen willst, ne? So von A nach B oder so ein bisschen sortieren oder was auf deinen Hauptcharakter haben willst, sagst du mir Bescheid, weil ich habe genug Platz. Okay, ja, das wäre Ähm, super, ja. Weil hin und wieder, ich kann mir nicht mehr selber was schicken eigentlich, wenn ich irgendwie was Eben, möchte. genau, deswegen. Also habe ich Maoki, habe ich das auch schon angeboten, kann ich dir auch anbieten. Ja, das wäre nice, auf jeden Fall. Ach, dass du Transfer machst oder was? Genau. Ja, stimmt. Schönen Okay, ja, Tag danke fürs Geschäft. Dann lasse ich euch mal wieder. Ich habe zu danken. Danke. Aber bei Und- denen, Und bleib am Leben, guck noch gell? eben, ob du noch irgendwas hast, was ich brauche, welches ich schon mal hier habe. Ja, guck gern, auf jeden Fall. Was hast du für ein Level? 43. Krieger, oder? Entschuldigung, 46 Jäger. Ah, Jäger. 46 Jäger. Also gerne irgendwas mit hoher Beweglichkeit. Mhm. Und schwere Rüstung am liebsten. Leder geht aber auch, wenn es sein muss, oder? Ja, geht auch. Nee, aber da sehe ich nichts, wo ich sage, oh, da habe ich aber jetzt Bedarf für. Das würde mich Ja, ich stark sehe nach auch vorne gerade bringen. nichts in Postfach. Guck nochmal eben bei. Kommst du auf die Moki-Bank? Nein. Auf die Nachthälfte? Nee, ne? Nee. Nee, Nee. danke dir. Okay. Ja, kein Problem. Und nicht sterben. Gib mir Mühe. eBayer, 5 Sterne, gerne wieder. Okay, schönen Tag noch. Ciao, Ciao. Gleichfalls, ciao. So. Five, thank you so much again for the 31 months. Appreciate that. Thank you so much. Hey, Sirkin, how are you? Bank toons always make me feel like it's somehow illegal. I don't know why. Man, I honestly wish like the bank tunes. Like, I did not know how much work this is going to be. Honestly, it's not even that. Like, the one thing that bothers me the most is that it's so many items just stuck in the mailbox. Like, the fact that I have to always, like, because checking my inventory and checking my bank is not that bad. Like, that's fine. But going through these, like, millions of mails because I can't loot them, and then somebody asks for an item, and then I have to look at my inventory and at my bank, and I have to look through every single, like, message. It's just so much work. Crazy Wolf, thank you so much for sub. Dankeschön. Da, 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 da. Now can't you see me? I never understood the bank alt. If my main dies with all of my gold, that's the way I got intended. So this, okay, the reason why this bank alt exists is it's not for me. It's for the guild, and the reason why is because we're not allowed to use the mailbox.
Like, we can't send each other things in the mail. The reason why they did that is, number one, we are playing Guild Found, and they want to stop people receiving items from people that are not in Guild. So they kind of like just blocked the mailbox. And they also were thinking that it would be a good idea for people to meet in game and trade. You know, to kind of like promote the social aspect of the game, you know? Which I understand, but that would mean that a lot of items are being thrown away, right? Because if I loot something that is not good for me, but it could be good for a different class, it would take me forever to find somebody that needs it, then go and find them and trade it to them, you know? So they allowed bank alts. So now everyone is sending all of these items to the bank alt, and then people have to go and get it from the bank alt, which is not the end of the world if only Classic wasn't so difficult with like with the mailbox and stuff, and with the space that you have. Because now I have all of this stuff, and like, I don't know how to get it to people. Like, I have to constantly ask, do you need this? Do you need that? You know? And a lot of people also just like, because it's all new players, they don't really know which items are important and which are not. So they kind of like just send everything. You know, like there's a bunch of like crap that they're sending me that is just like not really needed. Also, I have to say that I am not experiencing Classic myself either, and I also don't know what's very important and what isn't, you know? Like some of these consumables, like these kind of like, I don't know, like these stones or whatever, I don't know if they're like super important or if they are only needed for like one recipe and I can throw them away. You know, like I don't really know that myself either. Is another issue. Hello, Calandra. Happy belated birthday. It was your birthday yesterday, right? How are you doing, Calandra? How was your birthday? Was it a chill day? Wenn du Item von 34 hast, in der letzten Reihe kannst du entweder wegschmeißen oder Dalu geben. Wenn du 34 hast. Du meinst dieses dunkle Eisenfragmente? Turned 40! Nice, congrats, Calandra. A friend of mine turned 40, I mean, a while ago, but I haven't seen him since yesterday. Like, yesterday was the first time I saw him again after his birthday, so I congratulated him to his 40th as well yesterday. Oh, no, for a second I thought I just got buff. Wann sind denn heute Buffs? Also heute gucken. Heute gibt's Buffs. Darf ich jetzt endlich das Spiel spielen, ist die Frage. Heute gibt's gar keine Buffs anscheinend. So, ich werde jetzt wieder umloggen. Fuck it. Robbie, danke für die 18 Monate. Thank you so much, Robbie. What's up, what's up? Ist ein bisschen kalt. Vielleicht gehe ich spazieren. Holy shit, Ice Badger. I just saw the things that I need to do the Olympics. That seems complicated. Okay, was machen wir denn? Oh, gucken, was Gucci viel Level hat und Ronja? 34, nice. Das ist ja richtig cool. Was denn back to Feather Moon? If you hörst, ist auf Cooldown. Oder Taverne. Wo ist denn Feather Moon? Boah, ich hab so viel Rested XP. Holy shit. Erstmal Speed leveln. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Na, wie geht's? Ich habe ganz viel Müll in meinem Inventar. Achso, mein Hochzeitsoutfit. Auf dann. Auf dann. Warte, welche Waffe ist jetzt besser eigentlich? Diese Hauklinge oder das Bezwingerschwert? Das klingt beides so dumm. Hauklinge oder Bezwingerschwert? Streitkolben ist auf jeden Fall ein Stick.
Warte, die... Ah, ich könnte die Kochquest noch fertig machen? Seid gegrüßt. Da geht's in eine Axt. Fuck it. Braucht niemand. Verkaufe ich. Die verkaufe ich auch. Hey Potato, what's up? Haukling. Aber das sind doch beides Schwerter, Yoshi. Zwingerschwert und Haukling sind beides Hier den Schwerter. Ehrenfreund. Oh, ich könnte echt eine Petri besorgen. Was brauche ich dafür nochmal? Boah, Petri wäre schon nice, wenn ich die hätte. Petri wäre echt nice. Head back to Naga Cave. Was? Nee, ich gehe nicht zum Naga Cave. 114. Wo ist denn Feather Moon? Ist das nicht in Feralas? In the High Wilderness. Habe ich nicht. Except the Sunken Temple. Habe ich das? Kann mir jemand sagen, wo Feather Moon ist? Ist das in Feralas? Ah ja, hier, Feather Moon. So ein Tempel. Gibt es das irgendwo anders auch noch? Shit. Ich glaube, ich fliege jetzt nicht dahin, einfach nur die Quest anzunehmen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Leite Tanaris. Und dann? Try to falling items from your Bangkok. So there's also gadgets dann. Leite Terramore. Wozu willst du haben? Ah, hier bin ich. Ja, hier bin ich. Wir kiffen Feder zu den... Ja, also ich muss Hinterland fliegen, genau. Nummer 2 Strategie freut es sich. Er farmt ohne Erde und bat für die Gilde Tankshalle zuerst. Jetzt beisteuern. Er farmt ohne Ende und... Ja, ja klar möchte ich Dalus Sachen geben. Ich weiß halt, ich weiß nicht, was er braucht für diese Petri-Flask da. Die Hilfe. Irgendwelche Fische wahrscheinlich, oder? Die kann ich noch nicht fischen. Mein Fischen-Ding ist nicht so hoch. Aber vielleicht skippe ich das erste Mal. Ja, ich glaube, ich skippe das erste Mal das mit der Petri. Das dauert viel zu lange, das zu fischen. Das hole ich mir erst, wenn... Ich mache das während dem Guild-Video. Oder wisst ihr, was ich mache? Ich fische einfach immer ein bisschen, wenn wir auf irgendwas warten oder so. Das gewöhne ich mir jetzt einfach an. Mein Fisch ist jetzt nicht mehr so niedrig. Ist schon niedrig. Aber nicht mehr so niedrig, dass ich, also ich kann überall so ein bisschen fischen, glaube ich. Jawohl. Mit 75, ja, ist schon trotzdem noch low. Ja, ich weiß. Ich muss gucken, wo ich überall fischen kann mit 75. Und das ein bisschen hochziehen. Und, oh mein Gott, ich habe meinen Kaffee wieder vergessen. Boah, jetzt der Kaffee ist aber echt kalt. Ich hole mir jetzt so einen anderen Holy Drink, irgendeinen zu probieren. Und dann mache ich kurz meinen Kaffee in die Mikrowelle. Und dann laufen wir eine Runde. Wir gehen eine Runde spazieren. Und dann gehe ich mal ins Discord, gucke, wer da alles rumhängt. Mir geht's jetzt echt besser. Aber gestern und abends konnte ich echt überhaupt gar nicht schlafen. Und, boah, das war viel. Oh, nein, eine kleine
58! Nein, Niklas! Fuck! Fuck! Fuck. Shit, was ist passiert? Fuck. Mann. Oh. Ach du Scheiße. Ach Mann. Ich war hier gerade schon. Ich habe hier alles geklärt. Was ist passiert? Ich spiele Ultra HC. Können wir machen. Okay, ich frage mal. Der ein Heiler parat. Fuck. Also er ist ein bisschen abgelenkt. Man merkt, er schreibt gerade mit irgendwem oder whispert mit irgendwem. Sterbe ich jetzt? Das war's. Das ist ein Rare. Fuck. Shit, es Das ist... ist ein Rare. Oh, shit, er hat aber nicht Also... Oh, jetzt verstehe ich das. Er hat hier vorher Mobs getötet. Weil ihn muss er töten für eine Quest. Und hat aber nicht gesehen, dass der Mob hier nicht ein normaler Mob ist, sondern ein Rare Elite. Er sieht es ja natürlich nicht. Also beim Namen sieht er es schon. Also den Namen Boomerang sieht er ja, dass das ein Named Mob ist. Aber hat es halt in dem Moment einfach nicht drauf geachtet, denke ich. Also klar, er sieht nicht, dass es ein Elite ist, aber also den Namen sieht er schon, dass das ein Rare... Aber hat er wahrscheinlich nicht drauf geachtet, weil die alles so gleich aussehen, die Mobs. Shit. Fuck, das ist schon echt scheiße, Mann. Oh Mann. Oh, der arme Niklas. Nein, vor allem er spielt Ultra, hat es bis 58 geschafft, ne? Das ist schon richtig krass. Boah, schade. Boah, das ist echt schade. Geht er wieder rein? Boah, ich weiß es nicht. Ich denke mal, er muss jetzt mal ein bisschen kurz darüber nachdenken. Also kurz mal alles ein bisschen verarbeiten. Ja, ist so kurz vor 60, ne? Das ist schon hart. Ultra HC ist ein Add-on. Also es gibt ein Add-on, das heißt Ultra HC und das spielst du quasi auf Hardcore-Servern, hast aber noch zusätzliche Einschränkungen. Du siehst zum Beispiel nicht deine HP. Du siehst nicht, du hast keine Minimap. Du siehst die HP deiner Gegner nicht. Du siehst auch deine Fähigkeiten nicht. Also du hast keine Action-Bar. Ja, sowas halt. Du siehst auch deine Gruppenmember nicht. Wenn du in der Gruppe bist, siehst du nicht, wie viel HP die haben und so. Ja, je weniger Leben du hast, umso dunkler wird der Bildschirm. Also der Bildschirm wird halt dunkel von der Seite, wenn du weniger HP hast. Also umso weniger HP du hast, siehst du auch dann weniger. Ist auch noch so ein zusätzliches Ding, was das auch ein bisschen schwerer macht. Hey Kevo, wie geht's? Boah, das ist echt scheiße. Ich habe auch
gerade gecheckt, dass ich noch gar keine Clips angeguckt habe. Können wir eben machen, bevor ich noch was zu trinken hole. Radlerauge ist auch gestorben, habe ich gesehen vorhin. Der war auch richtig hoch. 54 auch. Wie man es schafft, Warte. so lange zu überleben. Dass man noch off-Mount... Oh, shit. Wow, warte mal, was Oh passiert mein gerade? Gott. Oh, shit. Ah, er wird Oh, shit. zurückgeführt. Boah, das habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Normal wirst du immer weggeführt. Also, dass er wirklich gerade ins hier reingeführt Mount? wird. Boah, das Oh, ist ultra unlucky. Oh Boah, mein Gott. und jetzt sind hier überall Ads. Oh, fuck. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Das passiert. Er wird auch wieder geführt. Es passiert. Ich bin tot. Hat er denn irgendwas? Scheiße. Ich bin tot. Boah, hat auch kein Dummy und nix. Ich bin tot, Hilfe. Shit. Fuck. Das war's. Was ist da passiert? Ach Mann, shit. Mann, es sterben. Was? Oh shit, es sterben so viele High-Level auch wieder. Oh Mann. Spielen. Was ist hier passiert? Age of Leech, Alter. Ist das nicht Verlies? Sitzen und leveln. Nee. Wie stirbt denn Verlies? Level 42. Ach, sie haben keinen Healer. Schaffen, Bro. Ich werde beim Raid dabei sein. Wow, okay. Warum kriegt er denn so rein? Warte, ich bin echt verwirrt gerade. Er ist Level 42. Basel Threat ist irgendwie 26 oder so. Der haut ihn ja komplett aus dem Leben. Nee. Wie ne? Holy shit, der wird echt... Ich werde schaffen, Bro. Ich werde beim Raid dabei sein. Ja, aber rein zeitlich. Stell dich vor, du bist fertig und du stirbst davor nochmal. Da musst du vielleicht sogar kurz. Osman geht's? Oder ich mach Dummy? Ja, ja. Hau die mal kurz. Was heißt ja? Sorry, aber der Boss hat noch 20% Leben. Ein Ad ist zwar fast tot, aber das andere ist auch noch ultra high. Und du hast 1 HP. Und du hast keinen Heiler. Was heißt hier? Es geht. What the fuck? Scharfer Dank für die 2 Monate. Weg. Tja, wir müssen rennen, Bro. Wir müssen rennen. Boah, jetzt ist die Entscheidung vielleicht doch ein bisschen spät gefallen. Okay, so auch nicht. Das auch nicht. Den einen können wir vielleicht noch weghauen. Nee, Links lass ist Respawn. Respawn. Digga, okay, wir müssen fighten. Ich glaube, dann 4 die. Shit. Bruder, nein. Ich bin dann. Was laberst du? Ich bin dann, Bruder. Das ist die Kerle, Lauf. Alter. Was? Shit. Warte, ich log ganz kurz aus. Dann gucke ich mir noch die restlichen Videos an und dann hole ich mir was zu trinken eben. Ich gucke mir nicht alle an. Ich gucke mir den Rest an, wenn ich esse später. Spätestens 3:30, okay. 58. Also, jetzt muss ich durchziehen. Oh, Origin ist gestorben. Das macht keinen Sinn abbrechen. Du Aber dann Scheiße. hätte ich wenigstens hier noch was abgeben können. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo was abzugeben. Ich weiß nicht mehr. Immun? Was abzugeben im Brachland? Ja, ist untot, oder? Du Scheiße. Ja, vielleicht auch nicht. Gut, dann ist jetzt Zeit für Unterhaltungen. Fabi, Ach du erzähl mir Scheiße. was aus deinem Leben. Ach du Scheiße. Ich sterbe. Okay, das ist sehr interessant, Fabi. Shit. Was ist mit dem Mann? Warte mal, warum resetten die nicht? Haut er die zurück? Hittet er sie? Warum resetten die nicht? Fabi, Ach du erzähl mir Scheiße. was aus deinem Leben. Mal kurz gucken, warte mal. Das macht keinen Sinn abbrechen. Ach du Aber dann Scheiße. hätte ich wenigstens hier noch was abgeben können. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo was abzugeben. Okay,
Okay, hier hittet er gerade nicht. Okay, R4. Immun? Immun resettet Leash, glaube ich nicht. Ach du Scheiße. Naja, vielleicht Oder schon? Ich weiß. Wird denn es jetzt Zeit für Unterhaltungen? Fabi, Ach du erzähl mir Scheiße. was aus deinem Leben. Ach du Okay, Scheiße. jetzt wurde der Release resettet, Sterbe. weil der Mob halt ihn haut. Fuck. Okay. Okay, jetzt wird der Release resettet. Das ist aber nur noch ein Mob. Oder? Ja, ist nur noch ein Mob. Was mit dem Mann? Interessant, das ist... Ich bin tot. Okay, zum Schluss hat er nur noch einen, hat jetzt diesen anderen Playcount hier auch gepullt. Den einen hat er vielleicht überleben können. Irgendwie, ich weiß es nicht. Die lassen mich einfach alle alleine. Fabi ist wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich, Ich bin gestorben. Ich kann nicht mehr. Nein. Das war's. Nein! Das war's. Ich kann nicht mehr. Ich hätte leider für Loon ziehen sollen. Warum sind... Achso, hat der Loon, aber hat halt Healthpot genommen wahrscheinlich. Shit. Shit. Oh, den Tod habe ich gesehen. Oh Mann, er ist aber, glaube ich, 60 gestorben. Oh, das habe ich gesehen. Das war echt bitter. Oh, das war wirklich bitter. Oh Mann. Das hat sich ausgeschlaucht. Boah, das war echt scheiße. Wir haben ein Problem. Das war echt scheiße, Mann. Boah. Ich glaube, hier war das Problem halt echt einfach nur, dass er macht halt diese Low-Level-Mobs. Ne? Also er ist Level 60. Die Mobs hier sind 40, ne? Also die können ja eigentlich gar nichts. Aber weil er halt so viele Mobs pullt und irgendwie so ein bisschen... Und der hat schon ganz, ganz lange gefarmt, glaube ich. Das farmte diese Schläuche. Und ich glaube, er hat halt nicht so wirklich auf seine HP auch geachtet vielleicht, weil er einfach schon lange da ist. Boah, ist schon scheiße. Er hat halt relativ viele Dinge, die er machen könnte, theoretisch, um zu überleben, aber er ist halt einfach so, glaube ich, in the zone oder halt so, hat wirklich nicht geguckt. Und er guckt halt irgendwie erst, wenn er dann unter 10% schon ist und dann ist schwierig. Also wenn du erst verstehst, dass du in einer Gefahrensituation bist, wenn du unter 10% Leben bist, dann, boah, so schnell kann man einfach nicht mehr reagieren. Wisst ihr, was ich meine? Weil er hat schon Dummy und alles, ne? Also kann natürlich... Also er überlebt das auf jeden Fall, wenn er eins von den Dingen drückt, die mal helfen würden. Aber der checkt es halt einfach nicht. Ich glaube, er merkt halt erst in dieser Situation gerade, dass er Low HP hat. Ja, also jetzt, wo er es sagt, checkt er, dass er low ist. Und jetzt hat er aber schon 6% HP. Und jetzt ist er total Panic-Mode, wenn du 6% HP hast und dann checkst, dass du Low HP hast. Er hat so viele Sachen, die er machen kann und klickt dann genau das eine Ding, was ihm nicht hilft. Ich glaube, er klickt diese Bombe hier, die ein bisschen Self-Damage macht sogar. Also ich glaube, er hat sich mit dieser Bombe, hat er sich getötet sogar, selber getötet. Die Bombe macht 650 Damage an ihm und tötet ihn. Also halt einfach so ein Ding, er hatte halt... Die anderen sind auch alle tot, die Mobs, ne? Also die Mobs tötet er auch damit, aber er tötet sich halt auch selber damit. Und er hat halt einfach nicht mehr, also in dem Moment einfach nicht nachgedacht halt, weil wenn du es erst so spät merkst, ist es schwierig. Er wollte die Bombe nicht klicken. Ja gut, also generell, also sonst wäre er auch gestorben. Sonst hätte er Demo Shark geklickt, wäre er auch gestorben. Das Einzige, was er halt klicken könnte, wäre halt 4 vielleicht, was hier in der Nähe ist von der Maus. Weil da, wo die Maus hat, da ist ja auch kein Button, der ihn saved, oder? 4 wahrscheinlich. 4 würde ihn safen. Aber hier, sonst in dem Bereich, ist ja irgendwie nichts. Ah ja, also wie gesagt, er hat ja 100 Millionen Dinge, die er klicken kann. Aber weil es eben so spät merkt. Also ich verstehe das voll, dass man da nicht gut reagieren kann, wenn du einfach so spät checkst, dass du irgendwie low bist.
Hey, Legion Death, danke für die 19 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, das freut mich echt. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis jetzt. So. Irgendwelche Close Calls, die gucke ich mir dann später an. Erinnert mich dran. Okay, dann hole ich mir kurz was zu trinken und mache diesen Kaffee hier in die Mikrowelle und dann wird hier mal angefangen zu zocken. Ich bin schon seit 2,5 Stunden live und habe noch keine Minute auf meinem Main gespielt hier. Es schneit gerade hier, by the way. Als ich in Köln war, hat es geschneit. Ich war gestern Skifahren. Gestern war so schönes Wetter. Habt ihr auf meinem Instagram gesehen? Ich habe auf Instagram ganz, ganz viele Stories geschickt. Boah, ist das so schön aus. Es war echt richtig schön. Und dann war auch so Nebel, also Hochnebel im Tal. Und du hast von oben runter auf den Nebel gesehen. Das war echt richtig cool. Hier ist ein Foto vom Bier. Wie cool das war. Ich kann euch auch das Tal zeigen. Das sah so aus. Seht ihr die Wolken im Tal? Also so eine Wolkendecke, die halt im Tal unten war. Und dann hast du drüber die Berge gesehen und drunter diese Wolkendecke. Das war echt richtig schön. Und der Schnee war auch richtig gut. Also richtig gute Schneequalität auf den Pisten zum Skifahren. Das war echt, hatten wir lange nicht mehr. Also gestern ging echt richtig gut, muss ich sagen. Es waren auch nicht so viele Leute. Ja, dann irgendwann ab 11 oder so waren dann schon viele Leute. Aber vorher ging es echt den Leuten. So, warte mal, ich habe eine E-Mail. Nee, warte, ich gehe mal. Ich komme gleich wieder.
So. Okay, geht los. Jetzt wird hier, jetzt machen wir 10.000 Schritte. Okay, 10.000 vielleicht nicht, ich weiß noch nicht. 8.000 reicht. 8.000 Schritte und wir töten 8.000 Mobs. Katja ist aber echt gut. Katjas Joghurt-Gums, die ganz normalen, die sind echt lecker. Ich liebe die. Also ich habe in Köln 1 Kilo zugenommen, ja. Boah, ich habe echt auch viel gegessen. Ich habe echt viel gegessen. Ist aber auch lecker. Boah, der Döner, der hatte was. Das war ein guter Döner. Der war echt gut. Also Lukas Podolski, wenn du gerade zuguckst, ich würde schon ein bisschen Werbung machen über den Laden, ne? Ruf mich an. Ich muss auch generell gucken, wie ich jetzt mache mit meiner Agentur und so, weil ich bin ja in einer Agentur, wie ungefähr jeder Streamer halt ist. Aber ich bin in einer amerikanischen Agentur. Und jetzt bekommen die ganze Zeit so Anfragen, so deutsche Anfragen für mich. Aber die verstehen ja kein Deutsch. Und jetzt müssen die irgendwie die müssen das irgendwie verhandeln und so. Und die haben mir auch schon geschrieben, was ich dann jetzt vorhabe, weil wenn ich mehr deutschen Content machen will, dann raten sie mir halt eine andere Agentur zu suchen. Und sie können mir halt auch dabei helfen, weil das Problem ist halt, alle Anfragen, die sie bekommen als Agentur, sind halt für englische Content Creator gedacht. Und dann können sie mich auch gar nicht vorschlagen. Ist halt das Problem, ne? Wenn... Das ist schon ein bisschen blöd. Wenn die dann irgendein cooles Angebot bekommen, für irgendein cooles Game oder so, dann können sie nicht sagen, hier, ich habe diese deutsche Streamerin. So, dann denken die auch erstmal, what the fuck, was Deutsch, hä? Schick Asta, um das mit denen zu verhandeln hier. Hast du sich hier abgeben? Gar nichts anscheinend. Rhapsody Calendar Cocktail. Hä, was? Ich hab die Quest nicht. Was ist das hier für eine Lüge? Boah, lass mich mal Discord joinen. Let's see. Was ist morgen für ein Tag eigentlich? Ah ja. Let's see. I need to watch me. I wanna be. Kein Freitag ist morgen. Das war ein kleiner Freitag. Ja, nice. Also, Rhapsody Calendar Cocktail. Kenne ich nicht, weiß ich nicht, was es ist. Egal, weg damit. Warum habe ich das nicht? Ist das irgendeine Folgekost von irgendwas? Weiß ich nicht. Man Rested XP, wenn man das nicht von Anfang an benutzt, das ist schon ein bisschen Abfuck. Teilweise hast du irgendwelche Quests, die du halt haben solltest von früher noch, aber wenn du das dann halt nicht gemacht hast, dann hast du es nicht. Und Link, Dankeschön für den Prime. Vielen, vielen Dank. Wie geht's? Devil's Wears Prada. Oh yeah, I did watch that movie, The Devil Wears Prada. Yeah. Say Geronimo. Say Geronimo.
Egal, ich sag Chef einfach, Nagura hat gesagt, ich darf Freitag frei nehmen. Ja, mach mal. Du hattest auf jeden Fall den Weg nicht hochgefunden beim letzten Mal. Hast du ja, das kann sein. Man soll das kurz googeln. Rhapsody Calendar Cocktail. Ich google das. Rhapsody Calendar Cocktail. Ja, es klingt schon mal, als hätte man das irgendwie von Tanaris rüberholen sollen oder so. Kalimdor Cocktail. Start Rhapsody Shindiger. In Search of the... Ach so. Das ist die Quest In Search of the Temple. Das muss in den Feralas annehmen. Ja, das ist ganz da drüben, oder? Hier, der versunkene Tempel. Nee, doch nicht. Warte mal, doch nicht. In Stormwind wants to search for a temple in a Talakat. Das ist eine Stormwind-Quest. Mhm. Ich sehe das jetzt hier auch nicht. Ah, hier. So ein Tempel. Shit. Ja, gut, das mache ich das ein anderes Mal. Egal. Ah, ich brauche diese Halsketten. Da brauche ich noch eine von. Ich brauche noch 2 Federn und 2 Halsketten. So wie das nächste der deutschen Wirtschaft. Geronimo. Ich dachte mir so, weil ich gestern Skifahren war und es so gut ging und es so cool war, dachte ich mir, vielleicht mache ich ja nächste Woche mal so einen halben Tag Real-Life-Stream. Ich muss ja eigentlich so viel WoW streamen, weil ich ja auch mal Level 60 werden muss hier. Aber wir haben ja 3 Wochen Zeit, um das alles irgendwie hinzukriegen und das geht ja. Dann dachte ich mir, vielleicht können wir mal so einen kleinen Real-Life, so einen halbtags Real-Life-Stream einbauen, wo wir entweder so rodeln gehen oder Skifahren oder Skitour oder einfach nur, keine Ahnung, irgendwie sowas. Stream von der Piste. Ja, ja, meine ich ja. Vielleicht nur so einen halben Tag, weil irgendwann ist es auch langweilig. Wir müssen morgens 3 Stunden Skifahren und dann nach Hause WoW zocken. Wäre doch ein guter Tag, oder? Boopity, danke für die 56 Monate. Thank you so much, Boopity. Thank you so much, Boopity. Happy Wednesday to you as well. Snow in Colorado, nice. It's snowing right now, actually. We had very little snow for a long time. And then over the weekend, it started snowing. And then I went skiing yesterday, and it was really nice. And today it's snowing a little bit again as well. Ich bräuchte eigentlich so Federn, aber ich weiß gar nicht, wo die... Also, die sind am Boden, riesengroß, aber ich sehe keine mehr. Und ich brauche ein paar Eier. Rieseneier. Ich brauche 3 Rieseneier. Arms around me. Captain Strohhut. Wir brauchen Eier, Leute. Wir brauchen Eier. Die Trolle sind alle tot, leider. Arms around me. Ich würde schon gern heute auch wieder einen Dungeon machen. Ich würde heute gern, was mache ich denn in meinem Level hier? Maraudon würde ich doch mal machen. Zul'Farrak eher... Ja doch, Zul könnte ich eigentlich auch noch mal machen, oder? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber, also Maraudon auf jeden Fall. Maraudon würde ich echt gern. Ah, hier ist eine Feder.
Weil ich brauche ja auch den Ring vom letzten Boss, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der für mich auch Best Start ist. Muss ich auch nochmal nachgucken. Also stimmt, der ist ja... Ja, später soll ich ja theoretisch heilen. Ich glaube, ich brauche den vielleicht auch nicht mal als Parler, weil ich ja Hit-Rating habe durch die Talente. Ja, ich weiß schon, dass Hit wertvoll ist, aber ich habe ja echt Hit-Talente. Warte. Ja, ich habe ja 3% Hit durch meine Talente. Ich weiß dann nicht, ob das irgendwie der Ring noch sinnvoll ist oder nicht. Aber vielleicht schon. Nee, es reicht natürlich nicht. Nur 3% ist nicht gut genug, natürlich. I go out by myself. Okay, ich habe alle Federn. Dann brauche ich noch eine Trollkette und 2 Riesneier. Holy shit. Wenn ich critte, dann geht's, dann mache ich schon Damage. Ja, dieser Streitkolben ist echt gut, den ich da gelootet habe in den 2% Crit. Das ist schon richtig nice. Okay, ich brauche noch eine. Nee, ich brauche gar keine mehr. Ich habe ja schon 5. Jetzt brauche ich nur noch Riesen. Aber die farm ich dann auf dem Weg so ein bisschen. Außer ich gehe nochmal zurück. Macht das Sinn? Nee. Was ist noch der Rest der Gang? Ja, ich war ein bisschen langsam jetzt, weil ich war ja auf der LAN und da habe ich jetzt nicht so viel gelevelt. Deswegen bin ich jetzt, also ich bin gleich 50. Gleich, aber bald mal 50. Und Jen weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was für ein Level Jen hat. Die müsste halt auch in meinem Level ungefähr sein. Vielleicht so 48? By the way, ich habe diesen Holy-Ding jetzt probiert. Ich probiere jetzt... Boah, das ist ein bisschen zu viel. Boah, das ist ein bisschen süß. Holy shit, okay. Ich muss da noch ein bisschen Wasser reinmachen. Ich probiere gerade das ist Hydration White Peach. Ich liebe normalerweise weißer Pfirsich. Der Geschmack ist schon gut, aber es ist ein bisschen sehr viel zu süß für mich. Ich muss da viel mehr Wasser reinmachen. Stiffmeister, danke für den Prime, dankeschön. White Peach klingt schon süß, ja, White Peach generell immer so ein bisschen süß. Ich liebe auch White Peach, kennt ihr die Bubble Teas? White Peach ist echt, ist richtig lecker. Oh ja, ich muss da ein bisschen Wasser dazu machen. Ich habe sonst schon ein bisschen mehr Wasser reingemacht. Aber noch ein bisschen mehr. Wie geht's? Ich bin ganz Ohr. Dankeschön, Stiftmeister. Hoffe, dir geht's gut. Vielen Dank. Seid auf der Hut. White Peach ist gut, musst nur mehr Wasser nehmen. Da reicht so ein Löffel von denen auf 500 Meter. Ja, das nächste Mal nehme ich weniger Pulver, statt einfach mehr Wasser reinzumachen. Ja, das ist eine gute Idee. Weil ich hatte schon... Was habe ich noch probiert? Black Tea und Peach. Das hatte ich probiert. Also dieser Eistee. Der war lecker, der wäre mir auch ein bisschen zu süß. Aber da musste ich nur... Also da habe ich nur ein bisschen mehr Wasser reingemacht und dann ging's. Ich glaube, da habe ich da auf ein... Also auf 5... Was man normalerweise auf 500 Milliliter macht, habe ich dann irgendwie auf 600 gemacht. Und es ging dann schon, es war dann schon lecker. Aber dem muss ich irgendwie doppelt so viel Wasser reinmachen wahrscheinlich. Black Tea und Brombeere ist geil. Das muss ich auch probieren. Ich weiß nicht, ob ihr das habt. Ich glaube schon. Sie haben mich so diese Tester geschickt, wo halt alles ein bisschen drin ist. So. Und hallo, Mike, wie geht's? Das ist 49, okay. Boah, dann überhole ich heute Jen. Haha, Leute. Redet mit mir. Denkst du, ich überhole Jen? Hickory Sludges und Jade Oozes. Okay, machen wir das noch?
So, kurz zu Ronja und Gucci. Mal gucken, wie es denen so geht. Ich mache hier zuerst noch ein bisschen Wasser ran, sonst kann ich das trinken. Okay, ja. Jetzt finde ich es gut. Okay, also der Black Tea Peach ist immer noch besser als der. Aber ist auch lecker. Das sind eh zwei andere Dinge. Also eins ist der Iced Tea und das ist irgendwie Hydration. Brauche ich, weil gestern habe ich echt wenig getrunken. Wenn ich Skifahren gehe, dann trinke ich immer so wenig. Macht irgendwie auch Sinn, weil wie sollst du auch während dem Skifahren trinken irgendwie? Kannst du nicht irgendwie eine Wasserflasche mitnehmen? Gefriert ja alles. Gestern war es echt kalt. Muss ich sagen, gestern war es wirklich kalt. Bierhelm. Bierhelm, stimmt. Bier erfriert nicht so schnell. Ich habe Brökis Glatze gesehen. Bröki hat es halt damit 60 geschaut. Ich bin echt stolz auf Bröki. Das hat er aber echt gut gemacht. Holy shit. Und eigentlich müsste sich Hendo jetzt auch eine Glatze machen, ne? Theoretisch. Boah, das ist aber echt cool, dass er das geschafft hat. Das ist schon richtig nice. Er meinte, er macht sich morgen eine Glatze. Ja, nice. Ehrenmann. Ja, perfekt. Ja, dann ist ja alles gut. Machst du schon? Hallo. 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 Na? 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 Wie geht's? Wie steht's? Mir geht's gut. Ja, also, ja. Ich habe nicht so gut geschlafen, aber sonst gut, ja. Oh. Und euch? Ja, gut, so weit, so gut. Ihr habt voll aufgeholt. Ja, ich habe gesehen, Ronja. Gibt's Updates? Ist es wieder besser? Was ist denn passiert, wenn du drüber reden willst? Ja, alles gut. Kurzfassung, meine Katzen haben manchmal das Problem, beziehungsweise meine eine, dass die manchmal Plastik frisst. Und deswegen haben wir in der Wohnung alles, was so Weichplastik ist, weggeschmissen oder vernichtet oder alles Mögliche mitgemacht. Aber jetzt haben die auf einmal an der Matte, da wo sie ihr Essen immer drauf bekommen, so ein Stück rausgebissen. Und deswegen sind wir halt gleich zur Tierklinik mit und so. Das annehmen, ne? Mhm. Und dann musste bei Happy auch eine Endoskopie gemacht werden und so. Mhm. Und jetzt hat er aber nicht mehr gefressen, weil wohl doch noch was drin ist. Und jetzt muss das heute vielleicht wiederholt werden. Und Bubbles frisst gerade nicht, weil Happy nicht da ist. Oh. Und ist auch gerade so ein bisschen so, deswegen ist gerade alles so, ja, ein bisschen chaotisch, aber es wird, glaube ich, langsam. Die armen Mäuse. Ja. Ach, Mann. Ich hoffe, ihnen geht's gleich wieder besser dann. Ja, ich hoffe auch. Ich denke aber, das geht, also so wie die am Telefon auch geklungen haben und so. Und auch Bubble zum Beispiel trinkt auch gerade viel. Okay, na immerhin. Genau. Ja. Viel trinken ist bei Katzen nicht immer gut, ne? Ja, voll. Die haben sonst auch immer Probleme mit Trinken, oder? Katzen generell trinken immer zu wenig. Komplett. Wir müssen es immer ins Futter reinpacken, damit er überhaupt trinkt. Ja. Aber ja. Aber WoW ist auch gerade eine gute Ablenkung, weil man halt gerade nichts machen kann, außer warten. Ja, stimmt. Bis sie sich melden. Und in WoW vergeht die Zeit, ja. Ja, richtig. Deswegen. Ist das schon 36, oder? Was meinst du, Gucci? Wir sind 34 gleich, ja. 34, nice. Ja, 2 Tage jetzt Pause gehabt. Ach, 2 Tage Pause, ja nice, brauchst du auch mal.
Ich war auf der LAN, da habe ich auch nicht Welches so Level viel bist du? gemacht. Ich bin jetzt 49. Bald 50, aber ich habe jetzt auch nicht so schnell gemacht in letzter Zeit. Sind wir rumgefahren und so. Aber war nice, die Auch Leute mal zu gut. treffen und so. Das ist doch schon. Ich habe Jonesy getroffen. Voll cool. Ja. So ein Lieber. Hätte man auch nicht gedacht, dass man sich so schnell so live sieht. Ja. Ne? Ja. Es gibt Leute, die kenne ich von der englischen Streamer-Community schon so lange, die habe ich noch nie gesehen. Und dann bin ich hier Krass, einen und Monat dann- und treffe die Leute direkt. Das ist Tja, schon was krass. sagt das aus? Findest du die deutsche Community doch... Oh, ich habe auch. Schön. Es gab so ein kleines Drama, deswegen konnte ich heute auch nicht so gut schlafen, weil gestern irgendwie die Leute. Also meine englische Community, die ist echt super, super nett, muss ich sagen. Und Ja. die haben das alles total verstanden, dass ich jetzt die deutschen Streams hier mache. Aber gestern kam halt irgendwie einer ins Discord, der auch irgendwie das erste Mal gejoint ist oder so. Es war irgendwie so ein Ragebait oder Troll, keine Ahnung. Und der hat halt irgendwie so reingeschrieben, boah, Nagura, wann gibt's eigentlich ein Update? Jetzt ist irgendwie alles deutsch, also auf deinen Social Media und überall. Und es klingt so, also es sieht so aus, als würdest du halt die englischen Viewers irgendwie hinhalten, nur damit die halt nicht unsubscriben, obwohl du ja jetzt schon weißt, dass du nur noch Deutsch streamen wirst. Und was denkt sich die deutsche Community, wenn du die englische Community einfach so fallen lässt? Und dann lässt du die Deutschen bestimmt auch fallen, sobald wieder ein andere Ding irgendwie um die Ecke kommt oder so. Und der war total, boah. Ist Das ist wirklich Ragebait, ja. Ja, ich glaube, das war echt so ein bisschen Ragebait, ja. Und es wird wieder mal auf das Geld, dass es wieder heißt, ja, damit du die Subs nicht verlierst. Hä? Ja, dachte Du ich hast so, what? Und du hast so oft schon im Stream darüber geredet, wie sehr du strugglest. Das heißt ja nicht hinhalten. Ich meine, du würdest dir wahrscheinlich gerne wünschen, dass du eine Lösung hast. So. Ja. Ist das dumm. Oh, aber dann haben auch einige andere Leute geschrieben, haben mich natürlich schon verteidigt und so, aber einige haben halt auch geschrieben, ja, sie fühlen halt auch, also sie würden auch gern irgendwie ein Update haben, also sie verstehen halt, dass, weil es geht halt echt schon lange und sie würden halt gern was wissen, aber sie verstehen auch, dass ich mich nicht entscheiden kann, dass es halt schwierig ist und so. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt und dann konnte ich nicht schlafen und dann dachte ich mir, morgen mache ich ein Video. Und jetzt habe ich so ein Video aufgenommen heute. Aber ich bin relativ froh, dass ich das jetzt einfach gemacht habe. Und ich habe es noch nicht gepostet oder nichts, aber ist da deine Entscheidung drin, oder? Ja. Okay. Ja, und ich finde das so ein bisschen, es klingt irgendwie so, als würde das jetzt irgendwie so eine richtig krasse Entscheidung. Ist es ja irgendwie schon, aber muss ja nicht für immer sein. Ne? Also irgendwie so eine Entscheidung, die man jetzt trifft. Ja. Das mache ich halt jetzt mal nur, damit die Leute ein bisschen Infos haben und wie ich mich so fühle und so. Finde ich gut. Aber ja. Ist ja auch so ein bisschen wie von der Seele reden auch, ne? Wenn du dann ein bisschen geordneter darüber reden kannst und nicht, weil du gerade in Anführungsstrichen gezwungen bist, weil das Thema gerade aufkommt, sondern weil du dich jetzt entscheidest, darüber zu reden. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, und ich muss sagen, weil ich gestern so ein bisschen, also kennt ihr das, wenn ihr so ein unangenehmes Thema habt, wo ihr irgendwie eine Entscheidung treffen müsst oder irgendwas? Und dann zieht das halt so ein bisschen ran und denkt sich, das mache ich morgen oder übermorgen oder keine Ahnung. Darüber denke ich dann später mal nach. Aber das ist ganz normal, das machen die meisten. Ja, voll. Und dann dachte ich mir, ist okay, jetzt mache ich das halt eben, damit die Leute halt Bescheid wissen. So ein bisschen, also wenigstens mal wissen, wie ich denke und ja. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, der eine fand ich trotzdem sehr übertrieben und sehr Ragebait, weil wieder irgendwas aus dem Kontext gezogen wurde. Dass Leute schreiben, ey, wir würden echt gerne Info langsam haben. Das checke ich, das ist ja auch normal, das ist ja auch, ne? Aber der Typ, das ist ja komplett frech gewesen. Ja. Erst recht diese Behauptungen immer aufzustellen, finde ich immer, also, ja. Ja, der meinte auch, jetzt sieht man endlich die wahre Seite von Nagura halt und dass ja alles nur um Geld geht und um Zahlen und keine Ahnung. Oh mein Gott. Das ist total übertrieben. Alter, ist das krass. Und nochmal dazu mit Zahlen. Ja, Surprise, Leute, das ist unser Job. Natürlich denken wir auch darüber nach, dass wir
unsere Zahlen irgendwie halten, beziehungsweise ob das dann smart ist oder nicht. Das ist als würdest du zu jemand anderen Selbstständigen sagen, boah, du machst dir aber viele Gedanken, ob du jetzt das machen kannst und dann vielleicht Kunden verlierst oder so, ohne euch jetzt als Kunden zu bezeichnen. Aber das ist ein normaler, selbstständiger Gedanke, um zu gucken, ist das überhaupt vielleicht auch smart? Das ist ganz normal. Ja. Also, ja, nee, chillt eben. mal, Leute. Und das habe ich halt auch so erwähnt im Video, weil also zu sagen, dass das jetzt irgendwie nix mich gar nicht beeinflusst, ist natürlich auch, das stimmt natürlich auch nicht. Aber dass es nur das Einzige wäre daran, ist halt auch einfach nur übertrieben. Und ich dachte mir dann so, es gibt bestimmt viele Leute, die dann negativ darunter schreiben werden unter dem Video. Aber ich dachte dann, okay, das ist halt scheiße, wenn die Leute so negativ sind, aber es wird mich wahrscheinlich weniger traurig machen, als die ganzen netten Kommentare von den englischen Viewern, die halt echt wirklich von meiner Community sind und die dann schreiben, hey, ich finde das voll, also ich verstehe zwar kein Deutsch und kann das nicht mehr verfolgen, aber ich möchte, dass du das machst, was dich glücklich macht und so. Und wenn ich das dann lesen werde, also diese ganzen netten Kommentare, das macht mich dann super traurig, bestimmt. Viel trauriger als die negativen. Oh, das kann ich verstehen. Das ist halt so eine Mischung aus positiv und irgendwie, weiß ich nicht, ne? Ja. Aber ich finde es richtig stark, dass du dich dazu entschieden hast mit dem Video und so, weil ich kenne das zu gut, wenn man das dann so, ja, immer mehr abwartet wegen der Entscheidung. Ist doch ganz strong, dass du jetzt sagst, okay, jetzt reicht's, jetzt muss ich langsam. Ja. Also finde ich super strong. Du machst schon alles richtig. Ja. Oh, danke. Oh, Gucci, einfach der Netteste. Bei uns hat es auch geschneit, als ich in Köln war. Und jetzt bin ich zurückgekommen und war alles voll Schnee. Gestern war ich auch Skifahren, das war richtig cool. Was? Ja. Bei dir immer Ja, Urlaub, mir wurde schon gesagt, du hast gestern Bier getrunken. Ja, ich hatte ein Bier. Und nee, warte mal, das war nicht mal mein Bier, das war... Ich habe einen Tee mit Wein bestellt. Und das sieht halt nicht so gut aus am Foto, deswegen habe ich ein Foto vom Bier von David gemacht. Also war Davids Bier. Wie cool ist das denn? Also weil, andere so, oder? pack den Alkohol weg, das kommt nicht so gut. Und dann nur so, gib mir mal dein Bier, das kommt besser auf dem Foto. Aber es stimmt echt, bei Skifahren, ein Bierfoto ist einfach viel schöner als ein Tee. Alles fake auf Instagram halt. Ja, was soll man sagen, ne? Oh, Surprise! Oh, pass bloß auf, Nagura, nicht, dass dann gleich jemand wieder auf Discord schreibt und sagt, oha, die zeigt ihr wahres Gesicht. Die trinkt kein Alles Bier, sie ist eine Teetrinkerin. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh, ich kann nicht mehr. Aber ich denke, dann wirst du heute Nacht auf jeden Fall ein bisschen hoffentlich besser schlafen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Jetzt so, dass so ein bisschen, wenn ich das alles auch mal ausgesprochen habe und im Video dann alles so ein bisschen. Ja. Ich glaube, das hilft auch auf jeden Fall mal. Ja. Oh. Weißt du schon, wann du es hochlädst? Ich glaube morgen. Morgen. Ja. Also gar nicht mehr heute, ne? Vielleicht auch, je nachdem, also mein Editierer guckt sich das nochmal an. Ich glaube, man muss da nicht viel editieren, weil ich habe ja einfach nur geredet. Aber vielleicht einfach nur noch immer, dass sich ein zweiter Mensch das anguckt. Vielleicht sage ich irgendwie was ganz Komisches oder keine Ahnung, kommt irgendwas komisch rüber. Dass er mir das vielleicht noch sagt und das dann was den Intro und Outro und sowas. Und wenn er das dann anguckt, dann vielleicht mache ich es noch heute, wenn er noch da ist. Aber er ist aus Australien. Deswegen. Ah, Zeitverschiebung. Ja. Ja, und zu spät will man natürlich auch nicht. Warte mal ganz kurz. Ich habe so eine Escort-Quest. Kennt ihr diese Quest, wo man der Item lootet? Diese 3 verschiedenen, die man abgibt? Also man lootet das ist eine Drop-Quest. Eine gibt es in Tanaris, eine in Hinterland und so weiter. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß es auch gerade tatsächlich nicht. Okay, Chat, könnt ihr mir kurz helfen? Ich eskortiere jetzt einen Dude. Ist da irgendwas Gefährliches oder ist okay? Ach, meinst du diese Hühnerquest? Die ist riskant. Also, echt jetzt? Wird hart? Oh Gott. Okay, dann mache ich das nicht. 3- und 3er-Gruppen? Okay, dann mache ich das nicht. Die hatten wir doch schon mal gemacht, eine davon. Ja, stimmt, wir haben die eine in Feralas gemacht, genau. Genau, so eine ist es.
Okay, dann mache ich sie nicht. Ich bin die ganze Zeit schon wieder gemutet. Ich habe. Hatten wir. War das diese eine Escort-Quest, die wir zu 5 gemacht hatten? Den einen Teil davon? Ja, genau, da waren wir zu 5, ja. Ja, ne? Oh, okay. Ja, manche Escorts sind ganz einfach und manche sind dann so. Ja, manchmal läuft er dann irgendwie 10 Meter und ist vorbei. Nutzt du eigentlich Rested XP gerade, Nagura? Ja. Oder gar nicht? Ja, okay. Rested. Ja, wir folgen auch gerade komplett Rested. Ja, ist echt schnell. Für mich ist ein bisschen blöd, weil ich das halt am Anfang nicht gemacht habe und jetzt manchmal fehlen wieder ein paar Schritte raus. Das ist halt immer das Problem dann. Ja. So Pre-Quests und sowas. Ja, genau. Tatsächlich dadurch hat der uns ein bisschen andere Quests da vorgeschlagen, die wir vorher zum Beispiel nicht gemacht haben, was dann wieder ganz cool so war, wenn man nochmal von vorne anfangen muss. Ja, das ist auch auf jeden Fall cool. Andere. Ja. Ja. Das stimmt. Voll. Die müssen wir gar nicht, glaube ich, oder? Oder habe ich da eine nicht? Nee, die müssen wir nicht. Achso, okay, gut. Du hattest gestern ja auch frei gemacht, Nagura, ne? Genau, ja. Ah, okay. Also heute dann wieder entspannt reingucken, was so geht. Genau. Sehr gut. Ich wollte auch noch irgendwie einen Dungeon später machen, aber ich auch irgendwie nur, wenn wer da ist oder so. Sehr nice. Weiß nicht, wo Jonesy und Jen sind. Hast du das Schwert gesehen, Nagura? Das ist für dich auch gut, ne? Welches Schild? Epic-Schwert. Ah, diese Nachtklinge? Ja, das ist mega schnell und gut auf Retri. Schreib ihm. Achso, dieses. Holy shit, die macht echt viel Damage. Alter. Steuert einen Schattenblitz auf den Gegner. Wow, wie. Die ist schon nice. Die ist übertrieben gut für dich. Ich glaube, die ziehst auch erstmal nicht mehr aus lange. Außer sie ist mit ihrer Nachtelfenfrau, ne? Also dann ist. Entschuldigung. Okay, die Kokos brauchen wir gerade gar nicht mehr, ne? Oh, nee. Das ist ein schöner Spot hier. 2 oder lieber einzeln? Du kannst ruhig 2 pullen. Okay. Nicht mehr? Jetzt gerade doch wieder. Aber da ist sie so gut, weil die hat nicht so viel Max-Damage. Ich habe ja schon den Felstrommel, der ist auch so gut, oder nicht? Und dann noch den hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, geil. Hey, Cutterpin, it's Hardcore Classic, yes. Exactly, I'm playing Hardcore Classic. Morning, Bloody. Die sind ja teilweise grün, da könnten wir vielleicht sogar... Weiß ich, kannst ja gucken, ob die dolle Schaden bei dir machen? Nee, gar nicht, das passt. Wir können mehrere pullen. Perfekt. Weiß das irgendwer von euch, ob diese Nachtklinge besser ist als die... Dann schnappen wir uns Zeug, die was ich 3 habe? mal. Ich glaube, meine Hol Waffe die ist schon mal auch hin. echt gut, aber die andere sieht auch gut aus. Ja. Die ist halt viel schneller. Ich weiß nicht, ob ich eine schnellere Waffe haben möchte. Ah, komm mal zurück. Da ist gerade ein Wirbel. Geh mal weg von ihm. Ich habe nicht so viel Leben. Gehen wir mal zurück. Dann heal dich kurz, sonst, falls er dich angreift, greife ich ihn an. Oh Hast du nein. lesen, Nagura? Schreib ihn mal an. Ihr rollt um die Waffe. Okay. Rein da. Warte, ich muss mal gucken, dass ich nicht gelayert werde hier. Oh, Cuddy ist hier. Okay, warte, bevor ich das Oh, hier haben wir akzeptiere, noch muss ein ich mal hier Passkopf, rübergehen. Irgendwo. Ich nehme jetzt mal den. Die Klinge ist ultra gut, meint ihr? Ist die beste Ja. Slot? Für die Waffe. Ja, Daumen sind gedrückt. Okay. Das wäre so insane. Ehrendaumenbrecher, ja.
Boah, wie cool, wenn die Waffe ist halt 39. Wie cool wäre das, wenn man die schon auf 39 hätte? Das ist krass. Also bis jetzt hat ihm noch niemand geschrieben, außer ich. Irgendwie ist hier nichts, ne? Lass einfach weiter. Ja. Aber es war ein guter Spot mit denen. Gerade. Das wäre ganz cool, wenn ich die Einzige bin, die das will. Da unten ist auch noch so ein Geier-Spot, aber der ist meistens auch abgefarmt. Der ist rechts, ne? Oh. Achso, du meinst links der Horde-Spot da oben 1944 drauf, und 1915 Buffs. Nice. Okay, merke ich mir. Da ist nochmal Horde. Aber ganz unten, da sind auch so Zahnräder. Cool, ich glaube, ich bekomme die Waffe. Da ist so, da müsste das ist echt so ein nice. Skelett oder so sein und da sind auch richtig viele Geier dran. Oh. Da können ja immer so eine Runde laufen vielleicht. Aber hier sind auch gerade viele unterwegs. Auf jeden Fall gern mitrollen. Oh. Oh. Gucci, echt der beste Gegenpol und guten Aspel. Boah, Gucci und Ronny sind einfach so gut zusammen. Ne? Das ist... Oh, ich hab die Waffe bekommen. Leute, ich habe die Nachtklinge bekommen. Jetzt zu der Waffe. Dankeschön. Oh, shit. Und hast du gewonnen? Ja, und Gott sei Dank hast du es gesehen, weil ich hätte das vielleicht auch gar nicht mitgelesen. Hallo. Hallo. Suki. Hallo. Ja. Wie geht's, Suki? Mir geht es gut. Wie geht es euch? Auch gut. Wie war Deutschland? Ja, kann man nicht meckern. Habe ich gelernt. Komplett drin. Kann man nicht meckern. Nee, war echt cool. Das ist eine Hat Spaß richtige gemacht. deutsche Bewertungsantwort. Ja, habe ich echt gelernt. Nee, die Leute waren echt super nett und die Laden war auch cool. Es war ein bisschen chaotisch, weil es sind ja so viele Leute in einem Raum und wir haben aber alle nicht zusammengespielt, weil wir alle unterschiedliche Level hatten. Mhm. Dann war das ein bisschen viel, also so Reizüberflutung halt. So, du bist im Discord mit irgendwem und rechts und links sprechen Leute wegen was anderes. Lecker. Wie geht's dir? Mir geht es auch feini. Ich wollte hier taschenlos werden. Wo seid ihr gerade? Wir sind 1000 Nadeln. 1000 Nadeln. Ich bin auf dem anderen wieder gerade. Ich bin gerade ein Sturmwind. Habt ihr denn noch Runen? Habt ihr noch Runenstoff? Ich glaube, wir haben noch nie einen gelootet. Warte mal, Runenstoff? Nee. Wir haben. Das Einzige, was höher ist, ist, glaube ich, hier. Wie heißt denn der? Magie. Genau, Magie. Magie. Was für Taschen habt ihr gerade momentan? Wir haben 12er. 12er, okay. Ich muss noch mal ein bisschen Stoff abgeben. Aber ich könnte euch auf jeden Fall jeder eine 14er Tasche schon mal machen. Ja, aber nur wenn es keinen Stress macht oder so, ne? Wenn es irgendwie knapp ist mit Ressourcen. Klingt schlecht. Ich mache heute 60. Klingt Discord scheiße? Bisschen Storm, ne? Vielleicht nimmt Nagura die auf der Menschenbank an. Ich hole die später. Die Taschen? Ja, kann ich machen, ja. Haben wir in der Menschenbank noch ein bisschen Runenstoff? Oh, Suki, ich habe heute, vor 2 Stunden, habe ich den ganzen Runenstoff jemandem getradet. Leon. Scheiße. Sorry. Ja, ich habe noch ein bisschen Runenstoff, aber ich wollte heute halt gerne 60 machen und das ein bisschen spenden. Je nachdem, was übrig bleibt, mache ich dann euch Taschen. Okay, Nichts Feines. Danke. Ja klar, also wirklich. Ins Feines, du machst was für uns. Ja, genau. Ich habe so viel Runenstoff heute getradet, leider. Oh. Ja, weil schon lange Taschen versprochen. Und wir haben uns immer nicht verpasst. Ja, genau. Aber wir hätten uns ja auch mehr Es drum klingt kümmern was können, komisch jetzt bei euch. Ist ja nicht so, als hättest du nicht oft mal gefragt, ob wir da und da sind, ne? Ja. Yes. Und du machst heute 60, Suki. Hast du schon überlegt, heute wie? 60. Gleich nochmal LBRS. Klingt das echt so Ich hab komisch? nämlich bis... Für mich klingt es nicht komisch. Warte, ich guck mir das gleich mal an. Bis 80% habe ich noch Rested XP.
Und mit dem die restlichen Prozent wollte ich spenden. Nice. Mit Stoffen. Mhm. Ja. Das wie Sehr immer. geil. Ich hoffe, das reicht. Wenn ich 2 Städte mache. Für mich klingt's auch normal. Wenn ich noch Wolle habe, kann ich vielleicht 3 Städte machen. Ah, jetzt weiß ich Wie viel warum. brauchst du? Jetzt ist normal, oder? 6. Warte. Warum war das Sechs neu Stück? an? Komisch. Hast du Essen? Ich glaube, Ja. 60 brauche ich, Ansonsten. ja. Für eine Stadt. Wann ist das Essen? Moment, nee, ist Mana, Entschuldigung. Warte, nimm mal erstmal das Brot. Und dann gucke ich nochmal in Ruhe. Das reicht, das reicht. Ach, du hast Debuffs auf... Ah, die kann man nicht wegmachen, ne? Entgiftung. Warte mal, habe ich eine? Müsste Hab ich Natura auch rum. Ich weiß nicht, warum das jetzt an war, aber ist Ich egal. Display. So. Ich bin brauche noch mir einen sicher, Mob dass und dann irgendwo würde ein ich auch... Gegengift hatte. Nee. Dann würde ich auch rüber und mir diesen Hast du noch Nachtklinge einen Stein? abholen. Das ist richtig nice. Stein? Nee, hab ich nicht. Wenn wir kurz... Wenn Blechsuki hatte was. Warte, gebe ich dir ein. Ich brauche noch Rieseneier, oder? Ja. Und dann, wenn wir in Stormwind sind, muss ich zum Lehrer, dann kann ich noch bessere machen. Aber ich find's krass, ne? Nagura meinte, in Köln hat's geschneit. Ich schon nur eine halbe Stunde weg. Hier ist einfach gar kein Schnee. Nee. Also, als ich in Köln war, hat es hier geschneit, in Südtirol. Ah, okay. In Köln selber. Das war ganz ein bisschen geschneit, aber da muss man echt genau gucken, um das zu sehen. Geil mit der Lupe. Ja. Ich wollte nämlich schon sagen, ich wohne um die Ecke eigentlich. Ah, okay. Ja, die meinen, es hätte irgendwie überall geschneit, außer halt in der Kölner Gegend da. Können einfach nichts abbekommen. Die Armen. Ey, lass mal hier lang, bitte. Mhm. Ja, guck mal, den müssen wir noch killen. Nein, Mann. Oh no. Es haben so viele High Level. Oh nein, was passiert? Wer ist gestorben? Twisted. 51. Alter. 51 Hexenmeister. Da komme ich seit 2 Tagen mal wieder on und so sterben schon wieder. Oh Mann. Radler hat's auch erwischt heute. Ja, mit was war er? 58. Ja, shit. Richtig traurig finde ich Alter. immer noch das mit dem Schlauchfarm. Ja. Dass Sinti gestorben ist beim Schlauchfarm. Oh ja, das war echt traurig. Warte, gut, ich hab hier... Oh Gott, warte. Ich komm. Ich Bitte, hab nichts Schlimmes. ihr dürft bitte Alles nicht gut. sterben. Nee, ich habe auch keinen Bock mehr langsam. Jetzt reicht's mal mit Jetzt Sterben. Mein Gott. reicht's. Jetzt reicht's mal. Ich will jetzt Speaking in spielen. German and music in English. Und nicht die ganze Zeit in Elben. Verdammte Scheiße. Außerdem haben wir den Tod besiegt. Ich Well, mein, English music is actually Ausbrüche very 35 famous all over. It's not just English-speaking people that listen to Ist das so English drin? music. It's pretty common Ich mache jetzt to wieder listen to English stuff. Und so können wir... Ja, komm, gehen wir rein. Ich fange gerne noch einen Priester an. Gar kein Problem. echt? Für Healing dann. Ja. Okay, Ja, jetzt ist Max echt und gut. hat Berufe auf Max. Jetzt kann ich es empfehlen, das ist White Peach. Natürlich Da lecker. muss aber gut aufholen, ne? Um ihn zu heilen. Ja. Ah, Na gut, Girls, ich okay, bin nicht nächsten Monat in Wien. okay. Wollen wir auf ein Date? Leider ist Wien relativ weit weg von mir. Wenn du in München bist, ist es näher dran. Ich merke schon. Der Wien ist echt weit. Ich glaube, das müsste ich irgendwie so 8 Stunden fahren. Wow. Das ist echt weit weg. Das ist ja richtig viel. Ja. 8 Stunden? Ich glaube schon. Das ist relativ weit. Ich hole mir nochmal ganz das Ding hier. Vielleicht 6 Stunden, aber halt schon lange. Das ist lang, ja.
Das ist echt lange. Ich dachte, das ist so, weiß ich nicht, so vielleicht, obwohl 2 Stündchen oder so, aber das ist echt heftig. Okay. Was brauche ich auch noch? Ich muss mal Falga belästigen, ihr Lieben. Mach mal. Ich komme nachher noch mal zurück. Oh, nein, zu Dalu muss ich. Gleich. Ciao, Oh ciao. nein. Und weg ist sie. Das kann doch gar nicht so weit sein, ne? Das ist schon weit. Es ist halt so weit östlich. Und ich musste erstmal über die Berge drüber. Also nicht wirklich ganz drüber, aber halt. Ich glaube, 8 Stunden ist schon ein bisschen übertrieben. Ich glaube, so 6 Stunden wahrscheinlich. Sammle auch mal das, was auf dem Boden liegt, immer mal auf. Hast du das schon fertig? Nee, aber kriegen wir Aber ich kann mal nachgucken, wenn euch sofort. das interessiert. True. Du wohnst fast in Ey, Österreich? ich Ja, weiß nicht, aber... was das ist, aber auf meinem Mauspad ist auf einmal so was wie eine Wachsschicht. Guck mal, wie weit... Ich probiere das die ganze Zeit abzukratzen. Vorsicht, da kommt so ein Wirbel auf dich zu. Also Österreich ist halt ganz lang. Komm mal zu dir. Und ich wohne halt Ich glaub, der ist kein unter Problem. Tirol. Also Ja, der geht auch in eine andere bis Richtung. Innsbruck fahre ich nur 1,5 Stunden. Ja, und das Ding ist Aber halt die probieren? Berge, ne? Also ich muss immer um die Berge Ich glaube, rumherum der macht fahren. nicht so viel, ne? Das ist halt immer das Problem. Der kann ja gar nichts. 6 Stunden 40, ja, 6 Stunden 40, okay. Ja, ist halt schon lange, ist schon weit. Ja, München ist die Hälfte. Also München ist eine 3,5 Stunden oder so. München ist nicht so weit. 34 GZ. Ja, ich habe auch schon, beim Quatschen einfach, ja, ist ja nebenbei hier, guck mal, das ist ja... Ab 40 wird wieder JZ gesagt, hör mal. Spaß. Dankeschön. Ja, Russland ist auch nicht so weit. Das ist halt so ähnlich wie München ungefähr. Hey, Baron von Questy, dieses Mal habe ich das Taxi, also auf dem Rückweg ging das Taxi dann. Gott sei Dank gibt es nur einen Düsseldorfer Flughafen und nicht 2. Ich habe 27 Gold. Ich bin reich. Money, money. Money, money, money. Ja, Wien ist eben ganz, ganz im Osten von Österreich und ich bin eher so auf der also unter der westlichen Seite von Österreich. Aber es generell das mit den Bergen täuscht halt immer so, weil die Leute denken auch immer, ich bin nah an der Schweiz, also dass ich dann in der Schweiz bin. Aber das stimmt auch nicht. Ich muss relativ weit, also das ist weit in die Schweiz. Je nachdem wohin. Alles tot hier schon wieder. Aber man fährt schon eine Weile in die Schweiz. Es ist nicht so, als wäre das irgendwie so ein Katzensprung. Ich glaube, ich bin schneller. Nee, vielleicht auch nicht. Ich glaube, von hier bis nach Deutschland ist wahrscheinlich ungefähr gleich lang wie von hier bis in die Schweiz. Ja, Richtung Finchgau wird gehen, aber Finchgau ist halt auch weit. Also bis ich in Glurns bin, da fahre ich schon echt lange. Das ist 2,5 Stunden, bis ich erstmal in Glurns bin und dann, oder halt in der Nähe. Also ich muss schon lange ins Finchgau fahren. Ich wohne ja auf der anderen Seite von Südtirol. Und wie gesagt, muss dann immer um die Berge rumfahren. Das ist halt immer so ein Ding. Wenn man Luftlinie fahren könnte, dann wäre ich schon schneller. Verona ist nicht so weit weg, das ist so 3 Stunden. Glorens ist kein Katzensprung, ja. Ja, wenn man in der Nähe von Bozen wohnt, dann ist alles ein bisschen näher dran, das stimmt, ja. Weil du halt direkt halt an der Autobahn bist. An der A22. Komm mal her. A22 bist du halt schnell überall eigentlich. Aber bis ich erstmal auf der A22 bin, ich muss ungefähr 45 Minuten, wenn es gut geht, also wenn kein Stau ist, was oft ist, dann fahre ich 45 Minuten, bis ich erstmal auf der Autobahn bin. Und oft dauert es länger, weil die Straße, auf der man fahren muss, um zur Autobahn zu kommen, ist so eine richtig schlimme Straße, die immer Stau hat, immer überfordert ist und die ist halt einspurig auf beide Seiten. Und das sind immer Verkehr. Im Gebiet wäre ja 10 von 10. Ja, ja. Da fahren halt auch Lastwagen entlang und
Das ist echt eine schlimme Straße. Also, Pustertaler Straße ist aber, boah. Jetzt hier. Wenn du die irgendwie vermeiden kannst, dann möchtest du die vermeiden. Also heute werden wir über 35 safe. Ich glaube auch. Ich beliebe. Wird Zeit für den königlichen Hubschrauber, ja, auf jeden Und Fall. morgen früh die 40. Ja, das schaffen wir. Let's fetz. Dann haben wir schön. Was haben wir heute? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann 40 und am Wochenende dann richtig schön in den. 46. Ja. Ey, pass mal auf, dass ihr mich nicht hier überholt. Ist doch gut. Dann können wir wieder spielen. Nee, einholen wäre schon gut, ja, das stimmt. Okay, überholen. Chillt mal, Leute. Chillt mal. Ja, wir schnell die 2 Tage Pause, die hatten wir aufholen mal hier, ne? Aber sie hat nein. trotzdem- Einsprung ist keine Autobahn. Nee, ich rede nicht von der Autobahn, sondern von Ja, der genau, die Pustertaler gleichen Straße. Tage. Stimmt, Also die stimmt, Straße, die man fahren muss, um zur Autobahn zu kommen, die ist einspurig. Wappa. Und ist halt auch die einzige Verbindung. Ich bin nicht so auf dem Iran, ist ja auch relativ Es weit ist so weg. krass. Zwischendurch Hin und wieder wirklich schon, ja. Sachen rein, so von wegen, ja, Ronja, hast du das, auf das und das Lust? Ich so, ich kann jetzt Zeit, muss WoW spielen. Also im Iran fährt man auch so Corporations oder so, ich hab so viel Nein 1,5 gesagt. Stunden. Oha. 2. Und zur Einladungen. Es ist nicht weit, aber. Weil ich gesagt habe, ich kann nicht. Ich muss WoW spielen. Aber wenn du Ich mal habe was auch schon mal machen Nein willst, gesagt mach zu einfach, einigen ne? Sachen. Ey Gott, das ist wirklich, also, ja, ne, oder? So, hättest du Lust auf, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht, ich muss WoW spielen. Ein paar Sachen habe ich natürlich, aber manche habe ich gesagt, ach nee, alles gut. Alles gut. Mein Mädchen hat auch schon immer gelacht, wenn es dann in den Call ging so, von wegen, ja, wir haben ein paar Sachen für dich. Ich so, ja, gerade, ihr wisst ja, ne? Ich so, ja, WoW, ne? Ich so, ja, verdammt. Oh, sehr schön. Aber es wird sehr verstanden. Von daher. Sind ja nur noch ein paar Wochen. Ne, deswegen. Und dann kommt Retail, kann ja auch keine Zeit mehr. Stimmt. Wenn dann hier so langsam durch ist oder so, maybe. Dann so, ach Ronne, cool, dann wie sieht's denn aus? Ich kann nicht, ich muss Retail spielen. Ah, schön. Was brauchen wir noch? Alles. Was ist denn diese Quest hier? Gefühlt, ja, diese ganzen Teile Papeli davon. Vervos Portwein? Dieses Gift. Das habe ich doch gar nicht. Oh, die Gaia, Quest, warte oder? mal. Lass uns mal hier runtergehen. Da ist ein riesiger Gaia-Spot. Da würde ich mal gucken. Genau, nehmen wir uns kurz die Schildkröten mit und dann... Bei Gaia sind hier, das hat auch richtig lang gedauert, als wir die geholt hatten. Ich habe mir all die Merana Bierschinken geholt. Der schmeckt nicht. Merana Bierschinken feuern. Viel Glück damit. Ach, die Quest ist aus Booty Bay. Okay. Die brauchen wir nicht mehr. Genau, ich glaube, der war hier unten nämlich. 41. Und dann können wir wieder so eine Runde machen. We can test trash on the water, turn in corral. Das habe ich auch nicht. Kann man eigentlich von diesen Autos hier überfahren werden? Grind and City Hurston ist auf cool, dann Hurston Tanaris. Okay. Oh, jetzt will er, dass ich wieder Tanaris gehe. Ich mache das jetzt. Ich fliege, glaube ich. Jetzt hättest du mich bei meinen anderen Shows fragen können. Ich glaube, ich fliege jetzt Arati für die Waffe von Jumo. Ganz bestimmt hätte ich dann das gehe mit ich meinem Stormen, anderen nehme da gemacht, die Quest klar. an Klar. und fliege eben Tanaris und gebe die Quest für Kochen da ab. Ich glaube aber, da passiert nichts. Ich glaube auch nicht. Aber hier sind die. Er muss Arati hochladen, ne? Dann fliege ich da eben Irgendwo hin. hier war doch das mit den Geiern. Kotterpin, Ja, danke schön so für den Prime. Vielen Dank. Der ist rechts. Haben wir den gerade nicht gesehen? Doch, der war Bin gefahren. ganz Ohr. Ach, der war gefarmt. Oh. Kommt hier Bier von unten Bier, werden dann ja ist auch das so Ding viele- bestimmt gut. Nee, warte. Doch hier so Geier angezeigt.
Warte mal, reden wir gerade vom kalteren See? Feines Nagura? Ich versuche mich gerade mit Yumo zu treffen, damit ich meine epische Waffe abholen kann. Und dann muss ich wieder mal auf die Bank loggen. Und dann wieder Bankstuff. Ja. Also kalterer See, also ist ganz schön, aber da sind einfach so viele Leute. Ich würde das nicht so empfehlen. Es sieht ganz schön aus, aber die Gegend auch generell ist schön. Kann man schon mal vorbeifahren. Aber ansonsten, Ich muss immer ganz sind viele Leute da. Ich muss mir eben Kakao. Okay, warte. Ich glaube dann einfach hier ein bisschen ab, ne? Und kill dann einfach weiter. Hallo. Hello. Na, wie geht's? Gut. Selbst? Ja. Hab deinen tragischen Tod gesehen. Im Verlies. Oh. Ich hab bitte gemeint, das ging gar nicht. Einen Tag später ist doch nur noch tot gewesen. Oh. Egal. Krönchen richten, weiter geht's. Ja, let's go. Let's go. Ja, ich wäre in 1 Minute in Stunden. Perfekt, dann logge ich eben um. Okay, gut. Perfekt. Ich gebe mir Mühe, diese Kostbarkeiten heute nicht zu vernichten. Ja, hoffe ich doch, sonst musst du Strafe zahlen an die Menschenbank. Mit deinem neuen Char. Weißt du, wie viel man direkt am Anfang hat? So 5 Kupfer, oder? Die musst du dann direkt abgeben. Ja, okay, 5 Kupfer, sehr gut. Perfekt. Gebe ich euch Die Menschenbank hat sich verändert seit Heirat. Alle sagen das. Einfach nicht mehr dasselbe, du. Liebe Königin, wo finde ich dich? Ich lade dich mal ein. Okay, gut. Perfekt. Wusstet ihr, Kenika und ich, wir haben uns schon mal getroffen. Wir waren in Frankreich und haben zusammen einen Werbespot gedreht für Hearthstone. Ja. Echt cool. Oha. Ja. In Frankreich? Wie cool. Ja, an der Küste. In La Rochelle. Ja, da war's theoretisch schön, aber es war halt Januar und war ein bisschen so neblig und nass. Kalt. Ja, sonst wäre es da bestimmt schön. Aber voll cool. Ein Werbespot für Hearthstone, so für, wie heißt es, so Social Media mäßig dann, oder? Bin wieder also da. auf so YouTube und so, oder wo lief das Ja, dann? genau. Es gab mehrere kleine Posts, also auch auf TikTok, ein paar kleine Videos. Und ja, haben sie dann mal gepostet. Es ging um den Emerald Dream. Das ist eine Erweiterung für Hearthstone damals. Hey, was geht da? Cool. Hey, Was ist meine What up, dude? Oh yeah, waka waka. Jonesman hat mir gezeigt, ich muss Kussbrudis sagen, wenn Leute kommen. Kussbrudi. Oh nein, die wollen dir jetzt so komische Dinge beibringen. Also meistens nicht gut, Kussbrudi? Nein. Okay, nein. okay. Auch das nicht. Okay. Verboten. Ach, das nicht. Kenika, was für einen Ring hättest du denn gern? Die 2 kleinen da, das ist einmal der Eule und einmal der Defias. Okay. Die bekommst du natürlich. 4., 5. Reihe? Die Reise Mhm. weiter sein. 2, genau. Hab ich. Das wäre Juppie. Ich habe Phantom-Zahnschmerzen im Weisheitszahnbereich. Oh nein, shit. Mhm. Weil du da keine mehr hast, oder? Ich hab Phantom? Ja, ich habe keine mehr, aber das sind die Schmerzen wie damals, als ich welche hatte. Woher kommt das? Also, Es kann, hast du das einfach so? auch sein, dass wenn du einen Arm amputiert bekommen hast oder so, dass du Armschmerzen hast oder Handschmerzen, obwohl du keine mehr hast. Ja, das habe ich ja gehört. Ja. Aber ich dachte, beim Arm ist es so, weil dein Gehirn, ihr irgendwie versucht, den Arm zu bewegen und das deswegen halt. Aber der weiß es dann, mit dem machst du ja nichts. Ja, das ist ultra weird. Oh Mann. Richtig komisch. Das ist echt komisch. Dann ist ja schon draußen, tut trotzdem weh. Was ist das für eine Scheiße? Oh Mann. Alter, unsere Körper einfach von der Evolution immer noch einfach Arsch manchmal. Ist das anstrengend? Scheiße.
Toll. Freunde, ein wunderschön. Hallo. 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 Ich bin auf dem Weg jetzt zum Arati-Hochland, ja? Ah, perfekt, ich warte hier, ja. Jo. Was macht ihr? Ich bekomme eine epische Waffe, Jen. Wow. Ja. Episch. Können wir irgendwas zusammen machen heute? Ich würde gerne Maraudon machen. Okay. Das wäre cool. Ja, ich wurde schon oft Tanks gefragt, suchen. aber ich bin da nicht reingegangen, weil ich war da mal sehr unsicher mit den anderen. Ja, wenn wir einen Tank finden, weil Pada darf anscheinend die Prinzessin nicht tanken. Darf man anscheinend Ja, die nicht. hat Akku-Reset. Kannst du nicht dran. Ja, ich weiß. Oh Mann. Ich kann ja mal Kevin fragen. Auf gar keinen Fall. Patti, ihr seid 49. Okay. Aber kein Tank, ne? Hast du sonst schon irgendwen? Ich habe gerade Patti im Chat. Patti spielt ja mit Gorg. Gorg ist, glaube ich, Heal und Damage. Patti ist Mage. Oder Patti? Ja, ich würde heute, glaube ich, gern 50 schaffen. Ja. Ich auch. Ja. So, ich muss mal schon meinen Streamplan eintragen. Nicht, dass die Leute heute wieder Jo, Digi Schere, dass ich zu spät bin. Der Zugfahrer hat noch übel abgegunzt und so kam der Zug later. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ei. Würden die beide mitkommen, Jen? Also wären wir zu viert? Brauchen nur noch einen Tank? Party, kommt ihr mit oder nicht? Kommt ihr online? Paddy. Please answer now. Okay, wenn Kevin schon 4 hat, dann vielleicht auch nicht so gut. Ich muss einkaufen. Ach du Eierloch. Dann geh einkaufen. Weiß nicht, wann Gorg da ist. Okay, Menschen, die Real Life neben WoW haben. Ja, aber dann suchen wir halt andere Leute. Das ist ja also. Okay, Segal. Was ist mit Segal? Der ist ja Krieger. Können wir auch fragen, ja? Ich frag. Hey, Okay. hast du Bock? Maraudon zu kommen? Hört ihr eigentlich das Muten und Unmuten? Oder ist das gemutet für euch immer noch? Was zum Teufel ist abgegunzt? Kommt das nicht vom englischen Goon? Ah, ihr hört das. Ach, shit. Okay, warte, dann probiere ich das zu muten. Ja, Goon, wenn irgendwer goont, dann heißt es doch einfach nur, als wenn irgendwer scharf ist auf irgendwen. Das ist doch Gooning, oder? Ich glaube jedenfalls. Im englischen Kontext. Ja, er macht schon Run. Oder? Okay, dann. Bis welches Level geht's denn? Gar nicht? Warte, dann werde ich das mal googeln. 54 zu hoch oder geht das noch? Maraudon? Hm. Ich schaue ihm nach. Maraudon ist bis 5. Oh Gott, das ist noch schlimmer, als ich dachte. Okay. Es geht einfach um Masturbieren. Ich dachte, man ist einfach nur scharf auf irgendwen. Aber ich denke mal, sie benutzen das Wort aber doch, oder? Also wenn irgendwer sagt, er goont gerade, dann, oder, ne, also die meinen ja nicht wirklich, dass er gerade irgendwie sich einen runterholt, sondern dass er halt, dass man irgendwie scharf auf irgendwen ist, oder? Also im Englischen jedenfalls, wenn man das so benutzt. Weil man benutzt es halt so ein bisschen casual. Auch nicht. Also klar, versteht man schon, was darunter gemeint ist mit diesem, also dass es sexuell gemeint ist. Aber das heißt nicht direkt, oh, der holt sich jetzt einen runter. Was ist sexuell? Sondern Was? Ich da bin ich jetzt hellhörig. Moment. Dankeschön, Jumo. Ja, gerne, gerne. Sie alle hinhören. Ich rede gerade von Gooning. Ach so. Und ich dachte, weil das Wort kommt ja vom Englischen und das habe ich schon öfter gehört. Aber ich dachte, das heißt halt einfach nur, dass irgendwer scharf auf irgendwen ist. Also er goont halt auf irgendwen. Aber ich wusste nicht, dass das eigentlich doch
weitergeht. Bisschen weiter, ja. Ganz bisschen. Nicht der Rede wert. Oh, ich habe gerade im allgemeinen Proximity-Check geredet. Hat das aber jeder gehört, oder was? Ja, es waren nur wir beide hier zum Glück. Aber Matteo meinte, er hat's gehört. Oh. Bist du schon am Loch schaufeln oder so, oder dich begraben kannst? Oh Mann. Das ist ja schon mal gut. Aber jetzt wissen alle, was Gooning heißt. Auf jeden Fall. Wenn die eine Aufklärung brauchen, das kannst du ja auch im Stream angucken. Oh Mann. Oh, Maluna ist auch hier. Sehr schön. Ach ja. Ja, so Ingame Voice ist schon ganz toll, ne? Matteo schreibt Seven Goon. Goon. Oh Mann. Oh, schön. Hat Segal geantwortet, Jen? Oh, Jen ist gar nicht mehr hier, okay. Ja, ich glaube, die ist gerade hochgegangen zum Fragen. Aber warum nicht Kevin? Der ist doch Krieger, oder? Ich glaube, der hat schon einen Run, oder? Gerade gebracht, glaube ich. Einfach mit 6-7 ablenken. Ich gehe mal weiter runter. Nie sterben, Mädels. Ja, gleichfalls. Dankeschön, ich gebe mir Mühe. Das können wir noch aufsammeln. Ich glaube, ich brauche nur noch einen. Kannst du. Ja. Ja, ich mach jetzt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, dann fehlt uns noch ganz viel zum Looten, ne? Geierknochen ist fertig. Nagura. Ja. Machen wir nur Princess, weil er meinte nur Princess, weil der Rest ist sonst zu viel. Wir können auch nur Princess machen, ja. Sicher? Ja. Okay, ja, also es wäre Dirty Devil, der würde mitkommen, der ist 54. Okay, ja, das wäre nice. Okay, dann suchen wir jetzt noch 2 DDs. Habe ich denn da Quests? Ich habe da aber gar nichts. Ich frage ihn mal. Hier sind 2 DDs. Ich glaube, das reicht nicht. Ihr? Ja, warte. mit. Ach so, ja, klar, Mann, wir regeln das. Kein Problem. So, ich habe jetzt eine epische Waffe, Leute. Guckt euch die mal an. Ich glaube, die allermeisten im Dungeon selber. Und eine gibt's in Terramore. Heißt irgendwie Schattensplitter oder sowas. Mhm. Metashi hat wohl gerade den Plan umgeschrieben und Matthias kommt zu euch tanken. Es ist Matthias. Okay. Ist auch Krieger-Tank. Okay, warte. Boah, guckt euch meine Waffe an. Holy shit. Boah. Mann, aber dieses scheiß Proximity Voice. Das ist so komisch, weil bei mir stand, ich war Full Mute. Habt ihr das gesehen? Und ich hatte das öfter, dass bei mir steht, ich bin Full Mute und dann hören mich die anderen Leute, aber das ist so buggy. Ach so, Discord Mute Sound. Ja, ja, stimmt. Warte, das wollte ich irgendwie noch. Ey, wir müssen mega viel sammeln. Dann Mute? Ja, weil wir gut EP auch für die Mobs, glaube ich, bekommen, ne? Ja. Hier sind viele von den Skorpionen. Ui, ja, das ist gut. Da brauchst du keine mehr, ich brauche noch 2. Dann achso, bist du ready? Sonst warte ich kurz noch. Bevor ich hier Big Pull mache. Das habt ihr gehört, oder? Oh Gott, das war ja nah. Oder? Habt ihr das gehört? Ich pull gleich 2. Erstmal. Ich würde ganz kurz gleich Mana erstmal auffüllen. So. Nein? Oh, gut, okay. Your music soundtrack is fantastic. It's a shame you're talking over it.
Oh yeah, it just sucks when streamers are talking. I agree. If only these streamers would shut the fuck up. It's really a shame. Oh, ich bin schon mal 3. Okay, warte, ich bin gleich auf. Just hate when streamers are talking constantly. Nagura, soll ich dich einladen? Ja, bitte. Ich liebe. Oh. Die sind schnell gestorben. Okay, einen brauche ich noch. Okay, was passiert jetzt? Okay, wir sind jetzt 3. Okay, wo muss ich hin für die Quest? Wir sind Dudu Jäger Schurke im Moment. Nee, das passt jetzt nicht mehr. Okay, jetzt brauchen wir noch 2. Hast du schon die Quest gemacht, Caro? Ich habe die schon gemacht, ja. Ich habe einen Full Run gemacht, wenn man alle gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob man... Welches Level braucht man für Maraudon? Ich glaube, mit so 48, 49 kann man schon rein. Okay, ne, ich bin erst gleich 47, das reicht Meine nicht. Fähre. Ja, okay. Schiff nach Terramore. Okay, perfekt, mach ich. Also als Hunter würde es theoretisch gehen mit 47. Mit 47? Ja, selbst wenn die Princess Akku Reset hat, kannst du recht weit hin. Wisst ihr in Zukunft weiter auf Deutsch streamen oder wieder komplett Englisch? Ich habe dafür ein Video aufgenommen und das werden wir entweder später heute oder morgen posten. Auf meinem YouTube-Channel, wenn ihr euch das angucken wollt. I hope so. User, Dankeschön für den Prime, vielen Dank. Und nächster Dankeschön für die 2 Monate. Ist noch ein Ja, nur wenn das keine Probleme Wegen Werbung macht, gemerkt, dass wenn es das zu Abo risky abgelaufen oder ist. so, dann Danke weiß für den Resub, vielen Dank. Warte mal, wo soll ich denn jetzt hinfliegen? Ja, wiegt da nochmal lieber ab, ne? Also, Ja. wenn der Hier. Boss 54 ist oder 51 oder whatever, dann muss man aufpassen. Ja, mal drehe ich mich im Ruhestand. Kreis. Nee, warte, ich nehme keinen Ruhestand, ich flieg. Ich muss rüber, ich muss Die habe ich Talaris. schon, aber können wir trotzdem mitnehmen. Kann mir jemand sagen, wo man diese Alterac Die haben wir Lochkäse kaufen kann? Nur in Stormwind oder auch irgendwo anders? Ja, und Geier brauchen wir, glaube ich, noch. Sketcher, danke schön für die 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Thank you so much. Stimmt, die Schildkröte hast du für... Ey! Hat er mich gerade ver... Alter, was ist denn das für ein Arsch? Scheiß Skorpion. Hat mich einfach verängstigt, die Sau. You're planning getting a passport? No, that was a joke. I'm not gonna get a German passport. That was just a Bruder joke. Blech hat gesagt, er würde mit. Er ist. Bringt das aber was? Noch ein Paladin? Ja. Wenig das- Damage. Das ist zu wenig dann, oder? Er meinte, Also ich meine zum Bruder- Beispiel, unsere Gruppe hatte damals mega wenig Damage mit Shadow Priest, Retri. Ja. Ja, Gut, wenn vielleicht man schon was besser, wenn man was anderes hätte vielleicht. So ein Voll-Damage-Dealer, also ein Krieger oder ein Mage oder ein Jäger, Schurke, sowas vielleicht. Aber das ist jetzt Big Weapon, was Damage für 2. Stimmt eigentlich. Muss Hast ich erst du mal Schwert skillen. Warte, ich muss gucken. Hast du Schwert geskillt? Ja, nee, muss ich halt noch hochskillen. Shit. Ich habe halt so viele verschiedene Schwerter, vor allem wenn du auch Einhand anziehst. Hallo. Das ist echt schlimm. Hi. Hallo. Sucht ihr noch 2 Damage-Dealer für Maraudon? Ja. Okay, jetzt habe ich 8 Whispers gefühlt. Okay, ey, macht das unter euch aus. Ja. Also würdet ihr Full Run machen? Ich würde schon einen Full Run machen, weil ich keine Ja, Quest gemacht habe. Ja, genau, wir auch. Weil ich bräuchte ja mal die Hauklinge und die XP. Okay, wir können auch gerne Full Run machen. Ich wäre Schurke, der andere wäre Feral Druide. Also er hätte auch nochmal Stuff auch zum Beispiel wie Anregen und nochmal andere Sachen, falls irgendwas wäre. Regel du das, ob das gut ist. Das können wir machen. Das Ist gut. Einzige ist halt diese Blobs, die wir dann auf Range hitten müssen. Da müsste der Feral halt ein bisschen Hurricane drücken wahrscheinlich. Ja, ja, also mit den Blobs kann ich mir ja sagen, das ist ja... Und hat unser Tank hier Erfahrungen im Dungeon? Also das ist Dirty Devil, oder? Nee, es ist Nee. Matthias. Weiß Matthias, wie der Marauder funktioniert? Ja. Okay. Also ich weiß, wie es funktioniert auf jeden Also, Fall. Also, Okay, er ist noch ja nicht dann. gestorben. Das heißt nicht so viel. also Nagura weiß ja safe, wie Princess und so funktioniert. Ja. Ich erkläre es meinem Mate. Das wäre für ihn wäre es zwar First Time Maraudon, aber ich helfe ihm einfach, ich guide ihn da durch. Ich habe mir durch jedes Dungeon geguidet. Ja, solange der Tank weiß, wie es funktioniert und wo man hin muss und so, weil ich habe auch 0 Orientierung. Dann schaffen wir das schon. Ja, let's go. Okay, dann sage ich jetzt allen ab. Okay, geil, ihr seid nett. Aber wann wollt ihr gehen? Jetzt. Okay, dann müsst ihr kurz Sachen abgeben.
Okay, warte. Ah, perfekt. Weiß Matthias auch, dass wir jetzt einen Full Run machen wollen? Ja. Okay. Okay. Ein bisschen nur mit 4 Watt, okay. Aber schaffen wir trotzdem. Ich nehme auch einmal die Ja, Schildkröte ja. hier mit. Schaffen wir schon. Ich war, er schreibt, war schon ein paar Mal drin, bisher nur mit 4 Watt. Ich hole noch die Insigne für den ersten 4. Ja, das sollte gut sein. Der letzte Boss macht halt so ein 4, die Prinzessin. Und wenn du einen Zwergpriester hast, dann kannst du das, hast du so einen Buff, dass du nicht gefehlt wirst. Und das macht den Boss viel einfacher. Aber schaffen wir schon trotzdem. Das sollte schon gehen. Ich muss auf jeden Fall meine Waffe skillen. Aber das mache ich am Anfang einfach. Wie heißt der auf Twitch? Der werde ich dir gleich raussuchen. Und zwar... Oh, ich musste gerade im Hintergrund Lichter machen, Lost. Meeres ist schon 56. Was ist denn los mit dem, ne? Der Bildschirm. Schlimm einfach. So, wegen der 56. Wüste, ja, das Lächerlich. Ist schon ein krasser Unterschied, ne? Matthias heißt Matthias Mein Bildschirm ist Filet. allgemein ein bisschen Also auch gestellt, wie... deswegen geht es noch. Sorry, ist der Name. Sehr blendend. Ja, die haben auf jeden Aber Fall dafür auch Speed. sehr übersichtlich, was ganz geil ist. Meeres ist ein Macher auf jeden Fall. Turn up the music while you travel. Listen, Cutterpin, if you're here only for the music and don't care about anything else, just listen to your own music. I'm not gonna turn up the music because I'm traveling. I'm still speaking. Ey. Hilft auch Mauki? Ja, Mauki ist ja... Stimmt, Mauki läuft auch mit. Sie ist auch 56. Er ist nur zum Raven da. Ja, nur für Goldhain Rave hier. Your soundtrack slaps. Thank you. I appreciate that. Okay, was mache ich jetzt? Ich fliege Stormwind, nehme da die Quest an. Ja, sollen wir mitnehmen einfach? Die hier, auf das Unter dem Tempel. Dann würde ich Tanaris kurz... Ja gut, Tanaris muss ich nicht unbedingt. Ja, nachher machen. Obwohl, wäre schon nice. Kurz die eine Quest hier abgeben für... Ach, die muss ich auch noch abgeben. Fuck. Ich will eine Quest abgeben. Hier noch eine. Und eine aus irgendeinem Grund da? Wo muss ich eine Quest in Moonglade abgeben? Wie komme ich überhaupt auf Moonglade? Das mache ich später. Ich will zuerst die Quest hier in Schattenspitze muss ich auch noch abgeben. Vielleicht nehme ich jetzt Ruhestein. Renn schon mal vor, Richtung Schiff. Boah, es wäre nicer, wenn ich mir meinen Ruhestein save. Damit ich den habe im Dungeon eventuell. Ja, gut, ich sehe mir das. Ja, theoretisch wollten wir einen Rave-Stream machen, aber dann waren wir nicht in Stimmung. Ich glaube, so ein Rave-Stream, das kann man einfach nicht versprechen. Das kann man nicht planen. Das muss einfach so passieren, Leute. Das kann man aber nicht so vorplanen. Dann wird das nicht so gut. Hey, Tree. Kurz noch mal. Ja, 4 noch. Ja, hier sind so viele, weil wir kaum Layer haben. Das ist krass. Ah, hier war einer drin. Perfekt. Hier ist sonst noch was für dich zum Looten. Ich kann eigentlich den Zulfahrerkammer jetzt auf die Bank machen. Den brauche ich eigentlich nicht mehr. Warte, die Quest ist hier.
Was kann ich für euch tun? Ich hole die Schildkröte nochmal rüber. Nee, es gibt nur eine Quest, hier keinen Buff. Buff gibt's um... Ach stimmt, den verpassen wir jetzt eigentlich. Shit. Den verpassen wir jetzt, den Buff. Der kommt, glaube ich, um 18:45 Uhr. Und in einer Stunde, in eineinhalb Stunden schaffen wir Full Run Marauder nicht. Marauder Full Run dauert ewig. An 19:45 Uhr. Okay, das schafft man. Ich dachte Hier ist der 18 Uhr. Geierspot, ne? Bei dem Skelett. Mm. Vielleicht haben wir Glück. Ja gut, 19 Uhr schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Ist hier noch ein Schrottteil für dich? Aber ich könnte nach einem Danastus-Portal damit bin ich fertig. fragen. Achso, hier das so ist viele so. Okay, Leute. perfekt. Da vorne ist der Geierspawn. Rennen wir durch. Hm. Da ist ein Wirbel, aber kein... Ah doch, hier sind Geier jetzt. Müssen wir kurz gucken, wie wir... Warte, wir haben jetzt doch Ich 2 den Damage Wirbel wieder kurz frei? mitnehmen. Kommt die trotzdem nicht mit, oder was? What the fuck? Was ist hier los? Wo kriegt man die Insignien nochmal her? Weißt du das Na noch, warte, Bruder? jetzt kommt jemand mit Geiern, der klaut uns die jetzt weg. Ich schnapp mir die mal kurz hier. 3 Stück. Sorry, dass ich gerade so reingeredet habe. Sonst hätte die uns die alle geklaut. Da ist noch ein 4. hol's hin. Matthias. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, Chef Hello. kann jetzt doch nicht mit seinem anderen DD, das Eierloch. No. Ja. Einfach bis morgen warten, dann komme ich mit. Wir können auch morgen noch Boah. eins machen. Ja, okay. Hallo, hallo, hallo. Seid ihr voll für Maraudern? Hallo. Nee, wir brauchen noch 2 DDs. Das Ding ist so, also ich bin gleich 47 als Schurke. Ich weiß nicht, ob das für euch okay ist. Deshalb frage ich erstmal. Aber ich bin krass. Ich weiß, was ich tue. Ja, das dachten wir auch und dann sind wir gestorben manchmal. Ja, es ist halt risky, ne? Du ziehst halt krank aggro und weiß ich nicht. Also, ist risky. Ihr habt einfach kein Damage für Impostern. Ja, das ist das Problem. Was ist denn bisher alles dabei? Na, Also hier welches Level und welche... 49, 49, 54. Oh, der Lochkäse. Dankeschön, Phoenix. Der Danke, Boss ist danke. über 50. Oh. Ja. Wo gibt's den nochmal? Das ist die 50, ne? Oder Hier 51? bei... Hier? 51, ja. Boah, echt, ja, okay. Ja, ich check schon. Also du solltest das auch auf gar keinen Fall riskieren. geöffnet. Nee. Dann mach lieber erst von bis 49. Vorher solltest du es, Ein glaube ich, Käse, nicht natürlich ist es beim probieren. Käsehändler, natürlich. Wo denn auch sonst, ja klar. Risky. Beim Ihr findet wen Käsehändler. anders, aber ich Ja. glaube, es haben sich hier genug Leute gemeldet. Ja, mal schauen, mal schauen. Dann viel Spaß und bitte am Leben bleiben. Du auch, Dankeschön. Gleichfalls. Danke. Ey, wo ist diese scheiß Quest? Chat, wo ist die... Ah, der Stuhl. Sollen wir hier warten? Genau. Oder ein Layer Ja, ne? vielleicht. Okay, was mache ich jetzt? Ich muss so viele Quests abgeben in Sind wir Kalandorbe, schon aber die sind überall. Ich bin mit Nagura noch. Einmal Terramor, einmal noch Tanaris, schon. einmal Danastus, einmal... Ja. Ich glaube, das oben mache ich später. Ich mache jetzt Menethil. Ich klicke rüber Terramor. Menethil, dann Terramor. Dann fliege ich runter Tanaris und dann fliege Thank ich you. rüber. So mache ich das. Kann es nicht sein, dass wir jetzt keinen scheiß Seid gegrüßt. DD finden. Passt gleich aus hier. Was war denn eben mit den beiden, die sich angemeldet hatten? Ja, die haben sich doch wieder abgemeldet. Und in der Zwischenzeit haben eigentlich andere geschrieben, denen habe ich jetzt abgesagt. Ach Mann. Oh. Ich Oh, schreibe jetzt okay. nochmal. Hallo, haben doch Platz frei. Ich kann berichten, der Maraner Bioschinken von Aldi kann was. Ja, das ist ja gut. Ja, Schinken können wir eigentlich ganz gut. Prager Schinken können wir ganz gut. Und natürlich Südtiroler Speck. Wurden aber nicht gelehrt, ne? Wir holen zwar die Schweine von Holland, aber Ganz wenig leerer. Ja, stimmt. Bleib du mal hier stehen. wir machen das ja ganz gut. Wo finde ich noch Quests? Aber die Schweine sind von Holland. Prager Schinken aus Südtirol? Ja, Prager Schinken kann man überall machen. Das soll dann Prager Schinken heißen.
Also, du weißt schon, dass Pragerschinken nicht nur aus Prag kommt, ja? Matthias. Ja, also, Jo. Wo kriegst du die Insignie her? Ja, ich habe mir die auch in SW gerade geholt bei dem PvP-Händler, der ist da bei dem. Ich finde es nicht gut, wie du Gravi redest. Was kostet die? 18 Oh, ich habe schon wieder oh mein Gott. Ich habe schon wieder meinen Kaffee vergessen. Ich habe ihn extra vorhin noch mal in der Mikrowelle aufgewärmt, weil er kalt war. Und jetzt ist er schon wieder kalt. Ich glaube, die braucht jeder. So sicher. Boah, ekelhaft. Ich trinke das jetzt trotzdem. Aber so, das ist als Strafe. Das ist dass ich ihn zweimal kalt werden lassen habe. Welchen Level ist die Treibhaft? Trink da einfach kalten Kaffee jetzt. Fuck it. Warte. Na, steht da nicht, tatsächlich. Tu Vanilleeis rein. Ja. Kannst du ja mal, sie kostet 18 Gold, vielleicht kann man die auch schon vorher holen. So sollten wir uns auf jeden Fall holen, Kitten. Damit kommen wir aus dann 24 Ich muss auch meine Waffe ein bisschen skillen, aber das schaffe ich schon. Klingt vielleicht. nice. Ich bin gleich Level 50. War schon cool. Mein Skill ist einfach so random. So random verbessert der Zaun der Gerechtigkeit. Wir wärmen bitte Kaffee in der Mikrowelle auf. Ja, was sollst du denn sonst aufwärmen? In einem Topf oder was? Ich meine, Schwickel brauche ich noch einen. Heißt, Geier brauchen wir am meisten für uns beide. Im Dann haben wir Wasserkocher? alles. Der tut mir jetzt voll leid, der will unbedingt mit, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn wir noch ein Pala mitnehmen und. Welches Level? Warte. 52. Einfach mal ins Discord holen. Ja, gut, das würde ja reichen. 52 und Nefarius ist Level. Wo ist denn Nefarius? Heißt der anders? Der ist Range und braucht Quest. Ich schreibe ihn mal, komm mal, Voice 161 und klären wir das mal kurz. Das tut mir voll leid, der will unbedingt mit. Kurzes Bewerbungsgespräch. Du brauchst einen Thermobecher. Aber das ist zu heiß. Man, es gibt ja immer. Ich hasse das. Mit Tee dasselbe. Ja, Tee und Kaffee. Ey, Mobiuschen. Ist am Anfang viel zu heiß. Ja. Und dann möchte ich, dass es schnell abkühlt, damit ich das trinken kann. Weil sonst vergesse ich's. Und wenn es dann abkühlt, dann ist aber. Dann vergesse ich es trotzdem und dann ist Gut, du hast mich hier auf reingeholt. einmal kalt. Und wenn man einen Thermobecher hat, dann dauert es noch viel länger, bis es Wolltest du abkühlt den und dann bald haben, vergesse ich das Gucci? 100 Pro. Nein, nein. Brauchen wir nicht. Okay. Ja. Was wolltest du wissen? Was wäre? Ich sollte doch kurz hier hochkommen. Du bist das! Du bist das! Ey, Mori, what the fuck? Woher soll ich wissen, ob du Bruder Blech bist? Oh mein Gott, Mori, ey, was zum Fick, Junge. Oh. Ey, warum heißt du Bruder Blech? Warum nicht? Oh mein Gott. Ja, erzähl. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keinen Plan. Ich weiß nicht, ob das klappt, ob das genug Damage ist. Ich glaube schon. Was hast du denn dabei? Naja, wir haben Nagura als Pala dabei. 49. Ich bin Heal. Matthias ist 54 Krieger. Und dann ihr zwei. Eigentlich klingt das solide. Ja, Aber das klappt bestimmt. Was seid ihr Wer für ein tankt Level? denn? Und Matthias ist also 54er Krieger. Ich könnte auch tanken. Ich habe auch Tankspec. Nee. Was bist du für eine Nee, Klasse? Paladin. Level und alles? Du bist Jomo lad ein. Okay, Ja, Pala. bitte. Eine Fahrers ist auch Level 50 geworden. Eigentlich sollte es klappen, sag ich. Was spielt eine Faust? Aber ich Klasse? verstehe. Wie bitte? Eine Welche Fahrers ist Hunter. Ah, okay, ja, das geht Level schon. 50. Das Ja. ist super. Aber sonst nimm halt eine Fahrers mit und dann sucht ihr halt noch einen Range. Dann ist halt, glaube ich, besser für euch. Ich glaube, es Ja, geht schon also, trotzdem. Das geht auf jeden Also, Fall. ich bin meine, wir hatten zwei Boxen, das ist 52 halt Pala. ausgegangen. Das sollte halt. Wir brauchen halt alle easy dasselbe Gear, so ein bisschen, aber. Ja, das ist deswegen, aber Ein Ring auch oder die was? Range Alle? brauchen die Ja. Ringe auch teilweise. Ja, stimmt auch. Die Hunter wollen ja denselben Ring, ne?
Ja, sucht euch noch einen Stoffi. Dann habt ihr einen guten Ausgleich. Ich weiß nur nicht, ob ihr einen findet. Also Nimmt fast Nefarius nicht. mit? Doch schon, aber... Ja, wenn es mit, halt mit einer guten Temperatur in den Thermobecher geschüttet wird, dann ist es bestimmt lange Das nice. wird auch mit uns easy Nur, klappen, aber... das wäre so anstrengend. Ich trinke immer kalten Kaffee, fuck it. Alles viel zu anstrengend. Ist halt viel zu keiner viel da, ne? Arbeit. So, ich wünsche euch viel Erfolg. Bestimmt habe ich morgen das Level, dann kann ich auch mit. Dankeschön. Also, Danke nochmal für die Waffe. Würden Ciao. wir gehen, denke ich, würden wir das schon schaffen. Naja, dann lass uns das machen. Ich würde nichts machen, wo ich denke, ich sterbe. Weil ich sage, also wir finden gerade keinen anderen. Außer Princess ist alles Free Loot, ne? Also Real Talk. Dann machen wir das. Komm, let's go. Wir machen das jetzt. Und selbst wenn da was schief geht, kann man immer noch ins Wasser Kalter Kaffee macht eine tolle Haut, hat meine Oma immer gesagt. Ja, nice. Okay. Dann geht mal raus aus der Gruppe, dann... Ah ne, Nefarius ist noch drin. Warte, schreibe ich mal eben. Mhm. Ich versuche gerade noch die Quest zu finden. Normal trinke ich eh immer so Tee. Eine gibt es in Düsseldorf. Also Grüntee oder Schwarztee oder so. Im Dungeon. Ah, okay. Statt Kaffee, also Kaffee trinke ich immer einen am Morgen. Einen kalten Kaffee am Morgen und dann eigentlich gar nicht mehr, weil ich möchte einfach weniger Kaffee trinken. Sonst ganz Tag Kaffee trinken ist ein bisschen... Vor allem eigentlich wegen der... Ich möchte meine Zähne nicht verfärben durch den Kaffee. Wenn man den ganzen Tag Kaffee trinkt, ist so ein bisschen... Ich habe schwarzer Tee und Grüntee macht das... Grüntee nicht, glaube ich. Schwarzer Tee verfärbt, glaube ich, auch die Zähne. Hallo. Aber ich habe grüner Tee nicht so. Trinken Sie immer Grüntee. Hallo. Hallo. So, wir machen Strohhalm. Ja, aber ich trinke doch keinen Kaffee aus dem Strohhalm. Das mache ich jetzt auch nicht. Ich mache aber mal einen neuen Boy. Ich mache das nur, wenn ich so ein Latte Macchiato oder sowas trinke, dann trinke ich das schon aus dem Strohhalm, aber dann ist mir egal. Aus so einen schwarzen Kaffee aus dem Strohhalm trinken, das ist ja... Ich mache einen neuen Boy. Let's go. Ist ja dann auch zu heiß teilweise. Necronaut, oh, wie cute ist das Emoten? Oh, ist von Genion. Oh, das ist so cute. Das ist echt gut. Ich krieg gleich neue Emotes. Ich habe eine Emote-Designerin gefragt. Für 5 neue Emotes, die bekomme ich gleich. Freue mich voll drauf. Ihr Ficker. Lass dich mal den Channel suchen, wo die jetzt sind. Warte. Was sind die denn hin? Ja, mal gucken, ob ich mein Level-Up damit mehr oder weniger fast drin habe. Da sind so viele Bosse, da kriegst du bestimmt... Geil. Wollt ihr ein neues Stream Together aufmachen oder wollen wir alle... Ah ja, ich mache neu auf. Okay. Was machst du denn da auf? Stream Together. Achso. Ja, der Faris muss ja theoretisch nur den Dungeon schaffen, dann kriegt er von der Quest eine neue Schusswaffe oder Bogen oder so. Bogen, ja. Ja. Ich war nur jetzt schon mal vor. Ich war einmal letztes Jahr. Kaffee nur mit Stroh, aber ohne Halm. Vorletztes Jahr gewesen sein drin. Und da war ich auch schon nur Tourist, also ich habe keine Ahnung, was da passiert. Naja, aber wenn was Wichtiges ist, kann ich oder Nagura das bestimmt erzählen. I use a standing desk from Desktronic and my walking pad is from To Do. Ich denke, Nagura hat ja auch super die Ahnung, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich habe das Dungeon nur einmal gemacht und da hat Meeres getankt und der ist halt einfach so... Also das ist ganz entspannt einfach hinterhergerannt, deswegen. Okay. Das ist krass. Ich sag gerne wichtige Dinge sonst an, wenn... Ja. Ja, passt. Ich versuche auch die Call zu geben, die ich machen muss, wenn ich tanke. Yes. Aber du kennst dich auch aus, Matthias, Ja, oder? wir kriegen neue Emotes. Ja, 5 ich war neue. letzte Ich glaube, 2 Tage warte mal, drin, gucken, Früher drin. was ich Softcore. bestellt habe. Wie gesagt, das mit dem Und kein zwar Fjord haben ist halt so eine habe Sache. ich Falls ich geflogen bin, bestellt- kann es halt sein, dass ihr so ein bisschen laufen müsst. Aber wir haben 2 Bobs, 2 Tage, also ich habe Target-Dummy dabei. Das sollten wir hinkriegen. Feels Wow Man. Das wird echt gut, glaube ich. Dann Zur Not hängt das Satch. Pad, ja. Feels Weird Pad ist Man. tatsächlich huge. Und nochmal ein Love-Emote. Und O7 habe ich bestellt. O7 ist ja sehr wichtig für das Event, finde ich. Ich würde generell Guck mal, die immer aus alle Gießer machen Emotes die so Quest gleich mit. neu machen, weil alle Emotes, die ich habe, sind diese Allen-Emotes halt. Von Moonkin Ahnung, Emotes. ich hoffe. Und ich würde die gerne so umwandeln auf mich. Also Aktuell die annehmen Emotes, kann die ich sie jetzt. Also sie 7 hat mir das hier Quests. gemacht zum Beispiel.
richtig viel annehmen. Und das finde ich richtig Dungeon. cute. Und in dem Style hätte ich dann gerne die ganzen Emotes gehabt. Das ist echt so cute. So cute. Okay, ich laufe schon mal hin. Bin gleich da. Zeig mal Schwert. Ja, guck mal, Gucci. Oh, wie nice es aussieht, das Schwert. Das ist riesig. Größer als mein Char hier. Das Ammo kaufen. Das ist nice, oder? Das ist ein General Goods Trader, das sollte passen. Das nicht Ja, die so Anhänger muss ich fest, doch alle annehmen kann. rausschicken. Oh, die Anhänger, Mann. Ich war auch keine Zeit, die zu machen. Stefan, danke für den Sub an Gucci. Dankeschön. Ja, Marodon kann sich für den Quest One lohnen. Ich wollte die Leute auch noch fragen, ob sie... Das Ding ist halt, ich habe die Anhänger alle schon hier. Wie lange brauchen wir ungefähr für Und ich könnte die schon rausschicken. Das ist lange? Aber ich habe den Leuten halt versprochen, dass ich das so eine individualisierte Kette noch selbst wollen wir dazu einen Führer mache. machen oder Princess? Also das sollte noch so eine Kette dabei ich hab sein, komplett mit Quest Perlen noch drauf vor. und einen Buchstaben. Mir ist das- Also je nachdem, wer das gewonnen hat, Ja, es sind halt wenn sonst der irgendwie verschwendete Tom EP, ne? heißt Ich würd die auf jeden und Fall der möchte einen machen. T Brauchst du da auch, haben, oder? dann mache ich halt noch einen T Ja, drauf. Auf jeden Fall. Weil ich das Und das Ding ist, ich habe halt einfach im Moment einfach so wenig Zeit. Und wenn ich da irgendwie Weil ich bin diese voll im Vorteil, wir haben keinen 30 Stoffi, wa? Geil. Ketten da selber machen müsste, das dauert halt echt lange. Und ich habe gerade die Zeit aber nicht Außer dafür. Endboss droppt er ja auch nichts Geiles, glaube ich. Und ich möchte aber auch nicht, dass die Leute ultra lange darauf Ja, aber warten. richtig Und geiles deswegen Zeug weiß, für also vielleicht frage ich die Leute jetzt alle, Müssen ob wir uns vorher sie, irgendwie ob es okay ist, dass sie darauf warten. Also wenn das jetzt auch noch ein bisschen Dann dauert. kann ich da reinlaufen. Oder ob ich es ihnen halt jetzt schon schicken soll. Chat meint, da Aber ist halt ein ohne diese Zentaurenlager extra vor dem Kette Eingang. dann. Weil ich könnte das halt schon rausschicken, wenn die Leute das wollen, weil es dauert halt nicht so lange, das rauszuschicken, wenn ich nicht diese Dann Kette noch solltest du dazu eigentlich machen easy muss. vorbeilaufen können mit deinem Level. Und dann hätten die Leute halt die Option. Vor den Dungeons sind Weiß nicht, ob halt auch ich- noch Quest-Sachen dann, die wir machen ich das müssen, so mache, dann Kristalle sammeln und vielleicht. sowas. Hey, Lekanderus, schönen guten Abend, wie geht's? Ja, das Elohar-Makro funktioniert, dankeschön. Finde ich gut, dass ihr immer auf meinen Elohar-Makro achtet jetzt. Hier noch die Quest abgeben. Echt nur Quatsch. Was kann ich für euch tun? Die Angriffskraft nehme ich, ne? Seid vorsichtig. Ist das auch besser als die Kette, die ich habe? Bestimmt. 100 Pro. Sehe ich auch direkt an hier. 20 Angriffskraft, ultra OP. Warte, was ist Rang 1? Ne. Spawn this way. Ich habe euch zu Stream Together eingeladen. Okay, dann nehmen wir das mal an. Das ist doch mal nett. Na klar doch. Danke, danke. Ich könnte theoretisch auch Petri nutzen, aber ich müsste erstmal einen Petri holen. Petri ist halt Wie so voll das überall ist, wenn nur 2 Layer teuer. aktiv sind. Das Also krank. das sind die Sachen, die du da brauchst, sind halt so... Puh. Spawn this way. Hast noch eine Quest anzunehmen? Holy shit. Okay, what the fuck. Ist das krank. Die sind echt komplett voll. Da muss ich das auf jeden Fall wohl machen. Das gibt ja so viel EP. Warte mal, wo fliege ich denn jetzt hin? Wo sind denn die anderen alle schon? Ich fliege noch ganz kurz runter. Man sieht Warte sich. mal. Noch ganz, ganz Burak ist kurz das runter. tolle Epic-Item, oder? Ja, die Nachtklinge. Ja, ja. Ich muss die noch ein bisschen skillen, aber am Anfang ist er eh Low-Level, dann passt das schon. Ich habe echt immer Probleme mit den Waffen. Ne? Man bekommt halt die ganze Zeit eine neue Waffe und Einhand und Zweihand und Paladin kannst du viele verschiedene tragen. Ja. Hast du Party Power? Ja.
Willst du das einstellen oder soll ich das einstellen? Kann ich machen. Okay. Wenn du willst, kannst du mir SDM geben, weil ich habe jetzt das große Nice. Segen der Macht. Okay. Immerhin da endlich 15 Minuten, ne? Okay, dann haben wir hier SDM. Dann haben wir hier einfach Signalrettung. Mache ich SDW. Mache ich auch SDW hier. Und hier einfach Sing des Lichts, ne? Geht das? Geht schon, oder? Ja, Sing des Lichts. Und Jen bekommt Sing der Rettung und SDW, ja. Oder? Ja. Okay. Bin gut. Oh. Did I walk? Habe ich schon 28 Schritte? Oh, nice. Ja, ein bisschen würde ich noch laufen. Ich hab noch Motivation. Ein ganz ein bisschen würde ich noch. The playlist that I'm listening to is a Spotify generated playlist that's generated for me. So I don't think I can link it. It basically is just like, it just, as far as I understand, it like just looks at what kind of music you're listening to, and then it just kind of creates playlists. And it's just one that is called Morning Motivation. Enrage, danke für die 2 Monate, vielen, vielen Dank. Okay, lass mal die. Jetzt kann ich Kochen hochskillen. Nice. Warte. Nice. Cool, cool, cool. Jetzt kann ich hier alles. Nice. Okay, das ist cool. Hier sind 12er Buffs. Okay, nice. Dann lass mal weiterfliegen. Grüße. Grüße. Das soll es. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich müsste eigentlich auch noch. Obwohl, ich weiß gar nicht mal, ob ich die Quest annehmen soll. Hier ist eine Quest, die heißt der versunkene Tempel. Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Ich weiß nicht. Ich fliege jetzt aber Desolace und auf dem Weg. Ich gehe mir noch eben was zu trinken holen. Ah, dieses Holy. Ich weiß nicht, ob das ist, weil das einen Geschmack hat. Aber ich trinke normal Wasser immer. Und auch als ich in Köln war, da hatte ich statt Wasser, weil das Leitungswasser hat mir irgendwie nicht geschmeckt in Köln, das ist irgendwie so komisch. Dann habe ich halt dieses Wasser getrunken, das war so ein SK-Wasser, das ist in Kooperation mit Rewe. Und die machen so ein Vitaminenwasser, das echt, das war echt lecker. Und also ich habe die Zutaten geguckt und das war echt, also alles so natürliche Zutaten und alles. Und da dachte ich mir so, nice. Dann habe ich halt das Wasser getrunken statt Leitungswasser. Und dann habe ich so viel getrunken irgendwie. Also viel mehr als sonst. Und musste die ganze Zeit aufs Klo. Und jetzt habe ich dieses Holy-Ding probiert hier. Also dieses mit Pulver. Und ich glaube, ich trinke echt einfach schneller oder mehr, wenn ich das trinke im Vergleich zu Wasser. Ich trinke eigentlich sonst auch genug Wasser. Meistens, wenn ich am PC bin. Ich trinke schon viel, also ich glaube nicht, dass ich damit Probleme habe. Aber ich glaube, ich trinke noch mehr, wenn ich das habe. Wie lange braucht ihr ungefähr? Viertelstunde? Ich bin das wirst du nicht, sammeln jetzt die Quests hier alle ein. Ganz unten der Map ist auch noch eine Dingens nicht übersehen. Ah ja. Macrodeath, danke für die 100 Bits. Die kann man wahrscheinlich auch teilen. Das ist auch ein super gutes Emote. Nice. Ich brauche auch einen Schlüsselanhänger. Ja, ich habe einige Schlüsselanhänger übrig. Also ich glaube, ich habe irgendwie so... Ich habe 50 Schlüsselanhänger. Und ich glaube, ich habe nur 30 oder so anderen Leuten versprochen. Also ich könnte noch 20 weggeben. Normalerweise mache ich das nicht, weil die Leute können
Ich habe die diese Terra Dinge Mock halt beim geholt, Special Stream gewinnen und das ist dann halt dieses Limited Edition Ding, wo die Leute halt nur das da gewinnen können und sonst nicht. Aber wenn ich die übrig habe, vielleicht mache ich da so ein Giveaway, das so, wenn ich die sowieso habe. Sonst schenke ich die halt nur Leuten hier. Also im Real Life würde ich die ein paar Leuten schenken wahrscheinlich. Aber es sind halt so viele übrig, ich weiß nicht. Und wegschmeißen möchte ich die auch nicht. Solin ist ja auch mega ungesund. Nee. Warum? Also ungesünder als Wasser, wahrscheinlich schon, ja. Das machen die nicht. Aber soweit ich weiß, ist es nicht ungesund, nee. Also, ich weiß nicht, ob die irgendwelche Produkte haben, die jetzt vielleicht nicht so nice sind. Ich brauche doch so aber der Könige für den großen Segen. Die Sachen, die ich habe, sind nicht jetzt irgendwie mega ungesund. Reagent-Wender? Achso, die wollen Wie bitte? Schmeckt dir jetzt aber das Leitungswasser wieder gut? Ja. Nee, mein Walking Pad ist nicht klappbar, nee. Das ist ultra dumm irgendwie. Also ich sehe eine gemischte Warenhändlerin. Das war das Bier, was nach Wasser geschmeckt hat? Nee, das ist nicht Energy Drink. Also die haben das auch, aber ich trinke nicht das. Ich mag Energy Drinks nicht. Ja, es gibt halt das ist nicht so mein Ding. Also es ist ja auch der vom Mercury, danke für die 2 Monate. Und Traum, danke für das. Danke. Danke für den Hype-Train. Ja. Aber ja, also die machen auch Energy Drinks. Also die machen halt Pulvergetränke. Und eins davon ist halt ein Energy Drink. Oder die haben auch eine Serie oder eine Linie, wo die eben Energy Drinks auch haben. Aber die, wie gesagt, ich mag generell keine Energy Drinks singen. Wie ich die auch nicht. Ich habe jetzt einmal habe ich dieses Iced-Tea-Ding probiert und das war ziemlich lecker. Das ist schwarzer Tee mit Pfirsich. Und heute hatte ich so einen Hydration-Drink probiert. Ich denke mal, da sind Elektrolyte und sowas drin halt. Und das war White Peach, das war auch lecker. Es war mir jetzt bis jetzt beides zu süß. Also ich musste mehr Wasser dran machen, als es irgendwie vorgeschlagen wurde, weil mir es zu süß war. Aber da ist ja keine Zucker drin, sondern Süßstoff einfach nur. Aber es schmeckt schon lecker. Also nicht vor einer Viertelstunde noch 6,5K Schritte. Ja, genau. Ich cheate immer Schritte dazu, wenn du nicht hinguckst. Almi. Also wenn du wegguckst, dann mache ich immer so 2000 Schritte dazu. Aber also... ich gehe ja. Also ja, wenn du mal länger nicht hinguckst, dann kommen da Schritte dazu, ja. Ich gehe ja aktiv. Ich mache mir bei Holy auch immer Meerwasser rein, weil es sonst wirklich zu süß ist. Aber Meerwasser sollte man nicht trinken, da ist ja Salz drin und so, ne? Aber nee, ich weiß, was du meinst. Ich werde das, glaube ich, ab jetzt auch immer machen. Also einfach so default einfach ein bisschen mehr Wasser reinmachen, glaube ich. Weil das mit der Süßigkeit, also ich finde ja immer die Leute, je nachdem wie viel Zucker man sonst isst, möchtest du mehr oder weniger süß. Aber ich esse sonst echt nicht so viel Zucker, obwohl ich Zucker liebe. Ich liebe Süßigkeiten. Ich liebe Süßigkeiten, aber ich esse seit einem Jahr oder 2 esse ich halt echt viel weniger Süßigkeiten. Und jetzt merke ich auch direkt, dass Sachen, die mir früher geschmeckt haben, die sind mir jetzt zu süß oft. Das ist echt krass, wie schnell das eigentlich geht. Termikoi, danke schön für die 2 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Elohai in der Leiste, check. Ja, Elohai ist in der Leiste. Jupp, jupp. Also ich mag es immer noch, ne? Also es ist nicht so, als würde ich keinen Zucker mehr mögen. Ja. Aber es ist echt wirklich weniger geworden. Also die Sachen müssen nicht super, super süß sein, damit ich sie mag. Dachtest du, lange für 2000 Schritte? Ja. Boah, ich glaube halt nicht, dass... Ich weiß nicht, wie viele Schritte ich in einer Viertelstunde mache. WoW Retail Bugs?
Boah, ich kann es dir jetzt auch vorrechnen, andere Spieler wegporten kann als Mage. Ja, das ist richtig Portal geil. Wenn es dir so wichtig Du ist. musst den Spieler im so Target geil. haben, aufs Portal Ich werde das mal klicken und kurz der Spieler ausrechnen wird dann ungefähr. geportet, statt du selber. Weißt du, wo das noch Also in der funktioniert? 4. Ich glaub, Stunde gerade mache ich Karte meinte. ungefähr. Ruhestein. Der hatte gerade jemanden im Target, Warte hat mal. Ruhestein benutzt und dann ist der Das Typ ist doch falsch, das ist weggeportet doch worden. falsch. Und er steht immer noch mit Ruhestein-CD da, wo er ist. 1125, Und der andere kann ist das sein? weggeportet. Wahrscheinlich, oder? Wie geil. Gab es nicht auch so ein Mage-Portal, das man setzen konnte, wo man einfach der Luft spawnt und Ja, stirbt? ja. Leute machen ein Theoretisch Dalaran-Portal, ne? Theoretisch kannst du jetzt einen Sturm hinstehen und alle Leute dahin porten. Das ist so geil, Das ist weird. Du musst nicht mal mit denen in der Gruppe 1200, sein. ja. Hier, ich hab die Clips gesehen. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Also ich habe nicht 2000 Schritte gemacht in der 4. Stunde, sondern 1200. Aber du hast halt wahrscheinlich nicht, warst nicht in 15 Minuten weg, sondern wahrscheinlich ein bisschen mehr. Lange. Das ist ein Pre-Patch-Event. Ich habe mitgezählt, die Zahl ist korrekt. Nicht dieses, yo, steh halt rum und warte 3 Stunden, dass ein Rare spawnt. Das wollten wir doch alle, hä? Aber ich finde es immer lustig, wie die Leute... Ich finde es lustig, wie... Also jetzt nicht auf dich bezogen jetzt im Moment, aber... Landest du da es gibt echt viele Leute, die die ganze Zeit Das weiß ich nicht. Also die Stepzahl halt angucken einfach Leute von der anderen Fraktion und einfach in so das halt die in Hauptstadt. Frage stellen, ob das stimmt oder Das nicht. ist auch geil. Die fragen dann, wie das gezählt wird und warum das so gezählt wird. Und manchmal, wenn ich dann kurz runtergehe vom Walking Pad, dann zählt das ja weiter, weil es ja manuell gestartet und gestoppt wird. Geholt? Ja. Und ich finde das relativ lustig, wie irrelevant es ja eigentlich ist, die Stepzahl. Das geht ja um nichts. Also es wird ja nur angezeigt, weil die Leute oft fragen. Check, die ist teilbar. Die Leute fragen Ja, halt ist nicht echt teilbar, oft sorry, nach oder? den Falscher Schritten Teil. und Die ist deswegen nicht wird es halt teilbar. einfach nur zur Interesse halber angezeigt, ne? Und ob da jetzt 200 Schritte mehr oder weniger sind, ist ja komplett egal. Soll ja nur so ein bisschen als Infos sein. Danke, WoW. Wahrscheinlich, weil der Dude nicht an einem festen Ort steht, sondern sich ein bisschen bewegt. Genauso geil wie diese Scheiß-Quest für Hügel. Die du nicht teilen kannst, weil der Typ dir einen Ausdauerbuff gibt, wenn du die Quest annimmst. Und nur deswegen kannst du sie nicht teilen. Würde mir absolut nichts bringen, wenn ich da jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund 2000 Schritte dazu mache. Du musst immer Elite angreifen. Ich glaube, damit beeindrucke ich niemanden. Mit Glück. Ah, da ist der Bogen. Du läufst doch nicht selber, du lässt einen Hamster auf dem Laufrad. Für mich ganz interessant genau. ist halt dann auch die Hautlinge als Tank. Ist halt. Kann ich jetzt Eis? Mann, ich kann immer noch kein Eis. Thrashblade, ja. Ja, der extra Schlag ist halt cool. Der Ne? Effekt klingt so broken. No, I'm not healing, I'm doing damage. Matthias is halt tanking Blutlingsbogen. and Jenyan is healing and everyone Ja, else is doing damage. Hey Knallus, danke für die 25 Monate, dankeschön. Die haben auch wirklich jede Danke, dieser danke, danke, Quests, wie wo geht's? das Zeug gibt. Du hast jetzt eine deutsche Community, da ist Krass, dass wir Finalkeit heute sehr wichtig. So 2 High-Level wieder verloren haben, über 50. Ha, stimmt natürlich. Ja. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Quest, die mir ja Ich bin ein angezeigt bisschen wird, falsch nicht oben auf gelaufen, dem glaube Berg ich. ist. Der auch hier rüberlaufen kann. Das sieht ein bisschen sehr steil aus hier. Oh, die eine kann bestimmt auch nicht teilen, Ähm, die ich gerade angenommen habe. Ich glaube, die sind alle im Dungeon drin, wo du gerade bist. Ah, okay. Ah, wie sieht's aus? Die sind schon mal alle in Desolate, glaube ich. Okay, perfekt. Wir müssen halt alle noch die Quest im Süden holen, weil die nicht teilbar ist. Gibt irgendwie ein Item, deswegen vermutlich. Nee, das ist, also das gibt's, also das ist ja, nicht, das das ist kein Item Stream gibt's, Elements Widget, das ist ein Code, der geschrieben wurde. Also das ist ein Custom Code für das, für den Schrittezähler. Das ist nicht irgendwie von Stream Elements. Ja, Meeres ist 57. Das ist schon richtig hart. Hey, Verfaller.
Sehr verehrte Königin, ich habe gestern mit Freude festgestellt, dass Sie in meinem Lieblings-World First bei Blackhead dabei waren. Zum Ende den Teller fallen gelassen. Deinen Teller fallen gelassen? Er ist nicht verwirrt. Aber Blackhand war ein cooler Boss. Ich fand den echt gut. Blackhand war richtig, richtig nice. Ist ein echt cooler Fight. Ist auch einer von meinen Lieblingsbossen, muss ich sagen. Also von den Bossen, wo ich dabei war. Für Race of First. Nach Lei Shen. Lei Shen war schon ein bisschen cooler, glaube ich. Lei Shen hatte halt was Besonderes. Aber Blackhand halt auch. Blackhand war schon richtig cool. Ich fand generell den ganzen Raid echt cool. Da gab es ziemlich viele coole Bosse. Ach so, Verfaller. Keine Ahnung, wer das. Ich glaube, das war Fragrance mit dem Teller oder so. Ich glaube, das war Fragrance. Aber ich weiß nicht mehr genau. Oh, ich glaube, ich kann jetzt Eisen abbauen. 125 habe ich jetzt. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Wir müssen schon ein bisschen aufpassen im Dungeon, weil wir haben keine Double Buffs. Ich hatte gestern nicht gestern. Das letzte Mal, als ich da war mit Meeres und so, hatten wir Double Buffs. Aber da waren wir auch relativ underlevelt. Jetzt haben wir schon. Sehen wir schon gut aus, glaube ich, von den Leveln her. Wo ist denn sein Name? Ah, da oben, natürlich ist er da oben, klar. Was sollte er auch sonst sein? Klar. Seid ihr schon komplett drin oder wollen wir irgendwo warten? Ich stehe vor so einer Steintür, die sieht ominous aus. Ja, same. Sagt mir Bescheid, wenn alle da sind, dann logge ich mich ein. Hast du denn was Leckeres zu essen wenigstens? Das kocht gerade. Oh, Manfred. Der Manfred ist auch hier. Geil. Ich poliere inzwischen, weil ich muss meine Waffe skillen. Jo, ich taunte. Nice. Jetzt Der Manfred ist mein zeigt Eis für mich. leer. Tausend Dank für den Sub an Manfred. Dankeschön. Den Clip von Mauki und ja, gucke ich mir dann an, wenn ich Zeit habe gleich. Mach ich. Hey Skalu, guten Abend. Wie geht's euch heute? Mittwoch? Geht eigentlich, oder? Ist bald Wochenende. Mittwoch Feierabend. Nur noch Donnerstag und dann Freitag, der beste Tag der Woche natürlich. Geht schon, ne? Nicht mehr so lange. Bergfisch? Wo ist denn Bergfisch? Hey Schöpfer. Der Manfred tankt echt gut für mich. Das macht das super. Oh, mein Laufband stinkt. Ich muss das ausmachen. Müsste das nicht... Müsste das nicht ein bisschen mehr brocken, dieses Schwert? On Hit ist das ja. Hm.
Ist so gut wie das Pad mit drin, das klingt irgendwie, sieht so aus, als wäre es ein Druide einfach. Okay. Maurice ist gleich hier. Nee, das Laufen ist jetzt nicht unbedingt laut, aber ich muss auch sagen, ich habe ein Headset auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie störend wäre, wenn alles total ruhig wäre. Yes, ich komm mal. Okay. Nice. Also wenn wirklich hier Bibliothek ruhig wäre, dann würde man das halt schon hören. Wäre vielleicht schon störend. Je nachdem, wie laut es halt ist. Weiter dabei, ja? Ja, das ist eine gute Frage. Meine Waffe hat 64 Double, das muss reichen. Okay. Ja, das ist ein Fahrrad, ne? Ich setze mich gleich hin. Boah, da ist das lange, oder? Jetzt bin ich 184. Boah, ich weiß nicht, ob ich die andere Waffe nichts verkauft, glaube ich. Da haben sie mir in die Bank getan. Oh, ich habe ihnen das Bufffutter. Nice. Dolometer, danke für die 43 Monate. Dankeschön. Hat dann aber erzählt. Dankeschön, Dolometer. Wie geht's? Warte, ich setze mich jetzt hin. So, I'm on my way. Hallo. Ey, dieser scheiß Tisch. Ich bin da. Ist schon unten, oder? Ich bin doch vor der Tür oben. Ist noch nicht gelayert. Ja. Dieser scheiß Tisch, das Touch-Ding ist irgendwie so ein bisschen kaputt. Ist noch eine andere Gruppe vor uns. Das wird jetzt witzig. Wochenmitte ist Bergfest. So, ich habe bis für uns jetzt nennt man das anders. 1, 2, 3, 4, 5 Quests. Ja. Ich habe 1, 2, 3, 4. Eine gibt es im Dungeon und eine gibt es, glaube ich, davor oder so. Kannst du die teilen, die aus Terramore? Dankeschön. Jetzt habe ich auch 5. So, da sind wir. Okay, ich buff mal schon mal durch. So, ich brauche noch... das mache ich später. Ja, gib mir meine ja. Harald ist durchgelaufen. Okay. Ich muss bei Skip so dran denken, dass ich mein Pad dismisse. Nächste Pad-Bull, jo. Hier geht's noch. Genau, sagt mir immer am besten, wenn ich irgendwas beachten muss, wo ich stehen soll oder irgendwas, aber wann ich nicht heilen soll. Alles. Ja. Alle da? 1, 2, 3, 4. Einer fehlt. Ich komme. Welche kleben ja ganz genau. Ja, wo seid ihr? Mal die Treppe runter. Ich markiere mich mal. Hab ich auch markiert schon. Also ich wollte Wasser holen, habe ich vergessen. Fuck. Ach, hier. Ein paar Sachen kriegst du noch vor dem Dungeon zu machen, ja. Genau, dieses Zepter von Morrow, dann ist auch gut, dann kann man den Skip-Run später machen, wenn wir die Quest haben. Jetzt bin ich in der Mitte zuerst irgendeine Quest haben? Egal. Matthias weiß bestimmt Bescheid. Ich werde erstmal kein... Oh, nice. Geht schön. Dankeschön.
Alter, Nakura, jetzt fett. Danke, danke, danke. Extra gewartet, hä? Ja, genau. Ihr will immer nur flexen, ey, ich sag's euch. Ja, die wollte das im Stream zeigen und alle rüber gegen GZ schreiben. Mann. Ja, wollte Zuschauer. Reicht ja nicht schon, dass sie Twitch jetzt Platz 1 ist. Ja, ich wollte Ingame auch noch Platz 1. Soll ich aber annehmen? So, Mr. Mo, du hast noch eine Lederlieferung. Ah ja, danke. So, einmal da annehmen und dann können wir hier gleich eine Fiole, glaube ich, benutzen. Ich finde, Level 50, das ist schon echt hoch. Boah, das ist schon krass. Das finde ich krass. Ja, mein Pad wird halt pullen, wenn ich hier runter. Beschichtete himmelblaue Fiole müsst ihr hier benutzen. Okay. Der Money macht das schon. Dankeschön für die 400 Bits, Thompson. Dankeschön. Danke, 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 danke. Hast du irgendeine Aura geskillt? Die irgendwie besser ist? Vergeltung. Okay, dann mache ich Hingabe. War das hier? Dann ist ein bisschen verwirrend, die Gänge. Irgendwo in die Richtung müsste gleich links dann dieser dritte Kahn sein, den wir brauchen. Für eine Quest. Hier ist einer der Eingänge von auch Maraudon, aber müssen wir noch nicht rein. Müssen noch anderen Kram machen. Noch 10 Level, ja. Die letzten 10 dauern schon eine Weile. Aber ich fühle mich auch safer irgendwie mit. Mein Heal hat einfach mehr. Ist schon seit Tagen verbuggt. Oh. Ich sehe ja immer, wenn ich jemanden heile, was da potenziell voll geheilt wird. Und wenn ich aber schon geheilt habe, dann geht dieser grüne Balken nicht weg. Das nervt. Das ist weird. Ja. Wird mir stinken. Das ist ein bisschen komisch. Ja, vielleicht führt das einfach dazu, dass ich nicht genug heile. Wäre doch voll witzig, oder? Dass niemand stirbt. Ja, das schon ziemlich ich komme als Einzige raus. Krank. Junge, dann deinstalliere ich erstmal WoW. Wie läuft der Umbau vom Studio da? Ja gut, wir haben alle Wände rausgehauen. Freitag wird alles entsorgt mit Container. Auch die tragenden? Was brauchen wir? Auch die tragenden Wände? Das sind keine tragenden Wände. Du hast bestimmt so Zeit, Pappenheimer, oder? Ey, hör auf damit. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm, wirklich. Haben die Leute das denn geschrieben, ob du die dann auch rausgenommen hast? Ach, hast du auch aufgepasst, ob die nicht tragend sind? Was ist hier? Was müssen wir mit dem Die machen? müssen wir böse machen und töten. Okay. Ah, checke. Ja, die Menschen sind einfach manchmal pur blöd. Ey, also Instagram war wirklich voll mit Haralds und Günthers, die halt wirklich alles kommentiert haben, wie falsch man irgendwas macht und dass man ja auf das aufpassen soll, weil man das bestimmt nicht weiß. Einen der Edelsteine müsst ihr da looten. Nochmal. Genau, hab ich. Ah, okay. Ja, dann können wir eigentlich wieder auch langsam weg hier. So. Dann müssen wir wieder zurück. Also in die Instanz meinst du, oder gibt es noch einen Kahn? Nee, wir müssen noch hier draußen sind noch Kahns. Ich meine auch bei dem anderen Eingang, ne? Genau, wir müssen noch mal jetzt wieder back. Allgemein draußen gibt es auch noch die Schattensplitter und so von den Elementaren. Chris, into watching this brain rot for a decor item? You know you can watch people that speak English that you understand. And you don't have to watch my stream in particular. You can literally watch any stream. I mean, honestly, I'm kind of impressed. I'm actually impressed that you managed to find a German stream to watch to get your decor item instead of just watching an English-speaking stream. I think that's honestly very impressive. I'm proud of you that you managed to do such a simple task wrong. And then also just like complain about it in Twitch chat and call my stream bad just because you don't understand it. Honestly, that is impressive. I am impressed
at that level of incompetence. How do you live life? Like, how do you... Is there somebody looking after you? I'm worried about you. I am worried. Do you live at home? Is your mom gonna, like, helping you? Picking out your clothes and stuff in the morning? Making food and stuff? Like, I'm worried about you. Das arme Pet. Ja, es ist wirklich rennt dann gerade außen rum. Hier ist noch okay. Im Dungeon, es gibt mir wahrscheinlich eh nicht so viel. Ja, ich kann auch nicht die ganze Zeit das Pet dismissen, weil so viel Food habe ich auch nicht dabei. Solcher Leute gibt es Schuhe mit Klettverschluss. Mit der Gilde. Zieh mal auf 10 Ragebaiten. Ja, manchmal, wenn die Leute Ragebaiten, muss man ein bisschen zurück Ragebaiten. Ne? Sonst hätte das ja gar keinen Sinn gemacht hier. Ja, wir skippen hier alles, aber ich muss meine Waffe skillen. Was lerne ich eigentlich mit Level 50? Warte mal, was lernt man hier? Viel Aggro. Dahin, Gott, Handauflegen? Heiliger Zorn! Sick. Der eine Kahn ist da unten. Boah, da lernen die echt viel. Oh, shit, das muss ich alles... Ich muss zum Lehrer. Erinnere mich dran, ich vergesse das 100 Pro zum Lehrer zu gehen. 100% vergesse ich das. Rockwurm. Naja. Was denkst du, kündet bis morgen an? Ja, morgen ist eine Ankündigung um 18 Uhr. Ne? Das gucken wir auf jeden Fall live dann im Stream. Boah, ich habe keine Ahnung, was die ankündigen. Vielleicht so ein bisschen so ein bisschen vielleicht eine Roadmap oder so für 2026, weil das haben sie ja noch nicht angekündigt, oder? Für dieses Jahr. Eine Roadmap generell ist so ein bisschen... Das ist ja immer so ein Ding, das machen die. Und ich glaube, für dieses Jahr haben sie noch nichts announced. Vielleicht so eine Roadmap. Und den Stein. Hansi, danke für den Prime. Dankeschön. Ja, das wäre halt cool, eine Roadmap, finde ich. Dass man so ein bisschen Bescheid weiß, wann halt was rauskommt und so. Das wäre schon nice. Ohne Witz, also ich... sorry, wenn ich das so sage, aber ich muss sagen... Das Gute ist, die kann jeder looten. Ich würde mich echt freuen, wenn sie nicht so viel Content rausbringen wie letztes Jahr. Rüber und weil ich würde halt auch gerne mal was anderes spielen. Mann, irgendwie in WoW kommt auch so viel raus. Jetzt ist Hardcore Classic Event, dann ist TVC, dann kommt Midnight raus und dann ist, keine Ahnung, Thunderstorm und dann ist das und dann das andere und dann... Man, irgendwie denke ich mir oft, Mann, ich hätte schon Bock, mal ein anderes Game zu spielen, hin und wieder mal, ne? Ja, wie gesagt, der eine war eben tot, ne? Deswegen dachte ich, machen wir eben die Splitter. Und ich weiß, ich kann natürlich was anderes spielen, ist ja, musst du nicht immer alles mitmachen, aber... Es ist halt FOMO. Also wenn irgendwas rauskommt, man spielt es nicht, das ist halt schon total FOMO. Ihr UI wird vorgestellt mit 10 Euro pro Monat. Edler. Oh Gott, dieses ganze Add-on-Drama, ne? Boah, das kotzt mich schon ein bisschen an, muss ich sagen. Ach, irgendwie ist es schon anstrengend. Ich werde wahrscheinlich mit Standard-UI spielen. Und ich glaube, viele werden wahrscheinlich Standard-UI spielen. Aber mich nervt es schon total, dass diese ganzen UIs irgendwie jetzt trotzdem funktionieren und dass die Leute alle Geld verlangen und... Also ich verstehe schon, warum sie Geld verlangen. Ich bin jetzt auch nicht dagegen, muss ich sagen. Also, ich verstehe das vollkommen, dass sie da was verlangen, wenn das echt... Also es dauert ja ultra lange, das einzustellen alles, ne? Also ich verstehe das vollkommen. Aber es finde ich halt trotzdem scheiße, dass es... Dass sie halt die Add-ons verbieten und dann gibt es trotzdem halt Add-ons, die eigentlich genauso sind wie früher fast. An mir kommt da irgendwie... Ich habe das sonst schon gesagt. Aber für mich ist es so, ich würde lieber ganz oder gar nicht haben und nicht dieses Halbding, was wir jetzt haben, das ist irgendwie so ultra anstrengend. Ich werde halt trotzdem mit Standard-UI spielen, weil mir das auf die Nerven geht, aber... Ja, das Standard-UI, also das finde ich ja nicht schlecht. Ich finde das Standard-UI echt nicht so schlecht. Es ist natürlich nicht so gut, als hätte man jetzt irgendwie perfekte Add-ons eingestellt, ne, aber... Ich glaube, daran kann man sich schon gewöhnen, das Standard-UI. Und das werden sie auch noch ein bisschen optimieren, finde ich.
Das Einzige, was mich echt nervt, ist, dass es trotzdem so viele Add-ons gibt, die trotzdem einfach so aussehen, als hätte es den Add-on-Verbot irgendwie nie gegeben. Habt ihr die ganzen UIs gesehen von Quasi und Now und keine Ahnung, und Elf UI? Es gibt ja alles wieder. Und es sieht aus wie vorher. Und es geht fast alles wie früher. Und dann gibt es irgendwie auch so ein Add-on und das ist was wie Weak Auras schon wieder? Keine Ahnung, das ist echt dumm. Einfach nur. Ja, ich habe gehört, da ist ein Drama gewesen. Also da war echt Drama mit Quasi und der spielt jetzt auch gar nicht mehr, oder? Also der ist jetzt irgendwie raus. Ich fand den Livestream ich bin gemutet. am Montag in Köln mega witzig. Echt? Nee, das freut mich echt. Egoist. Das freut mich. Ich habe auch vorhin schon gesagt, dass ich vielleicht ein paar mehr IRL-Streams so machen möchte. Okay, also... Ja, Gott, ich muss das Pad dismissen. Weil ich ja schon Level 50 bin und wir haben nur noch 3 Wochen, bis der Raid dann so ein bisschen gecallt wurde. Und also das schaffe ich schon. Ich werde ja trotzdem noch viel spielen und so. Aber ich dachte, vielleicht kann ich jetzt ein bisschen Zeit investieren, ein paar andere Streams zu machen hin und wieder. So einen halben Tag mal IRL-Stream, Skifahren gehen oder rodeln oder irgendwas. Wenn mal schönes Wetter ist oder so. Und dann halt den restlichen Tag halt WoW spielen. Oder ich spiele auch vielleicht mal ein anderes Spiel oder so hin und wieder mal. Dass man halt nicht nur den ganzen Tag WoW streamt, sondern auch mal was anderes macht, wenn ich schon so viel streame. Weil man hat ja die Zeit jetzt dafür. Das bringt dich direkt zum Boss. Endboss, weißt du? Und ich hoffe auch, also ich wollte auf jeden Fall noch... Ich wollte Elden Ring spielen zwischen dem Hardcore-Event und Midnight-Release. Wenn ich das so 2 Wochen irgendwie noch finden würde, wo ich halt total Elden Ring durchzocken könnte, weil ich habe das noch nie gespielt und ich habe generell noch nie Dark Souls oder irgendwie so ein Souls-like gespielt und ich würde das echt super gern probieren. Und ich sag das schon die ganze Zeit, ich sag schon seit der Ewigkeit, dass ich es probieren will und ich finde ja dann irgendwie nie die Zeit dafür. Warum und es wäre halt echt nice, wenn ich vor Midnight das noch probieren könnte. Nur rein für einen Boss? Ja. Warum? Dann reicht 2 Wochen nicht. Wie lange dauert das? Ich habe das noch nie gemacht. Ne? Und das Zepter Wie lange brauche ich dafür? 3 Wochen? Es gibt fast den ganzen Dungeon und du musst nur so einen ganz kleinen Abteil machen. Also du bist quasi bei den letzten 2, 3 Bossen direkt. Shit, dann weiß ich nicht, ob ich 3 Wochen ist schon viel. Nicht nur den Endboss. Aber du bist sehr nah dran und es gibt super viel Dungeon, ne? Ich verstehe. 150 Stunden? Und bei Endboss, der so geilen Stuff droppt, gehen die meisten halt dann nur einmal für den Full One, für die Quest und ab da eigentlich nur für den Endboss, weil der Rest droppt ja nicht zu krass ist. Boah, aber das geht doch. Okay. Hallo? Wisst ihr, wie viel WoW ich gespielt habe im letzten Monat? Also 150, das schaffe ich schon, oder? 150 Stunden. Okay, wenn ich 10 Stunden pro Tag spiele, sind doch 2 Wochen dann. Nice. Okay. Princess droppt Items, ja, mit denen man schon mal oder? im Core gehen Lol. kann. Wirklich? Ja, Präbiss-Kram droppt da. Oh. Okay, das ist krass. Das ist crazy, ja. Ja, wenn ich ein bisschen mehr habe als 2 Wochen, also wenn ich so 3 Wochen habe, dann würde ich es probieren. Aber ich würde dann auch voll committen, glaube ich. Also nur Elden Ring spielen. Das ist nix. Ich beschwöre. Also genauso wie ich halt auf WoW committed habe, für Hardcore würde ich das auch für Elden Ring dann machen. Aber ich weiß nicht, ob ich 3 Wochen finde. Das ist halt schon krass, weil wann kommt Midnight raus? Das kommt so früh schon raus. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Bei den Untoten nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Da ballerst du rein. Ja. Aber einen Knopf mehr dann. Was soll ich machen? Ja, gönn dir. Warte, bis ich meine Waffe geskillt habe. Dann mache ich auch Damage. Ja, für Palast und Waffen, die so extra Use-Effekte haben mit Macht Schaden bei Hit mit Glück, sind die besten. Ja. Im Retri-Bereich. Wir haben ja nur Auto-Attack sonst. Ja. So, wir haben alle Splitter. Dann können wir eigentlich hoch zum Dungeon, glaube ich, oder? Es stimmt schon, dass man am Anfang nicht so viel machen muss, aber ich möchte trotzdem nicht... Also ich muss ja trotzdem spielen.
Muss ja trotzdem leveln und ein paar Sachen machen und Housing würde ich mir auch gerne angucken. Boah, da muss ich erst muss ich später machen dann. Vielleicht mache ich Elden Ring dann so im Frühling. April, Mai, sowas. Geht's, glaube ich, runter, oder? Einfach wieder zurück, müssen wir zurück. Ja. Einfach nach Midnight. Dann benutze ich die Zeit zwischen Hardcore-Event und Midnight. Vielleicht mache ich da einfach... Was mache ich denn beide dann? im Dungeon sein, meine ich. Ich kann ein bisschen Guild Wars 2 weiterspielen. Ich habe das auch angefangen vor dem Hardcore-Event und wollte noch fertig leveln. Dann mache ich das. Und Where Winds Meet müsste ich auch noch ein bisschen weiterspielen. Ja, dann mache ich einfach Guild Wars. Ich muss nur noch mal 20 Sekunden gleich mal reingehen. Und kurz auf Fellowship würde ich auf jeden Fall noch gern noch mal spielen, aber erst wenn die eine richtige Ding rausbringen. Also eine richtige Season. Wie hieß die Khan-Quest? Weil ich habe schon mitbekommen, dass sie ein paar Updates und so gemacht haben, aber das sind ja nur Patches. Ich würde gerne, also, wenn die eine neue Season rausbringen. So. Echt? Warte, in Fellowship kommt am 19.02. eine neue Season raus. Echt jetzt? Aber dann würde ich das vielleicht schon spielen. Okay, ja. Achso, ja, das würde ich dann schon spielen. So, gebufft habe ich euch ja. Wenn eine neue Season rauskommt, dann gucke ich mir das nochmal an. Ja, das Spiel ist schon nice. Habe ich schon gern gespielt. So, ja. Sorry, jetzt stand ich dumm rum. Alter, kriegt mich nicht, bitte. Da unten ist der Da ist ja ein neuer Heal, nice. Boah, dann würde ich mir das vielleicht schon angucken, ja. Ist ganz cool. Ja, wir skippen mal nicht, oder? Machen wir normal oder springen wir runter? Ich skippen ist halt immer tot. Ich würde auch jetzt erstmal normal spielen. Wir brauchen ja alle EP, solange die ja grün sind. Ja, lass auf Nummer sicher gehen. Ganz entspannt. Kein Zeitdruck. Ich bin eben, also für Souls-like bin ich echt Einsteigerin. Da würde ich echt Elden Ring zuerst spielen wollen, weil die Leute meinen, das ist einfach gut zum Einsteigen. Und danach, weil mir es echt gut gefällt. Ja. Ich habe ja generell noch nie ein Souls-like gespielt. Wenn mir das gut gefällt, dann habe ich ja noch genug andere Spiele, die ich dann spielen kann. Aber ich würde echt erstmal Elden Ring spielen. Wollen wir ein bisschen Hype-Musik hören für das Dungeon hier? Helweit, danke für die 3 Monate, vielen Dank. Geil, Dankeschön für den Prime, vielen Dank. Ja, noch eben trinken. Hey, Tragea, wie geht's? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, Leute zu fragen. Also ich weiß nicht, ob ich um Hilfe fragen soll oder ob ich das einfach alleine rausfinden soll. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, in Elden Ring nach Hilfe zu fragen oder ob das einfach zur Erfahrung dazugehört. Also, ich weiß nicht, ob es einfach cooler wäre, wenn man das einfach alleine macht. Solaris, Dankeschön für den Prime. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es ist schon cooler, wenn man das so alleine macht, so blind, oder? Oder denkt ihr, das ist zu schwierig? Jawohl, also wenn es nur weil es schwierig ist, ich würde trotzdem gern machen. Ist mal alleine? Okay, ja.
Dachte ich mir immer auch, dass es irgendwie nett, cooler wäre, wenn man es alleine macht. Und wenn ich echt irgendwie total stuck bin, dann kann ich immer noch fragen. Ja, die ganze Zeit, wir kommen gar nicht hinterher. Aber wir müssen alles klären hier. Bei zu viel Frust kannst du Henne fragen. Es gibt ja echt viele Leute, die hier beim Event dabei sind, die auch richtig gern Souls-like spielen, ne? Hab ich schon mitbekommen. Ich muss mir dann aber noch ein gutes Gamepad kaufen. Ich habe nur so ein altes und das, glaube ich, geht nicht so gut, wenn man da echt gut spielen muss. Und ich kann generell nicht, also Controller ist echt schwierig. Warum müssen wir eigentlich Bäume töten? Die Armen. Das fragst du jetzt bei Bäumen und bei Hunden und Wölfen nicht? Klopapier. Ja. Und wie die auch sterben, guck mal. Oh. Toll, oder? Ja, einfach durchgehakt. Ja. Ja, die sehen auch total süß aus im Gesicht. Ja, du hast recht. Finde ich schon. Mhm. Ist auch ein bisschen oberflächlich jetzt von dir, ne? Absolut, ich bin ein absoluter oberflächlicher Mensch. Hab nur mit schönen Menschen zu tun. Ja. Oh. Letztes Mal auf Gamescom hast du mich gesehen und gesagt, ih. Genau das habe ich gesagt. Da muss ich mich auch vorbereiten auf die Reaktion, okay, okay. Warte, ey, wen greife ich denn hier an? Ich dachte so, hä, warum hitte ich denn den Mob nicht? Einige Items sind einfach so gut in Classic, das ist echt krass. Das Das ist dieser Typ, den wir töten sollen. Das ist bestimmt. Das ist einfach weg. Mal so ein bisschen erstmal hier hin, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Manchmal ist das Item-Level echt komplett irrelevant. Du hast ein Item von irgendwie Level 20, das ist viel besser als ein Level 60er-Item teilweise. Das ist schon hart. Okay, einmal Mana-Folge. Mike war auch sehr geschockt von dir, Real, am Wochenende. Ich wieder hier in die Ecke, dass wir alle gesteckt sind. Ja, du hast Gott sei Dank nicht I gesagt, als du mich gesehen hast. Kein SDK geskillt? Nö. Brauchen wir nicht. Ja, ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob er eigentlich ist. Vielleicht hat er sogar SDK. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er SDK hat. Kann gut sein. Ja, was macht die Waffe eigentlich? Ja, irgendwie... Wird das einfach als Nahkampf gerechnet? Statt ein Blitz. Ey, Heal, ganz wichtig. warum sagen die Leute, das ist eine gute Waffe? Die macht echt kein Damage. Ja, aber ich brauch's nicht mehr unbedingt. Ich hätte irgendwie einen Proc. Was ist das? Hä? Ich dachte, die Waffe ist gut. Was ist das für ein Müll? Ich habe im ganzen Dungeon einen Proc gehabt. Ich glaube, der kommt jetzt zurückgelaufen. Oder 2. What the fuck? Was ist das für ein Müll? Nee, es geht um die Waffe gerade.
Meine Waffe hat Nee, on natürlich Hit nicht. Proc Chance. Nein, ich mach's nicht. Aber macht irgendwie 0 Damage. Prockt irgendwie einmal alle 10 Jahre oder was? Ich hab noch eine Pat. Und ich hol die direkt mit. Ist auch kein Cyberstab. Hä, aber ich habe die Waffe ausgetauscht mit einer 2% Crit-Waffe. Ich hatte eine Waffe, die hat 2% Crit. Und ich habe die ausgetauscht mit der Waffe, die hat aber den Effekt hier, diesen Proc-Effekt, und der macht 0 Damage. Die Leute meinen, das ist besser. Aber das ist doch niemals besser. Wenn das insgesamt im ganzen Dungeon bis jetzt nur 400 Damage gemacht hat. Ich glaube, links rum war auch noch irgendwas. Ja, es geht um die Waffe, Das waren ja. zumindest Mobs. Ich glaube, ich das hab ist keine nur Ahnung. einer der anderen Wege. Ich glaube, es sind mehrere Wege einfach. Vielleicht irre ich mich aber auch. Also, wir können auch gerne gucken gehen. Ich bin für alles offen. Besser ein Spatz in der Hand Mal kurz gucken, als das eine war Gurke im irgendwie- Arsch. Da finde ich aber auch einen guten Das Sprichwort. war Also der gutes Kahn, Sprichwort. nice. Ich finde, das Sprichwort sollte man verbreiten. Kannst du die das nachgucken, wie viel Damage? Ja, habe ich doch nachgeguckt. Wie gesagt, die hat nur 400 Damage gemacht. Deswegen beschwere ich mich ja. Exorzismus. Das macht zu viel Akku. Ich hätte noch mal einen Proc jetzt. Oh, Ich bin immer noch die Müller. Erste. Im Damage. Mann, 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 Mann. Das ist so, dass eine Sackgasse ist tatsächlich. Ah, perfekt. Ich weiß nicht, wir brauchen die halt theoretisch als Ich möchte auch Killquest. keine Gurke im Arsch, dann nehme ich lieber den Spatz. Dunkles Böse. Du hast lieber das Spatz gibt im es Arsch als eine Gurke? Super Boah, da viele. bin ich mir jetzt nicht Dunkle ganz Böse sicher. hast du nicht. Ich glaube, du willst trotzdem wieder die Gurke nehmen. Voll. Vielleicht lag es daran. Das lag von manches ist voll, steht bei mir, ja. Ja, ja. Jetzt kannst du nochmal. Versuch mal. Ah ja. Lebt der Spatz noch? Stimmt, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da kommen aber noch genug Mobs. Ich muss die auch nicht direkt fertig machen. Ich kann auch erstmal skippen. Nein, es kommen wirklich, glaube ich, genug Mobs hier. Okay. Der ist tiefgefroren. Können wir Zucchini nehmen? Ich mag keine Gurken. Das ist so random, dass wir diese Ragnarok Könnte eine Ausnahme machen für dich, ja. Wollte ich schon sagen, warum geht die Mucke eigentlich so unfassbar ab? Aber hier ich drin? frage mich echt, wie man keine Gurken mögen kann. Oder? Wer mag denn keine Gurken? Oh ja. Die schmecken doch noch nix. Ist aber nur Wasser. Magst du auch kein Wasser? Kennst du nicht so tief, Rüdiger? Nee, das kann ich nicht. Ich kenne nur das Entsafter-Meme. Boah, das ist so funny. Das ist eins von den deutschen Memes. Eins von den wenigen deutschen Memes, die ich kenne. Unterspringen oder so. Ist dieses Interview, wo jemand gefragt wird über was sie am Morgen so macht. Und dann redet sie halt von Gurken im Entsafter. Und dass sich erst mal ein paar Gurken in den Entsafter schiebt. Am Morgen. Ah, das ist echt ein guter Clip, einfach nur. Ist das schon ein Segen des Befehls, Nagura, oder geht? Ob ich Siegel des Befehls habe? Ich hab das schon vermisst. Warum? So, hast du das nicht geskillt? Doch, doch. Warum Weil sollte ich es vermissen? Weil deine Waffe doch so schnell ist, dass du Rechtschaffenheit ab jetzt benutzt, statt Befehl. Ach so. Ja, das wusste ich nicht. Ich bin hier die ganze Zeit am Ziel, Ach, das twisten, macht Switch, aber irgendwie, ja, aber irgendwie macht das jetzt nicht so viel Damage. Ich habe mich nur gerade über meine Waffe beschwert, weil, also ich habe ja diese Nachtklinge jetzt. Und overall, guck mal, hast du Details?
Ja. Guck mal, wie wenig Schaden die Waffe gemacht hat im ganzen Dungeon. Das ist irgendwie nur 3-mal geprockt insgesamt. 4-mal, ja. Keine Ahnung. In Klassik ist das so, unter 320er Speed nimmst du Rechtschaffenheit, weil du dann mathematisch gesehen mehr Damage Output haben wirst als Befehl, weißt du? Ja, macht schon Sinn. Aber skaliert Genau. Rechtschaffenheit nicht auch mit Waffen-Damage? Nee. Okay. Das stimmt. Aber ich finde cool, dass du es gemacht hast. Also Ziel-Switching, finde ich cool. Ich habe das so ein bisschen angefangen, weil ich dachte, wenn ich tanken möchte, dann macht das Sinn für Aggro einfach. Ja. Deswegen habe ich das so ein bisschen probiert. Das ist hard to master. Aber ich finde cool, wenn man es probiert. Okay, der kann eine Rauchbombe machen. Ja, was kann er noch so? Ich glaube, das war es eigentlich, ne? Also der kann halt so ein bisschen Der macht stunnen. halt viel Damage, ja. Okay. Aber den kloppen wir um. Ist ähnlich gut wie den ganzen Server Goon zu erklären. Kann man noch mal Aber ich will trotzdem Info wissen, weil so viel Damage macht, glaube ich. Oh Mann. Ja, passt. Krieg ich mehr Threads. Weil er mich stunt. Manfred regelt. Oh, Schattenwiderstand. Wir müssen auch looten für Quests, genau. Ist. Nee, ich habe keine Petri. Ich bin erst 50 geworden im Dungeon hier. I'm an albatross. Ich muss immer noch, wenn ich Nagura lese, an das Schnitzel denken, was die gepostet hat. Oh, das war echt lecker. Das ist so gut. Ich würde jetzt schon noch eins essen. Ich esse gerade Bäume. Wie, du isst Bäume? Ja, Brokkoli. Junge, das sind riesig, das sind richtig dicke Brokkoli-Stücke in meinem Essen, Junge. Nach jedem Baum, den wir getötet haben, esse ich einen Brokkolibaum. Brokkoli ist auch ein geiles Gemüse. Ja, Ja, ich mag find das ich ja, auch wenn es gut. so zerkocht ist. Ja. Wir müssen mal Wenn eine man mal. Gemüsetierlist machen. Ja, ne? Boah, Wenn man also, mal schlechtes Gemüse hat, einfach Hollandaise drüber, dann schmeckt das Ja, auch. das stimmt. Wenn wir genug Butter braten, dann schmeckt alles gut. Rosenkohl ist geil, wenn du es Boah, ich karamellisierst. liebe Rosenkohl. Ja, boah. Oder Karottenscheiben aus dem Ofen. Oh. Ja, im Airfryer. Ja. Richtig gut. Kommt immer auf die Zubereitungsart an. Mhm. Tofu kann ja auch, entweder schmeckt das nach gar nichts oder ist richtig lecker. Oder Genau, Hühnchen ja. auch. Ja. Ja, geil. So, bei dem müssen wir aufpassen. Ich glaube, Midis dürfen gar nicht ran, oder? Wir kiten die komplett. Genau, wir kalten die Ja, zurück. die machen so einen Effekt. Ja. Das ist einfach dann Wenn wir dran stehen, kriegen wir Nefarius einfach Damage töten. halt. Wir können immer mal wieder einen Hit machen und weggehen sonst. Das überleben wir schon. Also die One-Hitten nicht. Okay, Das ja, ist mal, nicht mal Dramas. testen dann. Ich guck mal. Guck, wenn wir rangehen, wir kriegen so ein bisschen Schaden. Und Nefarius macht den Hauptjob. Heil mal Manfred ein bisschen, der Arme. Ja, der darf sterben, der spielt nicht Hardcore. Das wäre krass, wenn der Pet aber stirbt, ist aber tot. Komm nicht wieder. Oh. Ist ja immer neues Pet sehen, wenn es passiert. Ja. Dass überhaupt das Pet hat,
Das hat er random gefunden. So, was ich und bisher nicht mal bekommen habe, gesucht schmeckt war. immer nach Schuhsohle. Stand einfach Ich vor hatte, ihm. Pets sollte Hardcore doch, ich hatte schon mal guten Tofu. Jo. Nicht so oft, weil ich bin ja nicht Veganerin, ich bestelle mir nicht oft vegan. Auch, ne? Ciao. Aber ich hatte Du hast einfach mal einen einzigen Voidwalker, danach musst du ohne spielen. so Räuchertofu. Das hatte ich bei einer Grillfeier, hatte ich so Räuchertofu, Essen kaputt. das gegrillt wurde auch. Junge. Und das ist schon lecker, wenn es gut Sein gemacht will. wird. Oh mein Gott, das ist ein ganzer Gang mit Es den gibt ja echt Slimes. Tofu, das kann halt schon gut sein. Ja, aber das ist nicht so wild. Ich finde es halt wirklich so vergleichbar mit Hühnchen. Ja, also Hühnchen kann manchmal auch super. nach gar nichts schmecken oder halt nach nicht viel oder kann ultra trocken sein, keine mal Ahnung. wieder hitten. Oder es kann halt richtig saftig gemacht sein und gut gewürzt und mariniert und keine Ahnung und dann ist halt gut. Manfred ist gleich tot. Das mag der. Ich ihn nicht auf meinem Heal-Ding. Das muss ich mal irgendwie einstellen. Ja, ich habe den nicht Ja, auf muss ich meinem wohl Heal. zurück in die Badlands. Das ist vegan Essen am Samstag. Ey Leute, Leute, wenn ich irgendwo bin, wo ich noch nie war oder wo ich generell irgendwo Der schläft nur, der mit dem braucht kurz Stream, Pause. also für den Stream irgendwo, also beruflich irgendwo hinfahre, dann nehme ich mir immer vor, dass ich Aber da irgendwie lokal essen gehe, so in eine traditionelle Küche, Restaurant, keine Ahnung. Nee, das kostet Weil halt ich mir halt so viel denke, Mal, sonst das sehe ich wirklich 50% gar ist nichts weg. von der Stadt, wo ich bin oder vom Land. Weil wenn du für Stream dahin fährst, dann machst du halt oft irgendwas, was halt nichts mit dem Land zu tun hat. Zum Beispiel war ich in Frankreich, habe da was aufgenommen, so ein Werbespot für Hearthstone und war da mit Leuten, die waren auch nicht aus Frankreich und wir waren halt im Studio und dann haben wir aufgenommen und waren im Hotel, Studio, Hotel und dann fährst du wieder nach Hause und dann siehst du halt nichts. Deswegen nehme ich mir immer so vor, in ein Restaurant zu gehen, wo man halt, also wirklich ein traditionelles Restaurant und nicht jetzt irgendwie dann Sushi zu essen in Frankreich oder Aber immerhin wisst ihr, was die ich Ruhe von meine? Also einfach nur so ein begleitet dich bisschen, tapfer. dann google ich auch immer so, was so traditionell ist für die Gegend und was man halt da immer isst und keine Ahnung. Und das Ding war, ich war ja in Köln und und dann wollte ich das halt wieder machen, so ein traditionelles Restaurant und habe die Leute halt alle gefragt, ob sie halt mitgehen. Ich wollte halt mit allen halt essen gehen, so zum Schluss am Sonntagabend. Und dann habe ich aber erst irgendwie so gerafft, dass viele von den Leuten, die da waren, halt vegetarisch oder vegan waren. Dann habe ich so ein Restaurant reserviert, was ist so ein richtig traditionelles Kölner Restaurant. Und da gab es Schweinshaxe und Blutwurst und keine Ahnung. Und Hirschgulasch und Giftwolke machen. Ich weiß nicht, ob das die ist. das Krasseste einfach. Und dann gab es irgendwie 2 Sachen, die halt bestellen konnten als Veganer. Es gab irgendwie Käsespätzle, was halt auch nur für Vegetarier war und nicht vegan. Und dann gab es irgendwie so ein rotes, wie heißt es so? So ein Carpaccio irgendwie, keine Ahnung, oder so ein Tartar aus Gemüse, aus roten Rüben? Nee, wie heißt es nochmal? Ist besser zum Zurücklaufen. Wie heißen diese roten Dinge? Die rote Beete, ja, so ein rote Beete Carpaccio oder rote Beete Ding gab's halt. Und dann gab's einen veganen Burger. Und sonst nix halt. Oh, shit. Sie haben trotzdem alle was gefunden, aber ja. Immerhin war die Atmosphäre im Restaurant echt cool, finde ich. Also wirklich so ein traditionelles Restaurant. Da kamen sogar Leute, die waren verkleidet, weil ja Fasching bald ist. In Köln ist ja Fasching krass. Und da kam einmal so ein Cowboy um die Ecke. Was hast du danke gesagt? Es war schon trotzdem nett, aber ja, daran hatte ich schon wissen, wer denken soll. Lecker! Aber am Tag vorher, am Samstag, hatte Mike bei so einem richtig coolen veganen Restaurant bestellt. Drauf, Da hatte ich dann veganen Sushi. Das war echt gut. War richtig lecker. Ja, das schon. Und Also was habe ich denn noch probiert? Aber voll. Achso, eine Banane, glaube ich. War auch so, also so eine überbackene oder gebackene Banane mit Kokosmilch oder sowas. Ist echt gut. Kranke Eisfalle. Harald muss dringend zurückkommen. Er kriegt so ein Damage da drin. Gibt's ohne Pet Damage. Okay, Leute, können wir mal bitte Ruhe jetzt. Also, könnt ihr mal aufhören, schlecht über veganes Essen zu reden? Ist ja okay, wenn du nicht vegan isst, das ist ja vollkommen okay, aber du musst ja nicht schlecht reden, was andere essen, ist doch egal. Lass die anderen doch essen, was sie möchten, ne?
Sowas finde ich immer so dumm. Ist doch egal. Wenn irgendwer vegan essen möchte, dass die doch vegan essen. Das stört dich doch nicht, oder? So ist doch scheißegal. Und wenn es ein veganes Restaurant gibt, dann bestell doch einfach da nicht. Also das musst du ja... Das denke ich mir immer so ein Ding, wo ich mir denke, man hat ja genug Sachen, über die man sich aufregen kann und muss. Jeder hat ja ein Leben und jeder hat Probleme und so weiter. Da denke ich mir immer, musst du wirklich dich dann über andere Dinge aufregen, die dich wirklich überhaupt gar nicht... also, die dich halt null angehen und was dich null stört. Außer mir. Da denke ich mir immer, das ist halt komplett egal, ne? KNG. Das ist... also wirklich. Einfach nur ich habe auch Dummies, ja. Ah, nice. Okay, sehr gut. 2 Stück. Haben wir alle Light of Loom? Das habe ich nicht mehr. Calle, irgendwie Ruhesteinmäßig das oder muss so. ich verwenden, um mein Leben aufrechtzuerhalten. Das ist okay. Ich habe keine Loon mehr, aber... Tot ist, ein Gift. Aber Ruhestand habe ich. Also wenn man wegläuft, dann sofort aus der Gruppe raus, richtig? Ja. Wenn wir weglaufen und vor allem entweder ich oder Blech das callt, dann auf jeden Fall raus, genau. Es hängt halt davon, weil du hast ja Ruhestand ready gerade, oder? Ja. Also das geht ja natürlich schneller als aus der Gruppe rausgehen, weil das hat eine Minute. Aber wenn du den Ruhestand nicht casten kannst, weil du weglaufen musst oder so, dann schon aus der Gruppe raus, ja. Okay. Okay, warte nochmal kurz auf Full Mana hier. Hey Mekavity, wie geht's? Danke für die 2 Monate, Kilona. Und Kugelfang, danke für den Prime. Solaris, danke schön auch für den Prime. Danke an alle. Vielen Dank. Aber ja, ne, also es gibt wirklich genug Sachen, worüber man sich kümmern muss und haben ja alle ein kompliziertes Leben und Sachen, die halt sonst schwierig genug sind. Da muss man sich nicht über so Sachen irgendwie kümmern. Das ist halt einfach nur... Die kommen gar nicht alle mit. Doch. Ich finde das immer so ein bisschen verschwendete... Nicht nur Zeit, sondern auch so Mental Space, finde ich. Halt einfach so negativ über irgendwas denken, was sich halt nicht interessiert, so. Oder was sich nicht interessieren sollte. Denke ich mir immer, so useless. Und weiter nach hinten. Manfred! Mal, ich sterbe! Manfred! Ich hab's aber auch irgendwie krass in Erinnerung, das Gift. Das ist irgendwie fast one-shotted. Ja, zum Glück nicht. Zum Glück nicht, ja. I'm too lazy to get worked up over stuff like this. Way too much energy to use, right? Yeah, that's kind of what I was saying. I wish that's what everyone would be thinking, right? Like, what's the purpose to use brain power to get upset over something that doesn't affect you, right? Because I feel like that's it just affects you negatively for no reason. Und rechts halt zum anderen. I really think people would be happier if they wouldn't get worked up over things that like just really don't matter to them, you know? And other people also would be happier because then they wouldn't have this negativity, like, you know. Gleich die Gruppe wird auch witzig. So sometimes I feel just like let people just eat whatever the fuck they want if they want to, like. Die machen super viel Schaden, diese Und wenn jemand irgendwie fasten möchte, weil, keine Ahnung, weil sie halt einfach fasten, dann fasten die halt. Ist doch komplett egal. Ich verstehe die Leute schon, die dann, also das Einzige, was ich verstehe, ist, wenn wirklich jemand, die das aufzwingen möchte. Das finde ich auch nicht gut. Aber die Leute sagen immer, das passiert ständig, aber mir ist das noch fast nie passiert. Nein. Wisst ihr, was ich meine? Also die Leute meinen teilweise, boah, ja, die dürfen ja machen, was sie möchten, aber die wollen die ganze Zeit, dass die anderen dann auch vegan essen oder vegetarisch sind oder so. Die reden die ganze Zeit darüber. Und wenn das echt passiert, dann, gut, also das mag ich auch nicht. Ziemlich krass. Also, ich hätte jetzt gesagt, leben und leben lassen, finde ich halt. Also wenn
wenn jemand vegetarisch lebt und vegan ist ja da vollkommen rein, cool und vollkommen raus. okay. Wenn Wird auch ein paar die Leute natürlich. dann auf die Nerven gehen und sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du nicht auch vegetarisch oder vegan bist, das ist dann was anderes. Ne? Oder wenn die irgendwer seine Religion aufzwingen genau, möchte die oder Eisfalle, das dass die seine noch mal weggehen können und so. Sichtweisen, Ja, keine Ahnung, das mag ich auch nicht. Da hinten sind halt auch mal 3, die würde ich halt ungern mitholen. Also vielleicht schicken wir. Ich weiß nicht, ob du es. Aber solange die das nicht machen, ist doch vollkommen egal. Solange die dir nicht auf die Nerven gehen und einfach ihr Ding machen. Das geht. Ja? Okay, machen wir es so. Weil die Face-Akku auf dem Pad wäre schon nice. Oh, willst du nicht mehr getrollt? Sie haben keinen Bock auf Manfred. Jetzt aber. Die Stun, da müsst ihr ein bisschen wegbleiben, ne? Jen. Okay. Mhm. Ja. Jetzt alle gerade. Ah ne, das ist dann ja gar nicht, das sind die anderen. Okay. Lass mal die 2 auf Nagura. Lights on. Lights off. Ah, okay, ich verstehe. Turn the lights off. I get it now. Aha, aha. Aber wir haben die Playlist ist schon ein bisschen Vibe. Die fühle ich. Sehr schön. Schön. Wahrscheinlich der schlimmste Pull jetzt. Ich glaube auch. Ich habe 1, 2 Gruppen, diesen Scary Dungeon und das waren diese Pflanzengruppen. Der Rest geht. Ja, verstehe. Naja. Hauptsache, ich kann halt über alles aufregen, ja. Ich habe mal so einen Spruch gelesen und ich finde das jetzt nicht, ich sagte da aber öfter, weil mir vorkommt, also wenn man, mir kommt halt vor, heutzutage ist alles so, über Social Media und so weiter, ist alles so extrem, wisst ihr? Also alles, und dieses Ragebait, was es überall gibt und die Algorithmen, die sind dann alle auf Ragebait ausgelegt, die wollen ja, dass du irgendwas siehst, was komplett vom Gegenteil ist, was du, also deine Ansichtweisen halt einfach das Gegenteil von deiner Ansichtweisen, weil die halt wollen, dass du damit interagierst. Und deswegen ist Social Media schon gerade so ultra krass. Hi! Und deswegen kommen wir ja oft vor, wenn man sich davon fernhält, so viel wie möglich. Und auch Nachrichten. Ohne Witz. Also ich weiß schon, dass es wichtig ist, dass man sich informiert. Aber teilweise denke ich mir dann auch wieder, ey, wenn die meisten Nachrichten halt alles ultra negativ sind und alles komplett übertrieben und dramalastig und alles ist halt dieses sensational News-Ding, dann denke ich mir, dann lese ich lieber gar keine Nachrichten. Also, weil das ist ultra anstrengend einfach nur. Ist einfach anstrengend. Bro, als ob die Face-Agro so nicht reicht. Jetzt aber. Das ist Ich möchte auch noch Videospiele spielen. Bin gestunt. Geh am besten ein bisschen weg, Jen. Der hat diesen AOE-Stun. Ja, gehst du einfach auf Max Range. Mhm. Ich habe Siegel der Dings angemacht, hier Bin Gerechtigkeit und gestunt. den Der ist abgenommen. auf mir drauf. Hab ihn weggedingst. Nur auch nicht ran, bin gewurzelt. Alles gut. Ich hab ihn geholt. Oh, Slink hat's geschafft. Nice. Ich finde es toll, dass du Gaming und Bewegung was möglichst versuchst zu verbinden. Habe mir auch ein Ergometer-Setup gebaut, wo mein Controller an einer Handyhalterung hängt. Kubosoa, holy shit, wie nice ist das denn? Das ist ja ultra nice. Ja, das finde ich richtig cool. Das nervt mich, dass dieses Heal-Add-on einfach so kacke ist. Das macht ein bisschen schwerer. Ich finde das echt, also weil ich ja schon so lange halt PC spiele und Streamerin bin und so. Und Chat, wie heißt das? Für mich ist das ja mittlerweile auch relativ wichtig, dass ich halt noch aktiv bleibe und fit bleibe. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr 16 oder 20. Ja, hier
Ich kann auch nicht mehr den ganzen Tag WoW spielen und nur Pizza und Pasta essen und dann halt noch irgendwie fit sein. Du heilst einfach nicht effektiv. Ach, Slapshot, halt deinen Maul, Junge. Was für nicht effektiv heilen? Ich habe gerade darüber gesprochen, dass meine Anzeige verbuggt ist, du Honk. Junge, deine Mutter hielt nicht effektiv, Junge. Rede. Mann, mir geht's einfach nur um meine verbuggte Heal-Anzeige. Nichts anderes. Die ist verbuggt. Noch kurz den Pilz hinter uns pflücken, Ja. der mal rumliegt. Ach ja. Nee, immer wenn ich jemanden heile, dann wird mir ja dann ist ja quasi dieser Balken. Aber dieser grüne Balken, der deswegen geht finde ich halt halt ganz nicht cool, weg dann. wenn man halt das so ein bisschen Der sieht verbinden die ganze kann. Zeit so aus, als mit dem würde er immer noch bisschen voll fit bleiben halt heilen. und trotzdem streamen und game und so. Ja, Kritikanten. Und ich finde es halt cool, dass die Leute das bei mir sehen und dann auch selber machen. Effektiv. Das ist keine konstruktive Das wäre dann richtig nice, wenn mir die Leute dann Das schreiben, ist oh, ich habe wegen dir ein absolut keine Walking Pack konstruktive gekauft. Kritik. Oder Also du solltest entweder nochmal die Schule oder besuchen oder bin erstmal wegen dir deinen Tag mit Google rausgegangen oder so. ChatGPT Das finde verbringen. ich echt nice. Das ist konstruktive Kritik. Eine Frage. Kann sein, dass du das Ich möchte natürlich auch, dass sich niemand schlecht fühlt. Also, wenn Leute einfach nur zocken wollen und sitzen wollen, warte kurz. auch alles gut, ne? Bestätigen. Ich möchte auch nicht, dass sich irgendwer schlecht fühlt. Das hat irgendwie geholfen. Warte. Update all. Hier, Bars. Classic Hotfix. Hab ich drin. Also wenn man die Zeit hat, echt rauszugehen Später nochmal alles und draußen nochmal spazieren zu gehen neu, jeden oder? Tag. Zack, zack, zack. Oder generell draußen einfach Schritte macht und so, das wäre natürlich noch besser als reloade kurz. drinnen auf einem Walking Pad. Ne? Also theoretisch. Und immer schön weiter so. So. Wie versteckt sich ein Ich habe noch nie Paddel gespielt. Ich wollte es mal probieren. halt seine Hufe runter. Ich habe das noch nie gespielt. Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt geht's. Okay, let's go. Aber da kann man nicht zocken, das stimmt. Nice. Endlich heizt mich mal wieder. Ich habe da eine Idee für einen tollen Film. Es geht um zwei Gnomen. Ich kann ja was so pullen. Der Macht finden und in der brennenden Steppe in den Käfig werfen müssen. Die beiden bilden die Bruderschaft des Armreifs. Unterwegs treffen sie einen Mörder. Das ist immer noch am Witze erzählen jetzt. Das ist krass. Ja. Armreif-Monster. Macht er gut. Einen Dreiteiler mit dem Titel Der Herr des Armreifs draus machen. Der erste könnte die Armreif-Gefährten heißen, der zweite der Türme 2. Der krönende Abschluss. Ja, mein neues Lieblingslied ist auf jeden Fall Ayo von Axel. Also muss ich sagen. Da will ich da mal mitsingen. Das war halt ein ewig langer Herr der Ringe-Witz, okay? Ich habe auch irgendwann abgeschaltet. Gib mir Deckung. Was sagst du? Ich muss hinter einen Baum strollen. Okay, Da ist er, der danke. fünfte. Okay, ich schwöre. Feuer frei. Entschuldigung. Ich muss die ganzen Dinger wegschmeißen. Die habe ich ja schon. Den einmal looten. Falls ihr ein volles Inventar habt, dann nochmal frei machen. Ich soll mich frei machen? Ja. Mach dich doch frei. Ja, wenn ich es will, dass ich Dialekt rede, ist gar kein Problem. Da kann ich schon hin. Ich kenne die Oma, die wollen einen Dialektstream machen, oder? Was soll das was haben? Wo ich Dialekt rede, Oma, die wollen. Das war voll lustig, dass ich mit den anderen auch Dialekt rede. Aber weißt du, wie blöd, wenn ich in einem Dungeon bin oder so, und dann verstehen sie mich nicht, ist vielleicht blöd, muss ich sagen. Weil wenn wir noch bei Wipen sind und die sagen nur alles auf Dialekt, ist vielleicht schwierig. Das ist schon echt cool, vielleicht freut er das So was so. würde meine Königin nie verlangen. Ist so. Oder habe ich das gerade falsche Rollen ausgewählt? Mal checken. Okay, Ich stirb, verstehen Sie gegebenenfalls? Let's go! Das ist Max Range, die Ranges. Ich nehme dir den dicken ab zum Tanken, dann hast du weniger Pressure. Okay. Den einen kriege ich hier gerade nicht. Vom Hunter. Ich hab ihn zurück, bitteschön. Sehr gut. Ist gut, ist alles Misdirect. Jetzt habe ich meine Waffe. Entschuldige, jetzt habe ich meine Waffe geskillt. Jetzt kann ich. Jetzt mache ich auch wieder Damage. Aber bei mir ist es aber Aber jetzt auch, sehr viel sehe aber ich es geht gerade. schon.
Ja, siehst du, ja, genau, und jetzt ist wieder weg. So. Ja, Ja, jetzt wieder weg, genau. Was ist das? Ja. Ist das vielleicht, du hast ja diesen Hot, oder hast du den überhaupt in Classic? Diesen Renew? Erneuerung? Kommt ein Ork mit einem Papagei auf der Schulter in eine Bar. nicht. Sagt der Schankkellner, wo habt ihr denn den her? Vielleicht Sagt nicht. der Papagei, Dorota, die gibt's da überall. Kein Problem, Leute. Bis zu wie viel Kilometer pro Stunde geht das Walkman? Relativ viel. Ich weiß nicht genau. Ich glaube 7 oder so. Oder noch mehr. Cross, how fast can I put my walking pad through? Like the speed? It's pretty fast, right? 7 point something? Miles per hour? Ob er instant meinen Volley abgebrochen hat, geil. Also Meilen, nicht Kilometer. 7, irgendwas Kilometer. Meilen pro Stunde. Also es geht echt schnell. Ich habe das so schnell, ich habe das mal richtig hochgestellt auf Maximum und du würdest das nie so benutzen. Du würdest nie so schnell gehen auf dem Walking Pad. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann würdest du ja fast rennen. Und Rennen machst du halt auf einem... Das macht man nicht auf einem Walking Pad. Auf einem Walking Pad rennst du nicht. Das ist viel zu klein zum Rennen. Fürs Rennen musst du dir schon ein richtiges Laufband holen. Meinst du 12 km/h? Das kann sein, ja. Nee, also ich meine, 7 Meilen pro Stunde geht das. Was ja dann mal 1,6 oder so? Treffen sich zwei Fische. Also ja fast irgendwie 9,6 km/h, ja genau. Na klar, danke für die 5 Star-Gifts. Dankeschön. Okay. Hoi, grüß dich. Willkommen an Subwixer, Austria, Xian, The Pitch und The Sniper Spider. Danke, danke. Hoi, servus. Wie geht's denn, Carla? Soll ich mal Volksmusik einstellen? Ja, oder? Wie gesagt, ich nehme dir gerade immer einen ab, dann den dicken. Ich würde die aber hier mal rechts nach hinten ziehen, also geht ruhig ein Stück nach hinten, dass wir da hinten schön pullen. Warum werde ich hier hinten gestunt? Ich bin schon hier hinten. Stell dir mal vor, dass sie die Musik in haben und noch sterben alle. Stell euch vor, die Musik ist an, wenn wir hier einen Dungeon Wipe haben. Die Leute gucken sich dann den Clip an. Und dann die Volksmusik. Das hat was. Ja, schön. Ach, hier ist der eine Boss links. Kennt es eigentlich Donzen, Fuchsen? Jo, der kann spalten. Ja, Damage machen. Wir stehen einfach hinter dem. Ihr könnt vor dem, also jetzt von uns aus vorne stehen. Ich ziehe den einmal rum. Warte mal kurz auf ein bisschen mehr Mana, I guess, oder? Ja, ein bisschen. Vielleicht mal kurz Real Life hydrieren. Real Life Mana? Ja. Alright, let's go. Kiragi? Das ist wie der Schädlos unterwegs. Also. Kranker Loot. Gibt's ja von der Hardstyle-Version. Das war ja, gut. Du hast genau gleich viel Damage gemacht, Nagura. Das sind ja so wir. Oh. Slay. Nicht so viel gemeinsam.
Wie war die LAN-Party? War schon echt cool. Die Leute mal alles zu treffen und so. Echt nice. Ist halt ein bisschen viel, weil also wir waren ja nicht am selben Level. Dann haben wir nicht zusammen gespielt und jeder hat irgendwie einzeln irgendwas gemacht und alle halt, weil wir so nah aneinander sind, reden über irgendwas und du bist im Discord, hörst noch andere Stimmen. Und das ist halt ein bisschen viel. Ja, das verstehe ich. Aber sonst war es schon cool. Gab's gutes Essen auch wenigstens? Ja. Also, Julia hat ein paar Mal gekocht, also die Köchin von SK. Und ein paar Mal haben wir bestellt. Das war auch recht lecker. Und ich habe das erste Mal so einen richtig deutschen Döner probiert. Bei Lukas Podolski. Alter. Das ist echt lecker, ja, das ist richtig gut. Das ist seine Marke, seine Kette. Ja. Die sind schon. Nee, okay. Lukas Podolski hat mir das gekocht. Der war da. Der hat für euch gekocht? Ja, der war da. Okay. nee. Schon bei der Katze, ja. Und wie hat dir geschmeckt, der Döner? So? Der war echt richtig gut, also besser als. Ich habe irgendwie noch erst zweimal das in meinem Leben Döner gehabt und deshalb war das mal in Italien und das war halt im Vergleich dann schon viel schlechter. Also hat mir schon geschmeckt. Das Einzige war halt, es ist so anstrengend, das zu essen. Also aber, du kannst es halt einfach nicht normal essen, komm mir vor. Und ich hasse das, wenn man wenn das so schwierig ist. Deswegen mag ich auch keine Rippchen. Das ist auch immer so, wenn man das runternagen muss. Nicht nur wegen den Fingern, du hast es überall im Gesicht und dann, keine Ahnung, ich mag das aber nicht. Den Burger mag ich auch, aber es gibt halt die Burger, wo die dann so viele Patties da reinmachen, dass dann so groß ist, dass du nicht runterbeißen kannst, richtig. Das mag ich dann auch nicht. Und so ein Grillhähnchen? Ein Grillhähnchen, das mag ich schon, weil das kannst du ja dann wirklich runternehmen und das normal essen, dann bist du nicht... Also deine Hände sind natürlich schon voll, aber immerhin im Gesicht dann nicht. Ein Grillhähnchen ist schon nice. Check. Aber sonst isst du wahrscheinlich nur Fondue, oder nicht? Genau, nur Käsefondue. Hast immer neben deinem PC so einen Fondue-Topf stehen, der immer heiß ist, oder? Ja, genau. Der wird von meinem Laufband dann auch angetrieben. Ich denke dir einen weg. Okay. Alright. Stun, Achtung, macht da Gruppen hier. Gleich mal noch mal kurz Zeit zum Durchbuffen. Haben wir jetzt? Mache ich das jetzt mal schnell? Ja. Syrer hat alles, was gut ist. Speck, Kasten, Wein und Bier. Das stimmt eigentlich, ja. Und China Light. Ich brauche mehr Mana. Feuer! Öffnet das Feuer! Feuer! Öffnet das Feuer! Feuer frei! Feuer! Okay, ich gehe ja schon. Feuer! Diese Kack-Station. Die Musik ist auch super. Warte mal, ne? Ey. Ja, auf jeden Fall. Die können so ein ekliges Gift, ne? War das?
Soll ich für das Abteil Tank machen mit Weihe? Oder Kölsch, also ich mag Kölsch. Ich weiß, einige finden das nicht so gut, dass ich das mag. Ist aber auch so ein Ding, ne? Ich komme nach Deutschland und sage, dass mir ihr Bier schmeckt und sie so, what? Ragebait. So, okay, sorry. Sorry, okay. Das nächste Mal gehe ich nach Deutschland und sage, dass alles scheiße ist. Ich hole mir was. Nee. Du Also ich kannst hier finde es gerne eigentlich so eine Frosttrap hinpacken. Können wir die auch ein bisschen kiten zwischendurch. Für Nicht-Deutsche ist Kölsch Bier, bis sie richtiges trinken. Okay, also ey, woher denkst du, bin ich denn? Denkst du, wir haben kein gutes Bier oder was? Ich bin aus Südtirol. Ich bin nicht aus Amerika. Für Nicht-Deutsche ist Kölsch Bier, bis sie richtiges trinken. Er redet, als wäre er Belgier. Ne? Er redet, als wäre er Belgier. Denkt, er hat gutes Bier. Nice, es geht easy. Oh Mann. Also das Band ist halt nur nervig, kostet guten Mana. Ja. Ich war mal in Belgien und die zelebrieren Bier ja ganz schön anders, ne? Bei denen ist ja das... die haben... Aber Belgien hat schon echt gutes Bier. Aber die Leute tun halt immer so, als wäre Bier dann irgendwie, als würden die nicht einfach nur saufen. Wisst ihr, was ich meine? Also gibt's halt Bier und es gibt gutes Bier, ne, was man halt trinkt, wenn man wirklich so was Gutes haben möchte. Und die Leute tun immer so, als müsste man dann richtig gutes Bier zum Saufen trinken. Ja, shut the fuck up. Als würdet ihr dann in die Bar gehen und dann nur ultra das beste Bier bestellen halt immer, weil ihr euch einer an die Waffel saufen möchtet. Shut the fuck up. Ihr trinkt halt auch nur irgendwas, was halt nicht jetzt das beste Bier der Welt ist. Oder? Die Leute sind da immer so ein bisschen, die übertreiben echt mit diesem scheiß Bier immer. Ey, wenn ich in eine Bar gehe und 10 Bier trinke, dann trinke ich halt irgendein Bier, ne? Solange es nicht solange es nicht echt ekelhaft ist. Es muss halt einfach nur ein normal gutes Bier sein. Das passt schon, ja. Das ist schon... Und das wäre schon echt gut für mich. Nice. Dann riecht schon richtig scheiße, muss ich sagen. So, jetzt haben wir da hinten auch noch die Gruppe. Falls Danke sie für den Prime. irgendwie kommen, weil wir den Boss brüllen. Dankeschön. Na, Leute, ihr habt schon gutes Bier getrunken. Meint das wirklich, ihr habt noch nie gutes Bier getrunken? Aber wenn ihr Berge habt, stelle ich mir nicht irgendwie das beste Bier von der Welt. Ich trinke halt auch was. Alter. Ich war auch schon in Belgien, haben wir ein gutes Bier gehabt. Na gut, wahrscheinlich auch, aber ist ja okay. Also, nee, ich glaube, ich habe Inji so ein bisschen aufgegeben. Alter. Na gut. So, der kann... Der Unterschied zwischen Primes und Normal ist für den Streamer? Da macht er, glaube ich, so eine Phase, ne? Das nicht jetzt kommen. Fast gar keinen Unterschied eigentlich, ne? Ist eigentlich fast das Gleiche. Okay. Irgendwas zu beachten? So. Eigentlich nicht. Okay. Kann sein, dass du zwischendurch mal gekickt wirst. Okay. Oh.
easy. Ja, und looten für Quest müsst ihr den wieder. Oh, Inventar ist voll. Junge, was? Twitch Turbo? Nee, also Twitch Turbo ist Werbung. Also, wenn du Twitch Turbo hast, habt, ist es besser als gar kein Trinket. dann bekomme ich Geld. Also, das ist auch interessant, das wissen viele Leute nicht. Wenn ihr subbt, dann bekomme ich kein Geld, weil ich sehe ja keine Werbung mehr. Ist das Schmuck? Und ich bekomme dann nicht Geld dafür. Also, ihr seht die Werbung nicht und deswegen bekomme ich auch kein Geld dafür. Aber wenn ihr Twitch Turbo habt, dann kriegt ihr auch keine Werbung. Aber Twitch bezahlt, das Gleiche gerade gedacht. Also, als das auf jeden würdet Fall ihr der Werbung Entrance. gucken. Aber ich kann nicht genau sagen, Weil übrigens, ihr könnt, das, wenn ihr für Twitch Turbo bezahlt, bezahlt ihr ja Twitch und nicht die Streamer direkt. Deswegen übernimmt dann Twitch die Kosten für die verlorene Werbeeinnahmen. Aber wenn ihr subscribt, dann gebt ihr dem Streamer halt natürlich das Geld für den Sub. Aber die Werbung ist dann halt weg für die Leute. Also für die Streamer. Was ist gerade der Plan? Agla, dankeschön für Prime. Vielen Dank. Da kommt eine fette Morde. Eine richtig fette, ausgespuckte Larve, Junge. Eine richtig widerliche, eklige. Ich wollte es noch mal detailliert erzählen. Was ist besser, Sub oder Werbung? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, das hängt von der Viewerzahl ab. Also wenn jemand richtig viele Viewer hat. Und es hängt auch davon ab, wie viel ihr guckt. Welches war's denn? Also wenn ein Streamer 10 Stunden am Tag streamt, jeden Tag, und auch irgendwie ultra viele Viewer hat es kann natürlich und dann auf Werbung schaltet, dann kann halt sein, dass er mehr verdienen würde. Weil es hängt halt immer davon ab, wie viel Werbung ihr dann im Endeffekt halt auch guckt. Ne? Oder nicht guckt in dem Moment. Da reingedrückt. Ja, das ihr könnt die schnell da reinrücken. Normalerweise, ich habe das vom Questgeber nicht bekommen. Posten mal das Amulett im Chat. Hat das noch einer im Inventar? Amulett das Amulett der Geister? Ja, müsste das haben. Das heißt, Amulett der Geister. Poste das mal einmal im Chat. Genau. Das habe ich nicht. Das wurde mir nicht gegeben vom Questgeber. Ich habe beides Sub und Turbo. Da frage ich mich, also wenn jemand Sub hat und Turbo, dann frage ich mich echt. Also ich denke mal, dass ich dann kein Geld für die Werbung bekomme. Ja, vielleicht wenn du die... Ich denke mal, wenn das so ein Double Case ist, dass Twitch dann sagt, ja nee. Ich denke mal nicht, dass sie eben im Zweifelsfall sich für den Streamer entscheiden müssen, sondern eher für sich. Scheiße. Aber ich weiß nicht genau. Eingang, ja. Ach. Schreiben Sie bei mir auch im Chat. Dann gehen wir gleich nochmal raus. Das ist ja kein Ding. Gehen wir halt, wenn wir fertig sind, gehen wir einfach raus. Ja, das war mein Bad. Alles gut. Ja, das ist ja kein Verlust. Den holen wir ja trotzdem. Doch, wir muss ich Werbung gucken, ja? Nee. Hast du die? Ich wusste es. Warte, wo war's? Wo war das Amulett jetzt? Also hast du irgendwas vergessen zu looten, oder? Ja. Von dem Dungeon leider. Ah, okay, scheiße. Noxion war der erste. Ich glaube, wir haben alles bis hier und können jetzt weiter, meiner Meinung nach. Ja. Wo gibt's eigentlich Dings? Wo kommen eigentlich diese geheilte Schlangenstromkranken? Das ist eine... Ja, nee, Turbo zählt als gestartete Werbung, aber wenn du subscribest, dann kriegst du keine Werbung und es zählt nicht. Weißt du, was ich meine? Also wenn du beides hast. Also wenn du jetzt kein Turbo hättest und nur normalen Sub, dann bekommst du keine Werbung bei meinem Stream und ich bekomme dafür nicht bezahlt. Ja, ich habe auch eine Erinnerung. Aber weil das eine Entscheidung ist, die ich auswählen kann. Also als Streamer kannst du entscheiden, ob Subscriber Werbung bekommen oder nicht in deinem Stream. Und wenn du dich dafür entscheidest, dass Subscriber keine Werbung bekommen, was die meisten machen, natürlich, dann man klickt irgendwas an, kriegst du nicht bezahlt für die Werbung, die der Sub dann gucken würde. Ah, perfekt, ja. Genau, das ist die Blümchen groß. Das heißt, wenn du Twitch Turbo und einen Sub hast bei einem Streamer, dann glaube ich, bekommt der kein Geld für die Werbung. Ich glaube, in dem Fall entscheidet Twitch dann für sich. Wisst ihr, was ich meine? Tutti, dankeschön für die 5 Sub-Gifts. Dankeschön. Willkommen an Cardian, Fuma, Captain Leroy, Grandolphe und Simmert. Dankeschön. Mach an für Subs-Strategie? Nee, das mache ich nicht. Obwohl echt viele Leute, also seit ich Deutsch streame, es haben viele deutsche Viewer Twitch Turbo. Viel mehr als
die Leute bei der deutschen Community. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man irgendwie gerade so ein gratis Turbo bekommt, oder? Es ist gerade irgendwie so ein Event, wo man gratis Turbo bekommt, glaube ich. Ja, genau, ist ja kostenlos. Weil man sieht halt immer in deinen Statistiken siehst du, wie viele Leute Werbung gucken, die Turbo haben und wie viele, also guckst du da nicht, wie viel Geld du bekommst von Leuten, die Turbo hätten und halt Turbo haben und halt Werbung geguckt hätten. Und wie viel Werbung du von Leuten bekommst, die dann effektiv wirklich Werbung gucken. Und normalerweise haben echt wenig Turbo. Normalerweise ist das echt wenig. Ja, was ich immer so komisch finde, weil Turbo macht echt Sinn, wenn du mehrere Streamer guckst. Also wenn du gerne Twitch guckst, dann finde ich Turbo macht schon Sinn. Fertig machen und Princess. Aber jetzt in letzter Zeit haben echt viele Leute Turbo. Und deswegen, ich habe auch die Werbung ein bisschen hochgeschaltet, muss ich sagen. Normal habe ich ja wenig Werbung. Aber ich habe jetzt die Werbung ein bisschen hochgeschaltet, weil ich gesehen habe, dass so viele Leute Turbo haben. Und dann dachte ich mir, ja, wenn das Twitch bezahlt, ne? Ich dachte so, wenn Twitch mir das Geld gibt für die Werbung, dann schalte ich das mal ein bisschen hoch. Nur schwache Personen. Ist immer noch nicht so viel, um aber. ihre Dominanz zu zeigen. Ich drücke sie durch meine Persönlichkeit aus. Ich finde, du bist sehr dominant, tatsächlich. Danke. Klang das jetzt so komisch, ja? Oder? Nein, ich fand das gut. Ich habe Angst, irgendwas zu sagen. Ja, weil sie so dominant ist, ja, ne? Genau. Verstehe. Ich tue eigentlich nur so, wenn der Stream an ist. Bist du sonst echt schüchtern? Ja. Oh. Ich höre gerade Volksmusik. Oh nein. Also spielst du quasi online eine Rolle, weil du nur da dominant bist? Genau, ich tue so, als würde ich jemand sein, der ich eigentlich gar nicht bin. Same. On-Stream tue ich immer so, als wenn ich kein dicker Lebensversager bin. Und funktioniert? Nein, ich bin auch on-Stream. Alter. Erstmal hier rechts. Right, mal das gut aus. Was ist das denn für ein Licht? Manfred. Nein. Ich habe ihn. Gift. Wenn die überall sind, singen wir Lieder von Sehnsucht und mehr. Das tue ich so gerne. Ja, wie viele Plattenhandschuhe wollen hier eigentlich drauf? Ich freue mich so sehr. Ja. Banger. Mein Freund, du, ich träume auch manchmal vom Mond. Hallo, mein Kleiner, dann hat sich sein Leuchten gelohnt. Wäre ich nur heute schon so groß, wie es Erwachsene sind. Ich wäre auch gern so groß wie Erwachsene. Ich möchte manchmal so staunen, als wäre ich ein Kind. Zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Zeig dir die Tulpen. Überall sind. Ist der Holländer das? Ist das Kind ein Holländer oder was? Oder Keine Plattenhandschuhe. Warte mal. Aber die brauche ich vielleicht. Scheiße. Ja. Ajo.
bisschen komische Freundschaft, muss ich sagen, zwischen dem erwachsenen Mann und dem Kind, aber ich weiß ja nicht, was die Leute aus den Alpen und Holländern so machen. Jetzt gibt es ein Abkommen, ich weiß nicht. So, der Boss, der beschwört mal wieder ein paar Trees. Ansonsten macht er nichts außer eine Wurzel. Der wurzelt uns so ein bisschen, aber das tankt mir einfach. Killen die Ads oder was? Also Bossbürsten. Das ist eine Monolith, die kannst du nebenbei weg mitlieben. Genau, die kliefen einfach so ein bisschen nebenbei. Krieg ich ein bisschen extra Wut. Warte, was passiert? Alright. Ready. Was passiert in Mauki? Alles gut, oder? Sie ist disconnected, aber alles okay? Alles überlebt? Sie hat eine C. Shit, aber ist noch alles fein? Ist off, okay. Fuck. Achso, war sie alleine? Oh, Meredith ist auch off. Oh, sie war alleine? Danke, ich hatte bei dem Boss nicht einen Proc von Fuck. Shit. Boah, Mauki ist gerade alleine im Quest und hat einen Disconnect und ist offline. Oh, das ist schlecht. Shit. Ich würde darauf mal würfeln. Braucht das jemand? Aber, also bekommt man die Death-Meldung, wenn die Leute offline sterben? Nein. Fuck. Oh mein Gott, Mauki darf nicht sterben. Gleich war erst abgeben und noch nicht annehmen. Ja, genau, Richtig. ja. Fuck, Mauki darf nicht sterben. So, also Hat es viele Mobs? Gibt erst einmal ab, noch nicht annehmen, aber. Okay. Shit. Alle abgegeben? Oh. Ich noch nicht. Ja. Habt ihr alle? Ja, ich habe abgegeben. Okay. Ich habe auch. Ich habe auch. Jetzt kann irgendjemand annehmen, wenn alle Also diese durch sind. Gebiete so neu, das ist Ich mach mal. mich wa? fertig zu machen mit und meine gehen raus. Für legit Perfekt. der Grund, mich ziehen lassen. Ich habe Genau. eine gute Und wenn du Zeit. dieses Zepter gleich hast, Jen, Nein, dann kannst du dieses Portal machen, was wir mal gesehen haben, und dann kommst du hier raus, wo wir jetzt stehen quasi. Das ist geil. Alle Das gibst du all das da hinten. Was wir jetzt Das gemacht wäre nur haben. sinnvoll gewesen, wenn sich das auch so durchgezogen hätte mit den Völkern. Ja. Aber Mir das gerade an. keine Ahnung. Das ist einfach ein normaler Mob. Ich glaube, ihr müsst das Buch anfingern. Ah, ich hab's mal gemacht. Solo. Shalmyrinan Oh, fuck. Ishnu Daldora. Was redet der denn da? Mein Scepter wird wieder heil sein. Aber kommst du wieder on, wenn ihr Internet Fuck. geht, oder was ist der Plan? Ja, wahrscheinlich. Okay, alles ist Ich gut. habe gerade nachgeguckt, sie war in Fight mit einem Mob, als der Stream offline ging. Geht. Aber man weiß ja nicht, ob WW auch dann sind halt Leute gerade disconnected auf dem ist. Weg hin, aber das geht halt schnell. So, kann ich abgeben? Stromausfall auf Madeira? Jo. Boah, aber ich glaube, das ist gut, wenn Stromausfall ist statt Internet weg, glaube ich. Ich glaube, das selber, oder? Caro, das ist genau das Gleiche. Nein, weil wenn du Stromausfall hast, ich glaube, dein Char fightet noch weiter ein bisschen, bis du direkt off bist, glaube ich. Weil wenn dein Internet weg ist, dann registriert das Game das ja nicht mehr. Aber ich glaube, wenn du off gehst, Das sollte auf einer Netzwerkebene absolut keinen Unterschied machen. Theoretisch, schon, wenn wir nur Weil- 2 Layer haben, könnten Leute aber alles da clearen, ne? Ja. Nee, also ich meine nicht für immer weiter attacken, sondern... Oh Gott. Suki. Ja, was eine Netzwerkperspektive. Es ist echt dasselbe. Bei beiden Dingern gibt es keinen Paketaustausch mehr, deswegen kommt es dasselbe hinaus. Aber was ist denn der Unterschied? Weil manchmal fighten die Leute also offline noch weiter und manchmal hören die direkt auf anzugreifen, wenn du ein DC hast.
Also auch Autotech wird einfach nicht mehr weitergemacht. Und ich dachte, da ist irgendwie der Unterschied zwischen Internet weg und Strom oder sowas. Nee, es wird ein Blizzard-Ding sein. Ich habe auf jeden Fall der Open World immer mein Pet auf Defensive, dass mich das verteidigt, wenn ich die sehe. Ja. Ja, weil das war halt so, also bei Salty Day, nee, warte, es war Salty doch. Salty Day hat den DC und ist gestorben, obwohl der Mob, den er gefightet hatte, hatte irgendwie 1 AP. Also er hatte nur noch einen Autotech und der Mob wäre tot gewesen. Aber er ist irgendwie trotzdem gestorben. Ja, was passiert, wenn ich hier runterspringe? Wo rennt mein Pet lang? Machst einfach jetzt schon mal weg. Suki ist 60 Würsten. Wir müssen da eh nochmal was Voll cool. Noch einfach Pet weg. Aber Manfred. Heute, Heinz haben viele 60 Würsten. Die Slaker, Suki. Sieht ja schön aus hier. Und dafür noch jemand, oder? Ja. Na, passt auf, dass er nicht auf die spitzen Steine fällt. Welche spitzen Steine? Ich hab ein bisschen Angst. Nein, da gibt's keine spitzen Steine. Boah, Boah, jetzt habe ich schon Angst, dass die Maike stirbt, wenn sie sich wieder inloggt, gell? Scheiße. Kennt ihr das mal so, wenn die Maike wieder online ist? Dann sie wieder streamt? Mal wieder die Dominanz. Ja, danke. Ah, selbstverständlich. Was hat sie in Discord geschrieben vielleicht? Okay, sie hat in Discord geschrieben, totaler Stromausfall, ich kann nicht mehr, das Ding ist over. Oh, sie denkt, sie ist tot. Wir hatten zwar von Anfang an den Princess One, sie schreibt, okay, Akian sagt, da liegt ein toter Mob, sie garden deine letzte Position auf dem Layer. Dann schreibt sie, ich weiß nicht welcher Layer, ich weiß nicht genau welche Position. Ja, jemand hat geguckt im WOT und sich direkt aufgemacht. Ich habe gerade einen Shimon Break. Oh Mann. Auf deinem Layer liegt ein toter Mob. Dein Skelett ist nirgends zu sehen. Oh, gut. Oh Gott, ich glaube, sie lebt. Ich glaube, sie hat... Laut Arsenal lebt Maukis Char noch und an dem Ort liegt ein toter Golem. Falls sie einloggt, steht Banana Bill neben ihr und kann sie schützen. Süß. Ja, ich habe auch mitgelesen gerade. Aus anscheinend hat irgendjemand geguckt, wo sie ist und welcher Layer und ist direkt dahin gelaufen. Oh Gott, Mauki ist schon voll aufgelöst. Oh ja, ich sehe es. Oh Gott. Und hat halt gesehen, dass der Mob tot ist. Das heißt, sie hat ihn wohl noch getötet, direkt nach dem Disconnect. Mhm. Also ihr Charakter hat aber weiter taggt. Und sie sehen auch kein Skelett oder irgendwie einen toten Charakter oder so. Dann müsste es echt passen. Dann wird alles gut sein. Ja, ich glaube auch. Oh, siehst du traurig? Oh Mann. Ja, sie weint schon, ey. Oh. Dann, hier, wer ist es? Boah, sie ist wieder on. Okay. Das zumindest Unit Scan. Ja, also deswegen auch hier die Ranges Max Range wegen dem Silence. Ranges. Und wir müssen gucken wegen der Putz. Kann sein, dass ich die zurückholen muss. sich gefühlt hat. Ich glaube aber, sie lebt echt. Ich gucke mir jetzt an, wie sie einloggt, aber ich glaube, sie ist echt im Leben. Also wenn jemand direkt dahin gelaufen ist, das erste Mal, das ist ultra nice, dass da jemand direkt hingelaufen ist. Das wäre super nett. Und wenn da echt ein toter Mob lag auf dem Layer, wo sie halt stand, dann wäre es schon basten. Dann wäre es auf jeden Fall schon basten. Puh. Bestimmt doch nicht nach dem DC erst. Aber würde es nicht eine Todesbenachrichtigung geben, wenn sie gestorben wäre beim DC? Doch, also man kann schon nach einem Disconnect sterben. Doch, das geht schon. Dein Charakter wird nicht direkt ausgeloggt, wenn du disconnectest. Und du kannst danach sterben. Also du kannst disconnecten und dann sterben. Das ist auch schon ein paar Mal passiert. Das passiert oft. Und dann bekommst du die Todesmeldung nicht. Die Todesmeldung kommt erst, wenn du dann einloggst. Genau, also 50 Sekunden oder so bleibt dein Charakter im Spiel, bevor du wirklich disconnectest. Und dann kommt sie halt gerade. Sonst würde ja niemand an einem Disconnect sterben.
Ja, Die Leute sterben ja ständig an Disconnects. Ich würde auch jetzt. Sonst wirst du ja nicht sterben, wenn du einfach direkt. Außerdem, kommen. also es macht Sinn, dass dein Charakter noch weiter im Spiel ist. Sonst, nee, das ist echt nicht komisch, das macht Sinn. Weil stell dir mal vor, du könntest einfach immer mit Alte 4 direkt aus dem Spiel raus. Dann würden die Leute ja direkt immer, wenn sie in einer brenzligen Situation oder so, einfach immer direkt Alte 4. Und dann warten, bis die Mobs halt weg sind und dann irgendwann sagen, hey, ich bin da, kannst du mir helfen, weißt du? Die Riesen oben. Das wäre ja so ein bisschen cheaten dann. Dann könntest du ja einfach immer direkt Alte 4 drücken. Das ist krass. Ist das, wenn ich immer im Real Life an Leute vorbeilaufe? Die Minecraft-Taktik? Ist es so? Ich habe noch nie Minecraft gespielt in meinem Leben. Ich wollte nur dieses Hightail probieren. Macht das Sinn, wenn ich noch nie Minecraft gespielt habe, Hightail zu probieren? Oder soll ich zuerst Minecraft spielen? Oder gar nichts? Immerhin sammeln die Jungs ein paar Schläuche. Nein, ist der Weg doch ein bisschen Ja, länger. gar nichts. Ne? Ja, hätte ich auch nicht so gedacht, aber. Okay, ich gucke immer noch mal. Okay, Stream, ich sage dir Bescheid. Ich könnte auch mal rübergehen zu ihr. Sie ein bisschen supporten. Die Arme. Also es ging mir darum, dass es nicht angezeigt wird, wenn man während des CC stirbt, oder Char noch im Game ist. Das mit der Activate des Addons zu tun hat, wir sehen. Ja, ich weiß nicht genau, wie das. Ach so, ja, du bekommst. Ah, okay, weil das dein Charakter dann verschicken muss wahrscheinlich. PC oder was so kaputt gegangen ist durch so einen Stromausfall, sagt er gerne mal irgendwas ciao. Das geht ja schnell leider. Ach, deswegen. Okay, jetzt verstehe ich das mit dem Add-on. So, weil dein Add-on muss ja die Meldung an die andere schicken. Und wenn du offline bist, kannst du die Meldung nicht verschicken. Deswegen, okay, ja, das macht Sinn. Okay, die weiß nicht, vielleicht kommt ihr auch gar nicht. Ich würde die jetzt einfach mal pullen und bis nach hinten ziehen. Okay. Ganz gut. Sie lebt noch. Okay. Sonst siehst du das im Loading Screen. Pull die halt bis hierhin. Okay, sie ist gerade eingeloggt und ihr Charakter lebt noch. Okay. Ja, lebt. Das habe ich auch gesehen. Ne? Ja. Sonst wäre das ein Geist. Ja. Okay, ja, Moki lebt noch. Boah, Okay. das muss eine Erleichterung sein, Junge. Boah, auf jeden Fall, ja. Da heule ich ja gleich, Junge. Auf. Ja, holy shit. Oh Mann. Crazy. Das ist echt crazy. Oh Mann. Boah, großer Shoutout hier an Banana Bill, der sie beschützt hat. Oh, sie ist eingeloggt direkt in Combat, aber es lebt. So einen Mob, den schafft sie schon. Den schafft sie, ne? Ja. Ja. Okay, boah. Oh. Die Pot. Holy shit. Okay, sie lebt noch, Gott sei Dank. Okay, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Boah, das war jetzt echt scheiße gewesen, wärst du da jetzt gestorben. Boah, das war richtig scheiße. Scheiß WoW, Alter. Ja, ohne Witz. Scheiß Spiel. Erstmal Ruhestein und sich wieder sammeln. Genau. Ja. Ein bisschen angeln. Ja. Okay, das könnte hier bei uns auch ein bisschen dauern. Wir sind ein bisschen. Aber wir spielen safe, das finde ich schon gut. Ich bin jetzt ein bisschen halb Brain AFK, weil wir so safe spielen, aber ist egal. Ja, jetzt Strohhut. Eine. Stell dir vor, ich mache ein Volksmusik an und es stirbt jemand. Mutter. So. Ja, Mann. Die ganze Zeit gesilenced. Was Ich machen auch. Das ist wegen den Steinriesen oben, die patrouillieren. Oh mein Gott, da geht's hoch. Ja. Krass. Oh, ich habe deine Mana nicht beobachtet, aber ich bin schon hin. Du bist rich sterben.
Boah, war schon wirklich scheiße, wenn jemand stirbt, während die Volksmusik höre und der Dialekt Gura redet. ist ja auch immer noch mal nebenbei, ne? Ja, nicht wenn wir gesilenced sind, leider. Was sonst schon. Meine Pause. Spielstopp. Spielstopp. Lu. Kann man eigentlich Dummy stellen, wenn man gesilenced ist? Nee, oder? Doch, ich würde sagen, ja. Okay, ja, vielleicht schon. Okay. 100 verschiedene Twitch-Chat-Meinungen in 3, 2, 1. Okay, wer ist früh dran? Niemand? What the fuck? Ich dachte, jetzt kommen irgendwie 30 verschiedene Meinungen. Vielleicht. Wo ist deiner? Die Königin entscheidet. Ja, okay, wenn ihr entscheiden mag, das sage ich, man darf auf jeden Fall damit stellen, wenn man silenced ist, okay? Gut, jetzt spielen wir da die Storne. Oh, jetzt können wir gleich zur Prinzessin. Meinst du, das schafft man? Ich sage mal schon. Das ist wer Blades. Öffnet das Feuer! Ja, halt mal, wenn die so einen Schlauch bekommen, höre ich das mal mit der Weak Aura, dass die was looten. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit Kutscher und diesen Schläuchen für Pfefferplatte. Ja. So, du bist geschmissen, ja? Die offizielle Schlauchung, doch, genau. Und jedes Mal, wenn die einen finden, dann kommt so ein Sound bei mir. Ah. Nice. Das ist so gut. Mann, das ist aber echt, hatte beim Zuge von magischen Tränen in den Augen, bin echt nah am Wasser gewartet. Boah, das ist aber, also, boah, also das ist brutal, wie zart das ist. Wirklich. Das kann man sich jetzt vorstellen, wie zart das eigentlich ist. Man denkt sich irgendwie, das ist ein Spiel, weißt du. Aber es geht ja eigentlich nicht, also wirklich ums Spiel, sondern die ganze Zeit, was man da investiert. Und es geht ja auch ums Event, weißt du. Und wenn man sich denkt, boah, wenn du jetzt mit 57 stirbst, nachher kannst du vielleicht nicht beim Molten kommen mit denen und das ganze Event ist halt, weil die Leute, mit dem was du spielst, zum Beispiel bei der Mauki ist es auch spielt ja mit Meeres. Und man sieht, es sterben ohne ihn. Du kannst nicht mehr mit Meeres spielen und so, weißt du, das ist ja echt schon wirklich brutal. Jetzt sie gerade über die Gurken, ja, genau. Ja, ich habe in Fragrance früher gespielt, ja. Über Gurken und Spatzen, ja, genau. Die Musik ist wichtig. Mana. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir auch einen Double Pull. Kannst du vielleicht X nehmen? Ich nehme den Kopf. Also ich würde vielleicht mal versuchen, 2. Oder vielleicht können wir es später mal machen. Ich kann einen ruhig nehmen. Ja, ich würde es halt trotzdem mal tryen, falls mal ein Princess One da ist, wo ich komplett alleine tanken muss. Aber vielleicht bei dem jetzt noch nicht. Ich würde aber, also das Ding, finde ich, mit dem Double-Tanken ist halt, wenn wir den Damage splitten. Weil wenn beide am Leben sind, ist es einfach gefährlicher. Ich würde, also wenn du den anderen tankst, würde ich trotzdem aber dann Skull hitten, wenn das geht für dich. Also dass du nur kurz Aggro aufbaust und dann trotzdem halt zu den Kopf haust. Ich schick meinen Pet einfach auf den hinteren und fertig. Ja, oder lass ihn halt beide mal tanken, damit er es testen kann. Ja, oder das. Und sonst nimmst du den halt einfach ab. Ja. Auch. Wir können auch diese Boulder ein bisschen interrupten mit Stuns. Ich mach den nächsten dann auf Totenkopf. Pet hat mir,
Ich taunte ihn mal. Hast du das Pet? Ja, sorry. Sieht eigentlich gut aus, oder? Ja. Echt wenig Damage eigentlich. Ja, das geht auf jeden Fall gut. Da ist jetzt der Boss. So, nächster Boss. Der kann halt auch wieder kicken. Der trampelt so und ist ein bisschen nervig dann. Und beschwört halt so Ads. Ich würde sagen. Hey, Mark Dudu. Mr. Mo Game macht die Ads dann mit 2 weg, I guess. Der war ja nicht riskiert als Redri. Nur als Tank. Chemischer Todeskopf irgendwie. Mann, halt, jetzt hat die extra Dörtenkopf gesagt. Ich hab Weiher, ja. Das sollte dann passen. Also ich versuche auch mit zur Demo schauen. Weil es mir ausgelacht habe, dass sie Totenkopf gesagt haben. Dann, Max Range. Es hat mir ausgelacht, dass ich sage Totenkopf. Ich glaube, das bringt zwar nichts, aber... Deshalb bist du fahren, wenn es mir auslacht. Ja, ich ziehe den quasi, oder tank den, da wo er steht, zur Wand hin quasi. Okay. Alright, let's go. Okay, go. So viel Damage, das ist insane. Jetzt kommt das dann. Ja, dann. Hast du denn viel Damage gemacht auf einmal? Holy shit. Der Damage ist insane. Wo ist das? Jetzt haben die viel Schaden gemacht. Ha. Wolkenstein. Sei der Dorf bei uns. Sei wo ist der Dorf bei uns, Wolkenstein? Gu hat richtig reingeballert mit ihrem neuen Schwert. Da. Ja. Hatte schon direkt am Anfang Proc. Oh, stopp, ich kann nicht mehr tragen. Hilfe, Abbruch. Ich hab Classic kein Damage Meter. Mach ich überhaupt Schaden mit Auto-Attack? Du bist gerade Platz 1 gewesen. Platz 1, so, du haust richtig rein. Musst aber auch sagen, Hey Sigma, what's up? Thank you so much for 9 months. How are you doing? Hello. Mann, aber dein Auto Bateman hat 1,6 oder es kommt mehr als ein Buff. Und Platz 1 von deinem Damage ist Nahkampf von Manfred mit 2 Ist jetzt, ja, jetzt muss ich beschreiben, wenn der Kind der Buff oder nicht. Das ist ein sehr interaktives Gameplay mit der Klasse. Heinte Also ja, Manfred regelt. Heinte 19:44 Uhr. Das ist aber auch ein gutes Pad. Also ne? der 4. Stunde soll der Buff kommen, oder? Du hast jetzt den Rahmen oben. Also statt auf jeden Fall auf One Buff. Stimmt's jetzt oder nicht? Der DPS sollte ja eigentlich bei allem gleich sein. Ach, es Ja, kam das jetzt ist gerade so. eine. Ah, shit. Die haben noch der weniger Schaden Scheiße. Die haben dann noch so eine Fähigkeit, dass die irgendwie mehr. Sam kommt wahrscheinlich der Stormwind Buff auch jetzt nur in 5 Minuten. Um 19:35 wahrscheinlich, oder? Shit. Wie gut, mir hat den anderen wahrscheinlich auch verpasst, weil wir müssen ja 2 Bosse machen, also das hätten wir nie getan. Ja, Vater. Jetzt haben die Waffe fast komplett gekillt. Schau. Ich brauche nur 10, 11. Weißt du, aber schon strenge mit den Waffen. Ich muss ja ganzes Dungeon machen. Hier links müssen wir, glaube ich, auch machen, oder? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, das kann man skippen. Ich würde nur auf die Putz aufpassen, aber ich weiß nicht, wo die gerade ist. Kann die ja eben machen, wahrscheinlich. Alright. Ich ziehe so ein bisschen zurück. Okay, ich lass mal Manfred Sachen machen. Genug Aggro. Der andere gekillt.
schöner Tag. La, 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 la. La, 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 la. Tja, Manfred. Manfred. Michi Zara, danke schön für den Prime. Danke. Und First Gaming, was geht im Dungeon? Ja. Du ja Alben. Bis jetzt das Alben gut funktioniert. Pat. Pat. Doch nicht. Wir gehen jetzt zurück. Nee, aha. Fake zurück, ja. Bisschen weird einfach. Ach so. Danach können wir auch noch zum Goblin gehen. Da gibt es auch noch mal Stuff. Ja. Unten ist ja dann das Krokodil und dann kann man zum Goblin noch. Das Krokodil müssen wir auch schnell Daumen bürsten, weil das ein Bleeding macht, was immer höher stackt. Keep bleeding, keep bleeding. Okay. Der Manfred denkt einfach, doch ein Problem. Warum stöhnt da gerade jemand in ein Lied? Was? Obrasser? Okay. Ich meine, es ist schon ein gutes Lied, aber so viel gut war es jetzt auch nicht. Ja, ein bisschen übertrieben. Leidenschaft oder Blähungen. Manfred, nicht sterben, nicht sterben. Oh, Manfred, pass auf. So, I2. Schaffen wir das? Aber braucht ihr eine kurze Pause? Ich würde, glaube ich, noch mal kurz aufs Klo gehen. Yes. Ja. Bitte. Eklige. Mein Ballast. Stinkende Karotten. Was läuft da hinten eigentlich? Was ist das denn? Hallo? Bin so stolz auf mein Gelingen. Das ist doch wohl eine Prinzessin, das sieht man doch. Warum hat die 4 Arme? Hohe Berge, Um 4 Männer gleich. Felsen, Checke, okay. Eine Massage zu geben. Scharfe Weiden, wo die schönsten Blumen blühen. Alpenrosen, Arnika und Edelweiß. Ja, meine Heimat gilt der höchste Preis. Eine Herde weißer Schafe ist mein Königreich. Und die kleine Hütte mein Palast. Und das edelweiße Fels ist mein Diamant.
Ich bin so stolz auf mein geliebtes Land. Ah, jo. Nee, dürft das nicht klippen. Klippen darf man das nicht, weil hört man die Musik im Hintergrund. Warum das gerade gemutet? Ich weiß nicht, ob der meinen Gesang hören will. So. So. Dieses Amulett der Vereinigung habe ich auch nicht, ne? Da haben wir es beide nicht gelootet. Wir sind beide gleich doof. Bibi! Ein gemeinsames Album. Bin ich nochmal zurück? Safe. Ich dachte, Folter wurde verboten. Hoi, hoi. So. Nee. Guck, du hast doch 5 Kristalle im Inventar, ne? Klick einfach mal auf einen. Wo? Und auf einen davon musst du drücken. Amulett der Geister habe ich. Irgendwie sowas wie ein Rubin, das so aussieht? So grün oder gelb. Ungültiges Ziel. Echt? Kristallschnitzerei? Basiliskenschwanz, Edelstein des 3. Kahns. Ja, klick mal da drauf, klick mal da drauf, das Edelstein. Ach so. Ich hab's. Perfekt. Oh, ich bin dumm. Nice. Okay, gibt's irgendwas zu beachten? Ja, also wir sollten den Boss, da wo es jetzt ist ungefähr, also auf der rechten Seite von der runden Plattform, ein bisschen bei uns, wird der Boss dann getankt und wir sollten dann alle links stehen, also wirklich weit weg von ihr und halt links, also du vor allem und Nefarius auch. Und hin und wieder... ja. Also jetzt, wo sie jetzt ist, da ungefähr tankt, da wird der Boss getankt und wir stehen dann ganz links. Also ich zeig's dir dann auch gleich, wenn sie da steht, dann weißt du, wo du stehen musst. Und hin und wieder wird man dann geviert. Also jetzt, wo sie jetzt steht, da stehst du ungefähr. Das ist einfach nur links an der Seite und der Boss da dann bleibe ich rechts. auch stehen, ja? Ja, genau. Hin und wieder viert der Boss uns alle. Und wenn er viert, also nur die in Melee sind, du wirst nicht geviert und Nefarius auch nicht. Wenn sie viert, dann hat sie einen Agro-Reset und dann wird also der ganze Agro-Table einfach resettet. Ja, wahrscheinlich. Außer Matthias hat irgendwas, um den 4 halt zu brechen. Dann kann er halt direkt taunten. Ich glaube, ich kriegst du noch Sloan, oder? Nefarius mit deinem Schuss. Ich weiß nicht, ob ich Bosse damit slowen kann, tatsächlich. Prinzessin, glaube ich, kann man nicht slowen. Schon? Also ich meine den schon, ja. Also Ich glaube, Prinzessin kann man slowen, ja. Okay, ja, das ist nice. Ja, dann auf jeden Fall probieren. Da kommt auf jeden Fall ein Concussive-Shot rein, bestehe. Das kriegen wir hin. Und ihr müsst halt einfach nur gucken, also wenn das passiert, wenn geviert wird, dann müsst ihr halt einfach nur gucken, dass ihr kurz mal Damage-Stop macht, falls Matthias das kein Taunt hat oder das widersteht oder so, keine Ahnung, dass er halt dann die Aggro wieder aufbauen kann. Auch mit dem Heilen vielleicht mal ein bisschen, also natürlich solltest du schon den Tank heilen, aber wenn du nicht unbedingt heilen musst, dass du das halt mal kurz wartest oder auch verblassen drücken und sowas. Und sonst macht der Boss auch so ein AOE um sich herum. Also die trampelt auf den Boden, stampft auf den Boden und macht AOE. Da müssen wir halt weglaufen, die Melees. Aber das geht nicht so weit bis zu euch. Und das war's eigentlich. Okay. Du kannst dir auch gerne auch schon durchgehend ein Schild geben, falls du Aggro bekommst, dass du halt nicht One-Shot bist. Dein Schild ist ziemlich gut. Okay. Ja, vorher mache ich lieber noch einen Distracting-Shot drauf, wenn wirklich der Healer gut Das kriegen wir hin, wa? Okay, ja, klar. Und eventuell, also wenn wirklich was passiert, haben wir halt auch Bob und sowas, mit Paladins. Und wir haben auch Zielattrappe. Wie viele haben wir? Matthias und ich nur? Ja, das sollte reichen. Okay. Ich lasse ihn einmal ein bisschen rumlaufen. Dann gehe ich hier rüber. Genau, hier warten und dann auch kurz antanken lassen, damit Matthias nicht irgendwie seine Taunts jetzt irgendwie verbrauchen muss. Okay.
Alright. Die hat schon viel rein, also kannst auch ein bisschen viel heilen hier da. Jetzt haben wir 4. Matthias war immune, das heißt, er hat noch Aggro. Jetzt weg vom Boss. Manfred hat. Okay, ich heile Manfred kurz. Ich darf mir mal draufhauen. Ich zieh mein Schild an. Okay, weg vom Boss. Wie meinst du, ich muss Schaden machen? Oh. 4 ist auch durch. Agro ist bei mir. Ich bubble eventuell. Also bin gestunt. Jen hat Agro. Okay, Matthias wieder. Alles gut. Ah, das läuft richtig clean. Ja. Okay, weg vom Boss. Dann kommt gleich wieder der 4 und dieser Restart gleich. Ich habe noch 500 Mana. Boss ist gleich tot. Bin jetzt leicht out of Mana. Letzter hier. Nice. Schön. Sehr schön. Wir haben den Ring. Nice. Der Ring. Wow, wow, Also wow. jeder so, der Ring. Ja. Der Ring. Und die Hosen. Oh. Boah, ich könnte ja die Quest jetzt annehmen übrigens. Ja, der Ring ist nichts für mich, wa? Den muss ich wahrscheinlich gar nicht nehmen. Nee. So, das braucht er. Also der Ring. Ich möchte alles. Die Hosen und den Ring. Der Stab ist Agistamina. Ist die Waffe 1950? Ja, wir schaffen es nicht. Wir müssen noch einen Boss machen. Die Musik redet nicht, wie gut die Musik ist, oder? Die ist so bei Prinzessin. Das nehmen wir an in der Mitte. Oh, ich habe nichts gewonnen. Shit. Eigentlich brauchst du den nicht, eine Fahrer. Es gibt mir den. Shit. Cool, Tank Item. Oh Mann. Geht's da? Eine Fahrer, geht's da. Dankeschön. Das brauche ich nicht. Ey, cool. Voll chillig. Oh, der Ring ist Hey, so was hier? Guten geil. Abend, guten Abend. Was habe ich denn überhaupt gewürfelt? Geht's halt, Mori? Danke. Mr. Mora. Ich muss endlich meine schwere Rüstungshose auswechseln gegen Platte. Ich habe auch immer noch die. Und die ist auch gut. Was ist los, ne, Faris? Nix. Okay, ich kann runterspringen. Wo den wenn wir zur da Musik. sind. Und loote auf jeden Boah, Fall. kennt ihr den Ring schon? nicht, dass du Also, die irgendwie sagt den jemanden war relativ lustig. Wenn ich einmal die Woche einen Südtiroler Stream mache und haben Legadieren lernen und nachher hören wir Volksmusik und reden aus Dialekt. Okay, das mit der Volksmusik muss ich mal überlegen. Den ganzen Tag ist echt wie viel. Bringt diese Federn, dass ich. Vielleicht einen halben Tag imitieren kann. Volksmusik. Den ganzen Tag hast du viel, hast du lange. Nee. Du musst mir noch den Ring traden, Oder die ne, Faris? erste. Nee, was ist? Musst mir noch den Ring traden. Nee. Aber dann bitte auch im Discord nur direkt. Okay, das kann ich schon durchziehen, ja. Also ich kann mir ihren Dialekt genau, irgendwie da wollte umbenennen. ich zu Sie fragen, wollen wir den einfach normal bursten? Nagura Dialekt. Oder soll ich ihn Und nur tanken müssen und Leute bubble halt dann die Blutung überlegen, weg? ob sie mit mir spielen, weil wenn sie Dialekt redet oder nicht. Also, Was passiert du überhaupt kannst nicht? gerne Was anfangen. passiert jetzt? Es geht um das Krokodil gleich. Ja, gleich ein Krokodil. Du kannst gerne anfangen und wenn ich merke, du hast ein paar Debuffs, dann kann ich spotten oder so. Na gut. Ihr könnt von mir aus auch einfach, wenn ihr Angst habt, einfach die Katze tanken lassen, bis sie stirbt. Und die kann man schon einfach runterspringen, ja? Okay. Jo. Okay. Und auf Atem achten. Ein guter Call. War schon cool, aber ich meine, will die auch noch vielleicht nicht. Das wäre ich nicht mögen. War aber hitzig.
Ja, ist so lustig, wie mich Randoms anschreiben, ob ich in irgendwelche Innis mit will als Healer, wo ich auf Englisch auch. Ja, das hatte ich heute auch. Namen? Ich glaube, die Wahrscheinlich machen einfach slash who. oder so. Ja. Mhm. Dann ist es. Kommt das gerade oder können wir den hier noch holen? Ich glaube, der schwimmt noch nach da hinten. Ja. Da musst du eigentlich nichts beachten außer heilen, Jen. Ist halt nur für uns so eine Mechanik. Umso länger der Kampf dauert und der macht so eine Blutung und die stackt immer höher. Und umso höher die Blutung ist, umso mehr Damage kriegen wir. Ja, blutet mal einfach nicht. Genau. Ich kann diese Blutung halt wegbabbeln, wenn ich als Partner. Auch einfach mal Blutung stoppen. Krokodil ist ziemlich nah. Ja, macht einfach mal. Ja. Das wünsche ich auch einer weiblichen Person. Einfach mal das Pad drauf. Ja, am Samstag-Stream, die haben gerne nicht Aggregat. Geht drauf. Die wollen gern vielleicht. Der David und Bo Kollegen gern vielleicht Also Aggregat. dann denke ich nicht, okay. Erstmal, ja. Das Mann verteilen. Bin gar nicht dran, irgendwie. Agro verloren. Ja, so ist sie aus der Sim bekommen. Ja. Hab nur eine Blutung bekommen bisher. Ich schlafe ein. Das war schon? Tatsächlich Ja, war es also- das. Oh. Was für eine Scheißaxt. Die nehme ich mit. Wir haben halt einfach auch super viel Damage. So, dann noch der Goblin, ne? Ja. Ein Goblin, ja. Sehr cool. Und dann nur noch Princess Runs. Hoffentlich. Na, für mehr Ringe, ne? Ja. Lass aber nie wieder Hunter mitnehmen. Ich habe gehört, Nefarius hilft uns jetzt, bis wir alle einen Ring haben. Ich hab doch kein Problem mit. Ich krieg hier gut XP. Also. Du hast ein großes Problem mit, du Egoist. Außerdem gibt's hier noch richtig geile hier Armschienen, die sind auch richtig cool. Ja. Und sonst irgendwie von diesen komischen Die Musik ist aber wirklich super, geil, muss ich sagen. Sator-Gegner am Anfang, der droppt Bogen, die Bogenhosen, die geben +4 auf Bogenskill. Marcus, sie gibt einem leicht zu denken, ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, kostet dann wieder. Du meinst einen UPS? Also eine Schusswaffe? Wie heißt es nochmal? Ihr wisst, was ich meine. UPS. PSU. Mega Shot PSU. Rifle. Power Ja. Supply Unit. Genau. Ist tatsächlich nicht schlecht. Die schießt nur Habe ich zum unfassbar viel Ammo Beispiel. weg. Also ich habe einen. Weil die 1,7er Attack Speed hat. Bei mir ist das Problem, dass ich einen habe. War das hier lang? Für mein Ist das PC. hier Aber Sackgasse? für mein Internet, also fürs Modem nicht. Sackgasse. Weil das irgendwo anders ist. Das Modem ist nicht hier. Also das Modem würde halt keinen Strom mehr dann haben und dann würde ich trotzdem halt disconnecten. Warum hat denn niemand gesagt, dass hier eine Putt kommt? Hallo. In meinem Büro ging das, in meinem Büro habe ich einfach den Router und den PC und alles halt eingesteckt. Aber hier in der Wohnung ist der du hast was Router halt irgendwo anders. Dann geht das nicht, dann bräuchte ich noch eine zweite. Handy-Hotspot, ja, nee, das hilft ja nicht, weil ich disconnecte, ja. Dann kann ich danach schon ein Handy-Hotspot machen, aber bis dahin könnte ich halt tot sein. Also, wenn du das siehst, wenn dein Internet weg ist, kannst du halt sofort sterben danach. Dann bringt dir das halt auch nicht so viel. Also, wenn du schon Backup-Strom hast, dann wäre es am besten, wenn du halt fürs Internet und für den PC Backup-Strom hast, sonst bringt dir das nicht so viel für WoW. Also für HC. Der muss gerade Ich hab tanken. doch gesagt, Jen, wir schaffen die in die Easy, ja? Ja, das Oh. stimmt.
wusste aber auch nicht, dass du fucking Beste Bruder Lied. Blech bist. Das ist immer das Kind nie. Sorry. Also, Das ist ja schon seit 52 direkt Leveln in- tatsächlich. Ja, ey. Das Lied ist irgendwie schon bei der Prinzessin. Oh, ich hab noch die Tank-Aura an. Nein, ich hab mich einfach Bruder Blech genannt, so, just for fun, wegen haha, ne, Paladin ist heilig, und deswegen Bruder und Blech, weil ich habe ja selber so, ne, Rüstung an. Ja. Dann hat mir ein Zuschauer den Namen Ist die wieder Malisch eigentlich? gemacht, Ah, weil durch eine Buste, stimmt. er gefragt hat, ob ich was mit Papa Platte zu tun habe. Bruder Blech Alter. und Papa Platte. Oh mein Gott. Ja, daran habe ich Da nicht ist aber jemand gedacht. richtig im Sherlock-Modus. Es fühlt mich, dass ich so ein Fanboy bin. Weil ich habe daran gar nicht gedacht. Ja, ja. Aber auch nicht. Es fühlt mich wie so ein Fanboy, der sich Bruder Blech genannt hat, statt Papa Platte. Wirklich. Ja, gibt's Bruder einfach Blech zu. ist cooler. Ich glaube, ich muss mich umbringen jetzt. Ja, ist glaube ich ein Dann gutes machst du Level dafür, sagst du? 59. Du machst einfach diese Level 60 für diese Nachricht oben und stirbst einfach so einen Frame später. Ich mache Level 59 und 99% EP und lass mich dann Tiroler sterben. Stier. Der Text für das Lied ist auch einfach super. Ich mache aber so einen Clip-Farm-Clip daraus, okay? Ja. Was ist mit dem Dungeon hier los? Ich habe in Rite einfach Raids gespielt, die kürzer waren. Ne? Ich habe gesagt, das ist ein langer Dungeon, deswegen gibt es ja auch den Skip übrigens. Deswegen gibt es auch den Skip. Weil der Dungeon ist ist noch? riesig. Gleich kommt der letzte Boss hier um die Ecke rechts. Hm. Da sind wir jetzt hier drin, was haben wir angefangen? Oh. Schon eine halbe Ewigkeit, glaube ich. Das ist eine gute Frage. Wann sind wir rein? 18 Uhr oder so, ne? Ich glaube noch ein bisschen früher, oder? Ich weiß es nicht. Na, wir sind tatsächlich schon über 2 Stunden hier, ne? Ja, Aber es ist auch lang, das dann, wenn man beides macht. 17:10 Uhr. Junge, wie genau, Alter. Das kann schon sein. Quick One. Ja. Ich habe auch viele gehört, die sagen, 3 Stunden sollte man hier einplanen. Ja. Also vielleicht sind wir noch ganz gut. Trotzdem. Ich glaube auch. Also ich war auf jeden Fall mal in einem Princess Run, da hatten wir deutlich weniger Damage. Ich glaube schon, dass wir ganz gut am Start sind. Hm. Ja, ein P. Ich kapiere. Da ist er. Da ist er. Ich mach mal Feuerwiderstandsaura an. Dann macht er Der gar nichts. Tüftler. Ja, das ist der Tüftler. Warum chillt der hier einfach so? Der chillt, ja. Hey, let's go. Warum bringen wir ihn um? Gute Weil er ein Frage. Goblin ist. Achso. Das ist schon fies. Holzmichel noch lebt, denn der alte Holzmichel lebt. Was, Aksha? Ja, eigentlich schon. Cool, hast du schon gemacht? Du machst Faxen. Was ob der holt da hinten sonst noch. Gut, dass du darauf geachtet hast. Cool. Ich weiß, dass der selber praktisch ist. Ah, das ist ein Samurai. Ach schon, okay. Ah, wie dann. Das ist schon cool.
Dankeschön. Das Danke, danke. Cool. Da kommt eine Schau, was eine du da gekriegt Patrouille. Aufpassen, Achtung. Da. Das für Paladins ist das cool, oder? Weißt Das du, Schild. Köcher? Ausdauer, Ich auch erst gesagt. macht Mana. Und ich brauche Mana beim Tanken. Kartoffeln? Und Obacht. Sauce? Und Gemüse. Achtung, Achtung. Okay, aber ich erstmal die Alarm. Kleine gemacht. Alarm. Oh, ich muss helfen. Zum Spawn, damit noch zwischendurch die anderen dazu. Schild. Brauche ich das? Achso, das ist ein Hola-Schild. Ein Schild ist nice, oder? Ja, Safe. das Paladins und Schamanen und so. Nice. Klau ich die jetzt mal. Erst Nachtlinge klauen. Weiß nicht, gibt's den Ausgang? Das wäre, glaube ich, ein bisschen weit. Aber können wir schon rauslaufen, wenn ihr wollt? Ja, müssen wir. Wir müssen Mr. Moore noch das Amulett holen. Ja, wir müssen ja, genau. Okay. Mir leid. Ich hol die erstmal. Soll ich schon mal irgendwas skippen, indem wir es nicht pullen? Es gibt denn hier gar nichts. Okay, ich esse dann mal, wenn wir da hier noch rauslaufen. Nicht. Warte. Ja, 4 Silences einfach. Das ist echt lecker. Geil, oder? Aber die sind ja gut. Ja, die haben echt coole Stats. Richtig sind die gut, ja. Was ist Jonesy heute eigentlich? Alter, der Skipper. Oh mein Gott, die sind richtig gut, weil die einfach. Da, diesen Okay. Peak-Transmog sogar. Also auf die Prinzessin auch. Jonsmann, what the fuck? Was redest du? Silence ein bisschen weiter weg wahrscheinlich. Ah, du wirst einfach gar nicht weg. Ich glaube, er meint dich. Wir sollen auf dich aufpassen, Jen, oder? Also auf mich? Achso. Ja, Nein, wegen Silence. Irgendwie bist du nie gesilenced. Ich weiß gar nicht warum. ich bin immun. Ist nicht gesilenced, weil sie nicht in der Nähe ist. Aber sie war sehr nah dran, oder? Das ist ja auch eine Prinzessin, du vergisst. Rede. True. Tiefbohrer. Das ist mein Zweitname. Mr. Moore Tiefbohrer. Mr. Bohrgame. Mr. Bohrgame einfach. Ja, wenn du nochmal stirbst, dann mach mal Tiefbohrer dann. Als Name. Bohrer. Okay, mach ich. Jetzt lass mich echt sterben. Aber man sollte sich immer die Namen geben von den Mobs, der ihn getötet hat. Ja, das stimmt. Dann hätte sich einmal Zombart nennen müssen. Ja, anscheinend. Ja, da kommt eine Patz. Wir müssen ein bisschen ziehen wahrscheinlich. Eine Party. Ein bisschen spannender dann. Nein, die hört auf, die geht zurück. Ah, geil, geil, geil. Easy. Mussten wir natürlich. Krass, wie du das immer alles kalkulierst. Du bist echt ein guter Tank. I was told in Germany they have a 100% full vegan menu. I've never went there, or Italy though. Um 17:45 Uhr Where? standen wir vorm Dungeon. For Burger King? Okay. Krank.
I don't know. I'm not from Germany. I'm not ist sure doch I've auch ever been schön, to a wenn German das so Burger Zeit King. gemütlich, wir hatten keine Probleme. I don't know, keine but what do you mean Klaus full? vorher nichts. Richtig. Because I doubt Das that. will sich jetzt ändern. I doubt that they don't Oh my have God. meats. Like, I'm sure they have some vegan options, but I don't think it's like a full vegan menu. Ich bin da, falls jemand pullt. Ja, wir That would be euch. strange. I mean, at least but I don't know. Geil. All the classics have a vegan variant. Okay, well, that's nice. And I don't know what the Italian Burger King has either. I can't tell you that either. Der Stoffgürtel mit Beweglichkeit, Willenskraft, klar. Wer kennt den nicht? Nee. War auch gut, wenn wir uns so Würde ich nicht auskämpfen, weil wir müssen eh 80% der Quest in Desolasa abgeben, also. Das stimmt. Da kommen zwei komische Steine. Hat. Wir müssen eh unten lang. Oh, jetzt wird's. Oh, jetzt. Boah. Boah. Hat doch 1A Pal-Equipment, ja klar. Ich muss nochmal durchbuffen. Mach das mal auf Lock nebenbei. Kann euch nicht heilen. Jetzt durch. Von hinten kommt eine Pad. Kommt eine Pad von unten. Vorsichtig, Freunde. Ja, wir können die einfach nehme einen spielen, Mana-Pot. Okay. Okay, die kommt nicht hoch. Okay, nice. Calculated. Und sonst den Mana-Pot genommen, ey. Mann, ja, das ärgert mich jetzt aber so. Na gut, dann werde ich mal weiter buffen. Ich will mit Jen was trinken. Okay, listen. Hallo. It's not allowed to speak any language that is not German, Italian, or English in chat. Von meinem Partner, holy. And no, it's not because we're discriminating other languages, it's because we don't understand them. We need to moderate the chat, and if we can't understand what you're saying, we can't moderate it. Ich finde es immer so krass, wie viele Leute das nicht checken. Ich streame ja schon ganz lange und wie oft Leute reinkommen und dann irgendeine Sprache sprechen im Chat und werden halt direkt gebannt, egal was die sagen, egal wenn sie sagen jetzt, hallo, wie geht's, oder ob die jetzt was richtig Dummes sagen, weil es sind halt einfach nur bestimmte Sprachen laut, weil du kannst ja nicht irgendeine Sprache erlauben, die dann den Mods nicht verstehen und das Streamer nicht versteht, weil wie sollst du dann den Chat moderieren? Und dass die Leute das nicht raffen, das ist so, das verstehe ich überhaupt nicht. Ist doch klar, dass das nicht erlaubt ist. Und dann sagen die Leute immer so direkt so, oh, seid ihr hier gegen Polen oder gegen, keine Ahnung, Japan, weil ich hier nicht Japanisch reden darf? Also, ich dumm. Und wie sieht's aus mit deiner Munition nach so einem langen Dungeon? Ja, ich hab noch 1000 Schuss. Aber ich hab schon bestimmt 1000 weg, also. Oh, hier ist echt Silber, krank. Ist Battle erlaubt, ja, wenn ich das verstehe, ist es erlaubt. Wir müssen auch mal uns vorbereiten an so kleinen Dungeons für BRD dann. Ich brauche größere Ammo-Taschen auf jeden Fall. Für die richtigen großen Dungeons, die noch kommen. Das ist voll gut. Schön 2 Stunden Tempel. David kriegt da das beste Essen. Tempel gehe ich nur rein, wenn mich ein Warlock in den Eingang portet. Moment, wo war der Hochgang? Auf der von uns aus linken Seite müsste das sein. Hier, wo ich markiere auf der Map, ja. Müssen aufpassen wegen den Hyros hier. Soll ich die Pullen abbauen? Ich warte, ich gucke, vielleicht schaffe ich's. Ja. Okay, geschafft. Ausgedribbelt. Manfred hat gepult. Ach Manfred.
Mann. Mann. Was sind so Spitznamen für Manfred? Money. Manfred. Manfred. Nee, Money. Manfred. Ja, Manni kann ich auch. Fred? Fredi? Hm. Kommt ihr? Ja, das ist ein Blümchen, warte. Das ist ein Blümchen. Nein, komm, das schaffen die nicht. Alles gut. Ich muss Blümchen pflücken. Ich habe noch nie Blindweed gesehen außerhalb von hier. Ist einfach so. Das schaffe ich niemals, aber ich probier's. Du musst nicht mal springen, du kannst wirklich laufen. Oh. Naja, fast. Ich probier's einfach. Nices Experiment. Ja. Gut, dass Mark überlebt hat. Meeres würde nie alleine wie WoW zurechtkommen. Ja, das heißt, das stimmt auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Der wäre komplett aufgeschmissen dann. Ah, den muss ich mir auch merken. Das ist der eigentliche, wir springen nicht den Wasserfall runter Weg übrigens. Ah, check. Hier habe ich mal vor 8 Jahren Edge Masters gedroppt bekommen. Alter. Du bist ein Edge Master. Master. Gefallen? Was ist passiert? Egal, hier. Hilfe. Wir haben dich. Wir haben immer Auge auf dich. Mhm. Wer von euch ist auch ein Edge Master? Ich bin kein Edge Master. Ich bin ein Edge Lord. Wusste ich. Benutzt noch jemand Microsoft Edge? Nein. Nein. Auf Arbeit. Aber ist gar nicht mal so schlecht, oder? Mittlerweile. Mittlerweile geht das echt tatsächlich gut. Ist das sponsored? Oder? Nee, es Nein. ist halt auf der Arbeit. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Microsoft sponsort diese Streams. Ich benutze gerade Aber wir haben Crusader entstanden wieder, ne? neuen Browser von Perplexity. So ein AI-Browser. Kennt ihr den? Nee. Was macht das? Da hast du so einen integrierten Assistant, der für dich Sachen machen kann, den ich nicht nutze, weil er die Sachen nicht gut macht, aber ich probiere es aus. Also betreutes Surfen quasi. Kannst quasi sagen, auf dieser Seite gehe in diese Kategorie und dann klickt er dahin. Aber du kannst auch einfach klicken. Okay, ja, also. Ich hätte gern so einen AI-Browser, der mich einfach nur so ein bisschen fragwürdig, je nachdem, was ich halt google, dann so irgendwie so Kommentare ablässt. Wirklich? Das musst du googeln? Ja, das ist auch geil. Das würde ich echt feiern. Irgendwann müssen wir gar nichts mehr machen. Irgendwann gibt es auch so einen Arschwisch-AI-Roboter. Das wäre auch ganz angenehm. Roboter und Overknees. Ich hätte gern so einen Kraulroboter. So ein Massageroboter. Boah, Nee, nicht ja. Massage, Kraulen. Unterm Kinn oder wo? Mhm. Mit so Fingernägeln, ja, so Rücken und Arme. Okay. Ich hätte gerne einen Roboter, mit dem ich reden kann, damit ich auch mal einen Freund habe. Ja. Nein, Leute, nicht Massage mit Happy End. Es geht nicht immer nur um Sex. Nicht die ganze Welt Aber dreht sich um Ficken. Es geht auch mal nicht um den Akt. Oder die Befriedigung. Das ist eine Lüge. Okay. Mann! Ich habe erst vorhin über Guden geredet. Ich dachte, da geht's auch nicht um den Akt, aber anscheinend schon. Was ist Gun? Ja. Wichsen.
Was ist Befriedigung? Ich verstehe nicht. Okay. Wo nennt man das eigentlich Befriedigung? Das Wort wurde jetzt irgendwie aber so ein bisschen... Ja, ich weiß schon warum, aber warum nicht noch ein Wort dazu? Weil das Wort, wenn irgendwas befriedigend ist, das kann man jetzt nicht mehr benutzen. Naja, Frieden. Ja. Neuer Frieden. Reset. Ja, wenn irgendwie, wenn was passiert im Leben und du denkst, oh, das ist echt befriedigend, dann kannst du denken, oh, das war eine Befriedigung. Aber das kann man jetzt nicht mehr benutzen, das ist irgendwie blöd. Oder wir führen das wieder ein. Achtung. Ich glaube, wir sind in einem Respawn oder was, ne? Ja. 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 Und noch so ein... Oh ja. Die kommen jetzt gerade spawnen sie, vorsichtig. Friede sei mit mir. Leute, ihr braucht so abfahren drauf. Viel zu anstrengend, die 30 Sekunden für den kleinen Erfolg. Sag ich. Das sind 30 Sekunden. Was meinst du? Weiß nicht. 30 Sekunden oder nicht? Nee. Schneller! Ist noch weit raus? Nee. Okay. Also, ein paar Minuten noch. Ein paar Minuten, okay. Länger als Moris Befriedigung anscheinend. Oh, oder gut gewesen. Was mich befriedigt hätte, wäre diese Schnitzel. So. Danke schön. Ist das nicht Joggerle? Ja, aber ich bin nicht mehr genau gewusst. Ah, ist super. Ja. Ist super. Ja, ein Eiskrieg. Eis mit Joggerle. Wir können auch hier unten Hab rechts. ich ja schon ne? gegessen. Eis mit Joggerle. Oder? Vanilleeis mit Pfirsich. Ich weiß gerade nicht. Nektar nennt man das, oder? Aber Joggerle? Ja, Wie? könnte. Lass einfach den Weg laufen. So. Ja, ihr habt einen Namen Bevor ich Shitcall mache und die Also sterben was? und dann. Yoga. Yoga ist eine italienische Marke. Sagen alle, für Mr. so. Morgan ist schuld. Kennt ihr diesen? Also Pfirsichnektar, es gibt auch mit Marillen und mit Birnen gibt es auch. Birnennektar. Das ist so ganz dickflüssig. Ja, genau, das war ich. So ein Saft, so ein recht dickflüssig. Pfirsichnektar, ja, genau. Und das essen wir hier manchmal mit Vanille, ist richtig lecker. Die Marke heißt Yoga. J-O-G-A. Schreib mir noch eine Pommes, bitte. Und mir hast du aber Yoga, le. Schreiben, wenn du angekommen bist. Fräulein. Ich habe gerade Eis bekommen. Eis mit Jogale. Ja, Jogale. Pfirsichnektar. Oh. Ich habe gerade so ein Knoblauchbrot, ein warmes bekommen und dazu so ein Snackteller mit Obst, Gemüse und einem Dip. Das klingt auch lecker. Es gab doch gerade erst zu essen, das mit rote Beete Scheiß. Das war aber so ein kleiner Snacky, ja. Vorspeise. Und das war Anfang vom Dungeon. Stimmt. Wir sind hier schon 3 Stunden. Da muss man 2 meistens Pause machen. Da ist Obst und Gemüse drauf. Das ist gesund, denn. Okay. Ich hole mir auch gleich meine Erdbeeren. Erdbeeren mit was? Ja, ist nett. Einfach nur Erdbeeren. Nur Erdbeeren? Ja, bei mir gibt es nicht irgendwie noch Schlagsahne oder ein Eis dazu. Das bleiben nur Erdbeeren. So Klimbimler brauche ich nicht hier. Scheiße, Junge. Hattest du mal Erdbeeren mit so Balsamica, also dieser Vinegar, dieser dickflüssige? Nee. Nicht? Das ist echt lecker. Muss man probieren. Erdbeeren mit Senf ist geil. Okay, ja. Jetzt aber viel hier. Wie nennt man das? Glacé. Balsamico Glacé. Genau, nennt man das. Hier? Ja. Meine Frau fährt jetzt zur Nachtschicht. Ja, hoffentlich schreibt sie dir, wenn sie angekommen ist. Dunkel, nass, glatt, alles scheiße.
Aber einer muss ja Geld verdienen. Oh Mann. Ja, true, damit der Junge zu Hause spielen kann. Ja. Meine Mama meinte früher immer, ich werde niemals mit Videospielen Geld verdienen können. Ich soll auch was anderes machen. Er hat es überrecht, ne? Sie hatte recht. Und sie hatte recht. So war sie hatte recht. Das ist echt eine nette Gruppe hier. Wir sind freundlich zueinander. Warum sollten wir nicht freundlich sein? Nee. Das war... Egal. Aber wir sind ja auf unserer Art. Also ich dachte, bei Maclack Guild Wars streamen sind, habe ich mich richtig gefreut. Ja, ich heile euch spiele Guild Wars seit 13 Jahren. Echt nice. Also, ich wollte auch, nach dem Event hier wollte ich wieder ein bisschen weitermachen bei Guild Wars. Ich will auf jeden Fall auch Max-Level schaffen und mir das Endgame so ein bisschen mehr angucken. Ach, das ist der Fanboy von Papa Platte, ne? Wann hat er das denn geschrieben? Das war, glaube ich, aus irgendeinem Grund kurz nachdem wir Prinzessin gemacht haben. Warum sollte er das schreiben? Das wusste ich nicht. Seltsam, ne? Leuchten weit von steiler Felsenwand. Du bist das Land, dem ich die Treue halte. Ich bin viel sarkastisch, okay? Ich bin froh, wenn Leute damit irgendwie klarkommen. Wirklich? Du bist das Land, krass. dem ich die Treue Ist dir noch nie aufgefallen? Nee. Alles ernst genommen, bisher, was du gesagt hast. Nette Sachen meine ich aber auch ernst. Ich lasse meinen Sarkasmus immer im RP raus. Das ist mein Ventil. Und dann ragebait ich immer. Was du RP? Achso, ja, Red Dead, ne? Ja. Von dir gerissen, wurde es in Tirol. An die 3 Imps erinnere ich mich, wir sind am Ausgang, Wollen wir resetten und nochmal Trash machen? Mhm. Nein. Schön ist mein Tiroler Na Land. gut, schön. Na gut. Danke. Oh, der ist dann gut. Ja. Mein Tiroler Land. Spielst du dann im RP eher einen bösen Charakter? Eine psychisch leicht angeknackste, sehr sarkastische, emotional verkorkste, gemeine. Mhm. Klingt eigentlich ganz normal. Oder? Das ist Ansichtssache, böse oder Du müsstest den Text auswendig lernen, Leute, gell? Henning schon am Anfang gesagt, dass du den Text lernen. Und von deiner? Das müsstest du schon auswendig kennen. Polino aus 60 wäre, dann müsstest du das alle auswendig lernen. Dann sing ich das bitte. Gell? Dann singen wir alle Land der Rolle 3. Oder Weiße Rose, weiß ich nicht genau. Hey Hamish, what's up? How are you doing? Die Räuber. Wie crazy wäre nach der Mucke noch ein Rave? Ja, ist ja Volksmusik Rave, war ganz cool eigentlich. Eine Räuber und Gangster. Rose, ich muss gehen. Später erst verstehen. Herzen für dich. Eine weiße Rose. So, wo müssen wir hin für deinen Droppen? Hier steht einfach überall kleine Säckchen, Amulett auf die des Geistes. Rosen warte. Eine Das weiße ist ein Random Drop vielleicht sogar. Ist dir. Das habt ihr ja auch bekommen, hä? Okay, vielleicht haben wir Das ist voll gut. dass das ein Random Drop war. Du aufwachsen
Da, der kann das droppen, der namenlose Prophet. Immerhin ist der am Ausgang, oder? Ja, Wort wird lustig, weil du hörst die Musik nicht im Wort. Da ist er drin, jo. Wenn es den Musikantenstadel noch geben würde, wärst du dabei. Oh, war das der, ich kann mich den aber beim gepult hat, als ich wie heißt das? runtergesprungen bin? Wahrscheinlich. Wo die Länder dann antreten mit Liedern? Ja, ich nicht. Boah, wie heißt das nochmal? Eurovision Song Contest, ja, da könnte ich mitmachen, für Italien. Singt dann so ein richtig schönes Volksmusiklied. Ja, bei dir ist Nami. Richtig passend für die Italiener. Oder? Finde ich gut. We did it. Ja, nice. Schön souverän. Geil. Geschmeidig. Befriedigend. Ich brauche einen Händler. Ich brauche einen Händler. Öffnet das Feuer! Ist ein cooles Trinket dabei. So, also Kauf. Was für? Schön euch zu sehen. Du bist immer noch wahnsinnig, wirklich. Also, das ist so frech. Hab's geholt, immerhin. Mach noch 12 weitere, Nefarius. Nein, das Upgrade lohnt sich gar nicht. Was brauche ich noch? 10. Wildwedel, kein Verkaufspreis. Was ist denn Wildwedel? Verstehe nicht. Fort mit euch. Makros. Der soll ein EP bekommen? Halbes Level mäßig oder? Ja, halbes Level. Ja. Ich habe 50% bekommen. Nice. Ja, besser als 0%, oder? Rede. Da vorne ist ein Supersteller 680 angezeigt. Ich glaube, scheiße, dass ich den anderen verkauft habe. Soll ich dir ein Gute-Nacht-Lied singen? Irgendwer hätte ich gerne den Zweihandkolben wieder. Na, weil die Nachtklinge ist irgendwie scheiße. Oder? Wo ist das? Mori, möchtest du nicht auch RP spielen irgendwann mal? Schau mal, wie wenig das schon gemacht hat. Tatsächlich habe ich früher, das ist ewig her, da ist schon scheiße, GTA-RP sehr viel gespielt. Ja. Und das wurde mir sehr madig gemacht, weil mich der Stress im Background so genervt hat. Dieses außerhalb dieser Streams erstmal absprechen, was gemacht wird und die Leute haben OOC alles genommen statt Ingame und war dann OOC-mad und diese ganze Drama und Absprachen für Content drumherum und Metagaming außerhalb schon und boah, nee, das war mir so stressig, das hat mir das madig gemacht. Dann habe ich auch aufgehört und gesagt, nö, das ist mir zu blöd. Das passiert alles. Und jetzt hör mir genau zu. Folgendes. Ich bin mit in einem Team, wo jetzt ein neuer GTA-RP-Server startet. Das nennt sich Peak. Startet am 20. Februar. Auf diesem Server sind ausschließlich coole Leute drauf, die von uns allen im Team geprüft wurden, wo sehr viel Zeit und Mühe und Liebe drin steckt. Und der Server ist kein Trash und da passiert genau sowas nicht. Wir haben sogar eine Meta-Verfolgung auf Twitch, wo man sehen kann, wenn die Leute im Stream irgendwo drinnen lungern, obwohl sie selbst im RP sind. Und das wird perma gebannt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Also wir gehen sehr stark gegen Meta vor. Und du musst dir da eigentlich keine Sorgen machen. Das heißt, wenn du irgendwann mal wieder Bock auf GTA-RP hast, wir haben dort so viele geile Leute, mittlerweile so viele gewitelistete People, Fortgeschrittene als auch Anfänger. Und wenn du möchtest, kannst du gerne doch drauf joinen. Interessant. Wann startet dieses Projekt ungefähr? Wisst ihr das oder ist es geheim? Am 20. Februar. Ich schreib dir gerne. Mach das mal. Geil. Danke. Okay, und jetzt? Super lieb. Na klar. Ja. Was habe ich erfasst? Was sagt mein... das Trinket ist eigentlich ganz cool. Also, Quest habe ich hier. Ich könnte noch mal schnell rüber. Ja, das mache ich noch eben. I guess.
Ich muss hier irgendeine Quest abgeben. In Moonglades. Warum? Treffer im Gefecht. Ist doch auch ein Fernkampf, oder nicht? Wenn du getroffen wirst. Oh, warte auf mich. Oh, das schaffe ich nie. Bitte wart. Bitte wart. Das heißt, wenn Ich bin ich was gleich da. treffe. Bitte, jemand. Nee, wenn du gehittet wirst. Heb's fest. Bitte halt's Schiffer. Und wie gesagt, Schattensplitter, die Quest, die gebt ihr ab in die Düstermaschen in Terramor. Imon, natürlich hat das auf mich gewartet. Ich bin die Königin. Kommt das noch? Oder was muss man dann nach Danasus bringen, oder? Bin gerade unsicher. Oh, das wäre richtig ass. Moonglade ist das Seed of Life. Moonglade war das. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Genau, ihr müsst Ruf farmen, um überhaupt durch diese Höhle zu kommen. Also von Teufelswald bis Moonglade gibt es eine Höhle und da müsst ihr erst friendly werden mit diesen Viechern da. Ja, Hass erfüllt, glaube ich, dass man durch darf, ne? Oder irgendwie sowas. Oder unfreundlich. Wir müssen eigentlich die Angel warten. Geht relativ schnell, I guess. Ich sag, ich tue jetzt allem Angel. Dauert ein bisschen tatsächlich. Dass man da nicht blind Okay. Okay, das geht jetzt vielleicht nicht so gut. Das ist irgendwie so ein Hordencamp, aber wir sind schon vorbei, easy. Vorschiff. Vorsicht, Vorschiff. Ich habe gelesen, also der Satz ging halt irgendwie Vorsicht, das Schiff. Und ich habe in meinem Kopf das irgendwie zusammengebaut. Vorschiff. Der Lederhelm wird cool. Stadt. Thompson, Dankeschön für den Subgift an Lehrer. Ja, brauche ich. So, Kimi da eigentlich Moonlight um ihn an, dass mir da was passiert schon, oder? Da muss voll aufs Klo. Endlich gleich dein Bogen, wa? Lisi, danke für den Prime, Dankeschön. Ring und Bogen, Alter. Kenn ich dir richtig, ne? Warte mal. Ah nein, ich fliege einfach. Die quadratische Minimap kann ich für Letrix Plus. Moni. Jetzt ist eine Level 53er Waffe gedroppt, ne? Zweihandstreitkolben, wir mussten drum rollen, weil jeder den wollte. Und den hat gewonnen ein Level 44er. Der muss einfach noch fast 10 Leveln, damit er überhaupt anziehen kann. Aha. Und wir haben ein bisschen Zatch gemacht. Lebt wohl. Du musst durch die Holzschlundfestung, oder? Holzschlundfestung. Warte mal, durch den Teufelswald? Oder? Wenn ihr mal Leder braucht, einfach eine Farius fahren. Teufelswald, Winterspring, Holzschlundfeste. Was ist denn die Holzschlundfeste? Ach, ich muss echt da durch. Hä? Wie soll man die Quest denn da abgeben? What? Aber ich glaube, Nagura, du kannst wirklich mal radikal die Bank aufräumen oder so. Da ist so viel Scheiße, da ist echt die du nicht brauchst. so viel Scheiß drin, ja. Du wirst wirklich als Mülleimer benutzt. Ja, das ist teilweise echt scheiße. Das ist super schlimm bei dir da. Ja. Ich glaube, ich muss mich mal mit jemandem hinsetzen, der sich da echt auskennt. Also, Siglinde hat das schon angeboten, dass mit mir mal alles durchgeht und einfach irgendwie alles wegschmeißt oder verzaubert. Ja, entzaubern kann man ja auch. Es gibt halt so einige Items, da weiß ich einfach nicht, ist das jetzt Müll oder ist das für eine bestimmte Quest oder irgendein Beruf oder keine Ahnung. Ja, verstehe ich. Ist das Kunst oder kann das weg? Warte
Warte mal, aber kann ich da durchlaufen mit Level 50? Oder ist es gefährlich? Hier, das sieht schon ein bisschen hoch aus hier, das Gebiet. 55 Quests und so. Hm. Und das ist, habe ich mich irgendwie in das Obst Birne verliebt. Birne? Birnen sind ja ganz gut, wenn du eine gute Birne. hast, aber einige sind, schmecken ja gar nichts. Da musst du ein bisschen Glück haben, finde ich immer. Also bei mir ist das, also ich avoide mittlerweile tatsächlich sowas wie Mandarin oder Clementin. Ja, die sind auch enttäuschen nicht mich gut. seit Jahren nur noch. Ja. Was ich ganz gut Du finde, hast ist Birnen entweder auf so ganz selten salzigem mal Essen. gute- Also, kennst du sowas wie Flammkuchen mit Birnen drauf? Kennst du das? Ja, Das ist schon lecker. so ein süßeren, ja. Ja. Was für Die einzigen Mal bei Mandarinen, die Peaks sind die aus der Dose. Ich hasse diese Steine da drin. Mögen euch die Sterne leiten. Wie komme ich da jetzt hin? Bringt das was, dahin zu gehen für die Quest? Bringt das das? Vielleicht bringt das einfach gar nichts. Dann machen wir das einfach nicht. Was sagt mein Schnappschuss von Gamerita? Ist das Super Sniper FX? Aha. Das ist eine Elite-Quest. Die soll ich alleine machen? Okay. 41. Loote. Wo musst du die Quest nochmal holen? Die Oh shit, wo ist das nochmal her? Das war die Stormwind-Quest, die habe ich ja angenommen. Hier. Ich möchte, dass ihr den Tempel von Atta sucht. Sagt bei euch G-Bang eigentlich seit dem Update auch so extrem rum? Ja, es funktioniert gar nichts. Die Items in der Bank zeigen mir nicht mal Stats, glaube ich, an. Doch, jetzt tatsächlich mittlerweile. Nee, zum Beispiel, ich habe ja hier ein Lederbelt angezeigt, der hat einfach nur 77 Armor und hat keine Stats. Auf welcher Bank? Emotes. Mogi. Sehr viel mehr aus Klavier. Ja, können wir uns angucken jetzt, ja. Schick doch mal. Sogar not bad. Boah, der Hammer ist ja super. Holy shit, der ist ja richtig gut. Für den Level 30er. Den Seidenstoff abgeben. Oh, pass auf, pass Das auf, haben wir pass gestern auf, nicht pass gemacht. auf. Was? Pass auf. Was? Ich bin im Seed. Oh mein Gott! Okay. Mirse, pass auf und sie, was? Oh, pass auf, pass Das auf, haben wir pass gestern auf, nicht pass gemacht. auf. Pass auf. Was? Ich bin im Seed. Oh mein Gott! Okay. Alles klar. Vor allem sie ist halt so halb tot und Mirse charge direkt den nächsten Mob rein. Wir haben den ganzen Fullrun Marauder. Richtig geil. Richtig nice. Okay, warte. Warte, soll ich dann den Tempel? Das könnte ich machen.
könnte runterfliegen, weil ich muss in Nethergard muss ich in eine Quest abgeben. Die ganz... Oh, nee, nicht hier. Also das müsst ihr auch noch machen. Shit. Ja. Hier unten muss ich eine Quest abgeben und dann kann ich den Tempel erkunden. Muss ich links oder rechts? Links, glaube ich. Und dann kann ich sie weitermachen hier. Oder wo ist die Quest jetzt? Also die sucht nach dem Tempel. Also ich mache die Quest. Danach muss ich, glaube ich, einfach Hinterland, oder? Was ist das noch für ein Clip? Ach du Frostbolt. Es triggert mich ein bisschen, dass jemand Frostbolt falsch geschrieben hat im Cliptitel. Mich? Oh ja, Baby. Oh ja, ich krieg jetzt einen Frostbolt. Und... Oh. Jesus Christ! Du Arschloch! Ich lerne nicht raus! Ich lerne nicht raus! Ich lerne nicht raus! Das Ding fliegt an mir vorbei! Das war gutes Timing, war gut gemacht. Das ist doch richtig nice. Hat er zweimal gemacht? Ach so. Also echt gutes Timing, was er da hatte. Oh Mann, ich habe schon wieder vergessen zu angeln. Ich habe die Schuhe bekommen. Sehr schön. Ich muss angeln. Leute, ihr müsst mich daran erinnern. Ich stehe hier aber AFK statt zu angeln. Ich bin nicht so effizient wie Maris. Zack, das da. So. Cool. Ein paar Köder auch mitnehmen. So, was mache ich am besten mit den 400 Stoff, die ich auf Bank habe? Was für 400 Stoff? Ja, ich habe 235 Mage Weave und 200 Silk Cloth noch rumliegen. Warte mal. Was für einen Angelskill brauche ich, um den Fisch zu angeln für Petriflask? Magiestoff? Nehme ich dir gerne 120 ab. Und wo gibt's den Fisch generell? Gibt's den nur in bestimmten Gebieten? Und was noch für Stoff? Döner mit Cocktailsauce, Meinung? Boah, ich fand den Döner echt lecker. Der war echt gut. Ist das Seide? Ja. Fuck! Wie viel hast du davon? Der war richtig gut. 193. Warte, ist... Dann nehme ich 180. Ist sie ausgelockt? Jawohl, das ist doch ein Customer. Aber nur hier. ausgelockt, oder? Ja, bestimmt. Oder? Warte, ich guck kurz. Endlich mal ein Kunde. Damit kann ich arbeiten. So. Ist der nur ausgelockt, Leute? Gut. Ich bin ganz langsam. Mann. Na gut. Warte. Ruhestand, okay. Da stand gerade, ist disconnected. Okay. Dann ja, der Döner war echt gut. Aber ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber bei dem speziellen Döner jetzt, dieser Lukas Podolski-Döner es war einfach, also es war so ein halb rundes Brot, aber es ist eine große Öffnung vorne. Und es war einfach so viel drin. Mal gucken, ob ich eine Dings mache. Boah, man kann das halt nicht richtig essen. Also man konnte das schon in die Hand nehmen, aber du kannst da nicht reinbeißen. Raus. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Dankeschön für den Run. Dankeschön. Ja, danke fürs Mitnehmen. Ich danke dir für alles. Morgen wieder da. Na klar.
Morgen nochmal, oder? Gosh. Oder nur Prinzessin oder so? Ja, ich würde morgen nochmal gerne rein. Okay. Prinzessin kann man da immer rein. Ja, wäre ich auch dabei. Geil. Dann viel Spaß euch noch. Dir auch. Jo, ebenso. Ciao. Ciao, ciao. Seid vorsichtig. Muss ich halt entscheiden, lecker Döner essen oder die Würde behalten? Ja, ich mag das halt echt. Also das mit den Händen finde ich nicht so schlimm. Also, außer es ist richtig anstrengend. Also zum Beispiel so Muscheln essen, das würde ich hassen. Ich mag Muscheln generell nicht so. Aber wenn ich Muscheln mögen würde, das würde mich eigentlich ultra abfacken. Wenn du die ganze Zeit so kleine Muscheln aufmachen musst, bevor du das essen kannst. Hä? Das ist ultra anstrengend. Dann isst du ja, musst du diese kleinen Muscheln aufnehmen und dann kannst du das essen. Und das 20.000 Mal. Das ist so richtig anstrengend. Und das mit dem Essen, also wenn die Hände benutzen musst, das passt schon. Also so ein Burger oder, keine Ahnung, also ein halbes Hähnchen oder sowas, das finde ich schon, das ist okay. Aber was ich nicht mag, ist, wenn man irgendwas in die Hand nehmen muss und da runterbeißen muss und es ist aber dann nicht dafür gemacht. Boah, das kotzt mich richtig an. Wie zum Beispiel, wenn Sushi zu groß ist. Wenn die so riesige Sushi-Rollen machen, dass du das nicht einmal in den Mund bekommst. Oder wenn du das, dann ist das so groß, dass du das schon in den Mund bekommst. Also, dann kannst du nicht richtig kauen. Das ist so ein riesen Ding in deinem Mund. What the fuck? So, ich muss mal kurz Können die das nicht noch, hä? Das ist doch einfach anstrengend. Und du kannst nicht runterbeißen von Sushi, das geht ja nicht. Das ist ja komplett illegal. Das geht ja überhaupt nicht, das ist total dumm. Annie, thank you so much for the raid. What's up? That was the best time because I was just complaining about sushi that is too big. I was just generally complaining about food that is too big, that you can't... You know things that are made to be eaten in one? Like, or where you like need to bite off of it, but then it's too big for you to do that? I hate that. You know when sushi is too big and you can't feasibly put it in your mouth all at once? Why would you do that? Right? It's the worst. Or if they make burgers and they're like too big to actually bite into them, it's like, what's the point? What do you want me to do? Thank you, Annie. Everybody make sure you follow, you give Annie a follow. She's the absolute best. Ich habe das Billo-Ding in der Tasche, weil ich habe einen 14er. One bite meals that are and one bite they actually are the worst. It's the absolute worst. Genau. Annie's small and everything's big anyway. Und das Final Upgrade ist Pre-Raid ist ein Köcher von einer Quest. Annie's small. She's cutesy small though. I'm saying that when I'm not even that much taller than her either, you know. Okay. I'm not that tall. Blackrock Depths. A lot of people say that they think I'm taller. Like it's funny when I meet somebody in real life, like somebody that like knows me from stream. So many people, the first thing they'll say is, I thought you're taller. And I'm like, well, thanks. I don't know what to say. I'm sorry? Carney, thank you so much for giving stuff to Annie. I appreciate that. Ich brauche, also die Mets, die hätte ich an sich. Du hörst dich groß an. Das wird es sein, wahrscheinlich, ja. 2, 3. What did you guys do today? I saw you're doing a lot of housing, Annie. I haven't done housing in a while, but I really, really enjoy housing as well. It's a lot of fun. I love playing around with like creating different kinds of things. Like I'm currently trying to create an Irish pub. It is very fun. Queen Groß Sarahling wahrscheinlich, Mike. Ja, wahrscheinlich. I finally fixed my outfit. I saw the picture on Twitter. Yeah, it looks... Your swing looks so cute. I love that. For me, it's the opposite. I worked on my inside first, and even that isn't finished. And my outside looks horrible. Also, I deleted like half of my things because I started to build my house in pre-patch, and the endeavors didn't work, so you couldn't increase your like furniture things that you can place.
unless you like go around everywhere and like collect stuff. And I'm not a collector, so I like didn't want to go around and collect things. So I started building, and I made this like beautiful view and like the mountains and whatever. And at some point, I just ran out of inventory, like furniture that I can place. So I was like, fuck it, I'm just gonna delete the half of the things that I made so I can create the other thing. So I deleted like a whole like room that I built to have like this mountain view. I just deleted the whole thing. I spent the whole street today just collecting things. I am honestly envious of people that actually enjoy this part of the housing system, because I love I love the creating thing and doing things in the house. I really, really do love that. But I just hate the collecting part of it. And I'm envious of people that enjoy it, because then I could do this like forever. Like if I would enjoy the collecting part of housing, I would just for the next year I'd be happy. I'd be the happiest person alive. So hey, Sylphate. Sorry about the music today and the language. We're doing a German stream. We're doing all German streams since I'm part of the German hardcore event. So I'm going to switch back to German. I'm sorry to the people that don't understand me anymore. I have subtitles that live translate what I'm saying. If you guys want to stick around a little bit and read along, then you're more than welcome to do so. You can see this like pink thing on the side where it says English subtitles here. Somewhere there it says CC, and you can just click on it and then you'll get subtitles. That work really well usually. Unless I talk my dialect, then not so much. Okay, jetzt gehe ich die Quest hier noch ab und dann laufe ich eben hoch und mache diese Tempel-Quest. Die Musik ist einfach gut. Oh Mann. Steirer Mandel und der Tiroler Boe, okay. Dann nächstes Mal mit dem Auto drüber? What the fuck? Ja, also, worum geht's hier? Wie ein Lana auf dem Urlaub hier. Ah, es geht um Pistazien. Boah, ich liebe Pistazien. Also die sind echt lecker. Aber es stimmt echt, dass das schon anstrengend ist. Ich finde bei Pistazien ist es aber nicht so schlimm, weil das isst man ja nur als Snack. Ich finde es schlimmer, wenn das ein Hauptgang ist. Also so eine Hauptmahlzeit, die du dann wirklich mit den Fingern dann die ganze Zeit schälen musst. Sowas wie halt Muscheln und so. Also wie nennt man dieses Essen? Diese Nudeln, die Muscheln drin haben. Das ist so ein richtig berühmtes Ding, was so viele Leute mögen. Wie heißt es nochmal? Boah, wie heißt denn das? Vongole? Na, ist ganze Nudelgericht. Aloscolio, ja genau. Pasta aloscolio. Er ist einfach, also, das ist einfach Nudeln mit halt Meeresfrüchten drin. Und da sind halt Muscheln und so drin. Und ich verstehe das nicht. Alle Leute, die ich kenne, immer wenn man irgendwo am Meer ist in Italien, alle bestellen das. Und ich verstehe, es schmeckt vielleicht gut, aber dann sitzt du da eine halbe Stunde und machst diese Muscheln auf. Bis dahin sind die Nudeln noch kalt. Ich verstehe nicht, wie Leute das so mögen. Ich muss sagen, ich mag auch keine Muscheln, deswegen. Aber für mich ist das echt, das wäre Pain. Das wäre echt schlimm, wenn ich das jetzt müsste, diese Muscheln aufmachen. I remember when you died here in OnlyFans, is that useful to bring up now? Henna. Don't say that.
wir mit 9 bis 10 Bongole bestellt. Und dann war da ein Muskelstück drin und hab mir den Gaumen aufgeschnitten. Seitdem nie wieder. Voll, okay, das ist aber auch scheiße. Battlefield mit der Musik im Hintergrund kickt anders. Das Äquivalent zu deutschen Pellkartoffeln, bis man die Schale runter hat, ist schon verhungert. Ich liebe Pellkartoffeln. Und mittlerweile mache ich die Schale auch gar nicht mehr runter. Ich esse ja mal mit. Also mittlerweile, wenn ich Pellkartoffeln koche, also einfach gekochte Kartoffeln, dann lasse ich die Schale halt einfach drauf. Ich schneide die schon so ein bisschen auf dann, die Kartoffeln. Aber dann drücke ich die noch ein bisschen mit der Gabel. Und dann esse ich die Schale halt einfach mit. Weil die Schale kann man ja mitessen. Es ist nur, wenn man... Also als Kind macht man die natürlich runter, weil als Kind möchte ich ja gar nichts essen, was irgendwie komisch ist. Aber mittlerweile... Boah, ich liebe Pellkartoffeln so sehr. Das heißt, hin und wieder habe ich so Bock auf Pellkartoffeln. Wie esse ich die? Boah, das muss ich jetzt unbedingt aufklären. Weil ich habe das mal in Englischem gesagt, also als ich sonst Englisch gestreamt habe, habe ich das mal erzählt mit den Pellkartoffeln. Und die Leute dachten, ich bin komplett weird, wie ich die esse. Mit Quark... Oh, danke! Oh mein Gott. Ja! Mit Quark, Graukass, ja. Genau. Und Thunfisch hin und wieder, oder? Ist auch okay, oder? Thunfisch auch gut. Kann man schon machen, oder, Thunfisch? Mit Quark finde ich auch richtig lecker. Hin und wieder auch Hüttenkäse. Generell irgendwie so jeder Käse. Frischkäse passt auch gut, oder? Und kennt ihr diesen Streichkäse? Wir nennen den Kaslern. Diese Dreiecke? Wo so das Streichkäse drin ist? Das finde ich auch richtig gut. Mit Pellkartoffeln. Richtig lecker. Ich mache das dann, also ich nehme dann diesen Käse und presse so ein bisschen mit der Gabel so in die Kartoffel rein. Oh, das ist richtig lecker. Und ein Glas Milch dazu natürlich. Okay, ich weiß, das mit dem Glas Milch ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich finde das richtig gut. Einige Leute bringen dann auch Zwiebeln dazu und so ein bisschen, also so eine Wurst, sowas wie, manchmal so ein bisschen Schinken oder Speck oder keine Ahnung. Das finde ich auch ganz gut. Das ist einfach so wie so ein Aufschnitt halt mit Eiern, mögen manche auch dazu, so. Boah, ich bin gerade so froh, dass ihr hier alle... Dass sie nicht gerade sagt, dass ich weird bin. Als ich das im Englischen erzählt habe, dann alles so, hä, what? What the fuck? Gott sei Dank. Ja, Englisch, wir kennen keinen Quark. Das stimmt, das ist nicht Englisch. Aber gut, Frischkäse kenne ich schon. Frischkäse kennt man. Und das fanden die auch komisch. Frischkäse mit Kartoffeln oder gekochten Kartoffeln. Ich fand das generell komisch, dass man gekochte Kartoffeln isst. Die meisten. Einige kannten es schon. Ja, einige kannten das überhaupt gar nicht. Einige meinten halt, ja, wie jetzt Röstkartoffel? Und ich so, nein, gekochte Kartoffeln. Wie Ofenkartoffel? Nein. Gekochte Kartoffeln. Die fanden das komplett weird. Ich so, hä, was ist die gekochte Kartoffeln? Ich finde das echt so nice. Also wir machen das nicht so oft. Bei Kartoffeln, wir machen das nicht super oft. Aber wenn wir das machen, dann habe ich immer richtig Bock drauf. Das ist irgendwie so ein Comfort-Food, finde ich. Ich habe das geliebt, als ich ein Kind war. Ich habe es immer echt gern gegessen. Makitakis, Dankeschön für den Prime. Vielen, vielen Dank. Lederhosen Django. Die Musik ist einfach der Hammer. Mike, Dankeschön für die 10 Subs. Dankeschön.
Willkommen an Schwadlinger, Raiku, Latisha, Vega, Morion, Jennifer, Freitox, Plaukuen, Shadow on the Wall und Baracha, Dankeschön. Für die Pellkartoffeln, die sind aber auch gut. Für Pellkartoffeln, ich muss, also, wenn ich nur noch wenig Sachen essen könnte. Also, ich kenne diese Frage, wenn du nur noch das essen könntest für den Rest deines Lebens, was würdest du essen? Ich glaube, Pellkartoffeln wären echt relativ weit oben, muss ich sagen. Also natürlich mit Beilagen und so und nicht nur gekochte Pellkartoffeln, das wäre ein bisschen wenig. Aber wenn man so Beilagen und so weiter haben kann, dann wäre das schon ganz weit oben, finde ich. Harper Jenkins, Dankeschön für den Prime. Vielen, vielen, vielen Dank. Sauerkraut mit Kartoffeln. Das ist auch sehr berührend bei uns, muss ich sagen, Südtirol. Boah, ich kann euch jetzt von Dirkel erzählen. Boah. Oh, wie cool das ist, wenn ich so wenn ich so Südtiroler Tradition erzählen kann und die Leute das auch so ein bisschen raffen und das nicht irgendwie die Leute von Amerika sind und null Ahnung haben, wo ich überhaupt bin. Aber wir haben so eine Tradition hier, das heißt, also nicht genau hier, wo ich jetzt bin, im Eisacktal. Ja, das heißt Eisack. Ich weiß. Ich weiß. Der heißt einfach Eisack, der Fluss. Und das Tal heißt natürlich Eisacktal, klar. Ist klar, oder? Ja, jedenfalls im Eisacktal. Da haben die so eine Tradition. Das heißt ohne Witz Eisack. Nein, wirklich. E-I-S-A-C-K. Das heißt wirklich so. Ohne Witz, also es ist nicht mal anders geschrieben. Das heißt einfach so. Eisack, ja, ganz genau. E-I-S-A-C-K. Das heißt wirklich so. Der Fluss heißt so. Das ist der Eisack. Der Fluss. Und das Tal heißt Eisacktal. Das ist scheiße. Du denkst dich das denn aus. Aber das ist so, oder? Der Eisack. Na klar, der Eisack. Wer kennt ihn nicht? Egal, jedenfalls gibt es eine Tradition im Eisacktal. Im Herbst gibt es so eine Tradition, das heißt, das nennt man Dirkel oder Dürkelen. Und das ist so ein Ding, wo man sich dann abends trifft und man isst so ganz bestimmte Sachen immer und zum Schluss isst man dann Kisten. Hallo. Kisten, Kastanien. Ja, So in der Gruppe Kastanien. So gebratene Kastanien. Und es gibt, Vorspeise gibt es ganz oft entweder Schlutzkrapfen, das ist auch so ein Südtiroler Ding. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Ja. Sag's euch eben. Würdest du gerne für den Rest deines Lebens jeden Morgen gegen eine Zecke kämpfen müssen, die so groß ist wie ein Labrador? Oder nicht? Schlutzer, ja. Aber was ist der positive Effekt? Oder es gibt auch Knödel als Vorspeise oder eventuell so Kürbiscremesuppe oder sowas. Und dann als Hauptspeise gibt es eine Schlachtplatte. Habt ihr das mal gesehen? Ich glaube, das ist ein ganz einfaches Nein. Wozu brauchst du eigentlich den ganzen Stoff? Es klingt schon mal gut, oder? Schlachtplatte. Okay. Danke. Ja. Das war's noch gar nicht. Ah, nicht, sag's Wie viel euch. wollte ich haben? Du wolltest auf 120 Majory von 180 118, ne? Ja. Seite. Perfekt. Du bist ein Schatz. Okay, das sieht dann ungefähr. Boah, ich finde jetzt kein gutes Foto. Aber so ungefähr. Oh. Du könntest immer die Zecke kirschen. In IRL? Mhm. Ja, aber ich kann Das die sieht nicht ungefähr so kirschen, aus. weil Du hast dann, da ist ganz viel Sauerkraut drauf. Kann die Und dann Classic auch sind nicht da, kämpfen dann als ist da Kirschen. gesägtes Fleisch drauf. Also Selchfleisch einfach. Rippchen. Manchmal eine Schweinshaxe. Und dann ist da verschiedene Wurst. So Vor allem, das wird auch ultra eklig. Blutwurst. Die platzt dann einfach. Dann Und so einfach so Kochwurst, keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann, oft gibt es da auch noch Kartoffeln Nur wenn sie dazu. vollgesaugt wäre. Und halt Ja, aber das wär ja Sauerkraut. nicht so Und groß. Erdäpfelblattladen. Kartoffelblättchen, kennt ihr die? Erdäpfelblattladen. Und selbst wenn Die die sehen nicht so aus. vollgesaugt wäre, das ist aber so ein hundegroßes Und die isst man mit Insekt, das ist doch Sauerkraut. mega ekelhaft. Also es ist einfach nur so Teig, der ist halt Kartoffelteig
Der wird dann in Öl rausgebraten und dann isst man dazu Sauerkraut. Das ist echt gut. Natürlich auch vegan. Im Gegenteil zu der Schlachtplatte ist das hier vegan. Kenny, danke für den Prime. Gut so. Und dann zum Nachtisch gibt es dann Caesar-Krapfen. Süße Krapfen. Das sind halt auch so. Also da ist dann Marmelade drin. Oder Mohn. Warum? Ja, meistens aber nur Mohn oder gar nichts oder Marmelade. Okay. Und dann gibt es natürlich auch Kisten. Also Kastanien. Maronen, keine Ahnung. Warte, ne? Kisten. Ja. Genau. Maronen, glaube ich, sind was anderes. Also ich glaube, Kastanien und Maronen sind nicht dasselbe. Ich glaube, das ist was anderes. Maronen sind eine speziell gezüchtete, edlere Variante der Esskastanie. Die größte, herzförmige, süßer und aromatischer schmeckt als gewöhnliche Esskastanien. Wenn Esskastanien wilder wachsen, sind Maronen auch Maroni genannt, die beliebte Delikatesse vom Weihnachtsmarkt. Vielleicht sind das dann echt Maronen, die ich meine. Aber also im Dialekt nennen wir einfach Kisten. Also Kastanien. Maronen nennen wir die, also Maronen sagen wir einfach generell nie. Uns wird aber alles Kisten genannt. Scantrax, danke für die 2 Monate. Nach der Schlachtplatte brauchst du doch erstmal ein Schläfchen. Ja. Ja, ganz oft schafft man den Nachtisch dann auch gar nicht mehr. Das stimmt. Und man trinkt dann auch diesen Hauswein dazu. Das ist eigentlich auch das Wichtigste. Soweit ich verstehe, also soweit ich das weiß, kommt die Tradition davon, dass ganz, ganz früher, also in Südtirol wird Wein angebaut. Nicht hier, wo ich wohne, ich bin zu weit oben. Aber weiter unten im Süden und im Eisacktal, da wird Wein angebaut. Und ganz früher, als die den Wein geerntet haben, so im Herbst, oder halt, die haben schon vor dem Herbst, aber du hast ja dann Wein gemacht und der Wein musste ein bisschen gären und so weiter. Und als die ersten Weine dann fertig waren, dann sind auch die ersten Kastanien von den Bäumen gefallen und so. Und dann sind die Leute aus den Städten, die reichen Leute aus den Städten, sind dann zu den Bauern hingefahren und haben den Wein probiert, um zu gucken, ob der halt, wo sie ihn halt kaufen für das Jahr oder für den Winter, keine Ahnung. Soweit ich das verstehe. Und dann sind die Leute halt rumgefahren zu den Bauernhöfen, haben die Weine probiert und haben sich halt eine ausgesucht. Und die Bauern haben irgendwann gemerkt, dass die Leute halt beeindrucken müssen und haben dann halt auch zu dem Wein auch andere Dinge serviert. Und halt das Fleisch dazu und die Kastanien und keine Ahnung. Und wollten die Leute halt ein bisschen damit beeindrucken. Und umso mehr sie essen, umso mehr Wein trinken sie auch. Und vielleicht umso betrunkener sind sie und umso mehr Spaß haben die und umso besser schmeckt ihnen der Wein. Und oft ist das dann aber echt so also nicht ein guter Wein, sondern ein relativ frischer Wein. Also der nicht dann lange schon irgendwie da rumsteht. Braucht ihr Hilfe? Und das machen die auch heutzutage noch, dass sie wirklich ihre eigenen Hausprodukte dann bei diesem Dürkel anbieten und so. Das finde ich schon richtig cool. Und es ist vor allem so schön um die Zeit. Wir haben mittlerweile mehrere Layer. Also im Herbst ist es echt richtig, richtig schön im Eisacktal, wo die das Dürkel da betreiben. Weil da gibt es relativ viele Laubbäume und so Kästchenbäume und so. Und die verlieren ja dann die Blätter und die haben alle Farben dann und das sieht richtig nice aus. Richtig schön. So. Seid vorsichtig. Tony, viel Gerät. Puh. Was denn Ingewelt irgendwo hinfliegen? Stormwind. Seid gegrüßt. Mögen eure Reisen sicher sein. Zürnenstabs ist in Südtirol sehr bekannt, ja. Entschuldigung. Ich will mal eben ganz kurz AFK. Nicht kurz, so eine halbe Stunde. Ich bin mal raus. Danke fürs Dungeon nochmal. Und eventuell morgen nochmal. Du bist die Beste. Jo. Wir auch. Ciao. 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 Einmal Geschichten aus dem Palanergarten. Fruststream muss sein, ja. Das stimmt.
Ja, Wein wird bei uns angebaut, aber die meisten, also am meisten Weißwein. Es gibt schon auch Rotwein, aber am meisten machen die Leute hier Weißwein. Ist auch relativ berühmt, der Weißwein aus Südtirol. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, wie generell schon mal Weißwein aus Südtirol hattet. Die machen, also kennt man schon. Wenn man gern Weißwein trinkt, dann kennt man das vielleicht. Gewürztraminer ist so relativ bekannt. Ich mag Gewürztraminer nicht. Aber das ist so ein relativ bekannter Wein aus Südtirol. Dann gibt es auch Kerner. Ist auch bekannt. Lugana. Ja, Weißburgunder und sowas, aber halt. Mein Lieblingswein ist immer Kerner. Lugana ist aber auch ganz gut. Silvaner gibt's auch. Was ist eine Rebe? Ja, wie, also die Reben sind der Name, die ich gerade genannt habe, alle. Bester Rotwein, kalterer Wein. Ja, Rotweine gibt es schon ein paar gute. In Südtirol ist so Lagrein ist so typisch. Lagrein gibt es ganz viel. Blauburgunder. Bröki hat dich in seinem YouTube-Video zu Level 60 namentlich erwähnt, dass ihn deine Tankleistung samt Einstellung dich zum Wohle eines anderen zu opfern sehr beeindruckt hat. Oh, Bröki ist ein richtiger Cutie Pie. Hat er echt? Oh, das ist ja richtig süß. Oh, Bröckmann. Ich bin auch voll stolz, dass er Level 60 geschafft hat. Richtiger Macher. Vernatsch. Echt voll interessant. Ich habe erst mit jemandem geredet, was eben über Vernatsch geredet hat. Er hat gesagt, dass also Vernatsch ist eine Rebe oder eine Sorte. Die muss man irgendwie also altmodisch anbauen, wo die Reben also quasi also drüber wachsen. Da ist noch irgendwie, also die werden also auch geleitet, nur noch drüber. Und dann wachsen sie richtig gut. Das Problem ist, das ist relativ arbeitsintensiv, weil es gibt irgendeine Motte, Moni, also irgendeine Viech, immer eine Motte. Und der greift die Reben eben an und wenn es da ganz feucht und nass drunter wird, nachher kommt der mehr. Also das Viech, was nur die Reben halt hinmacht und den Wein hinmacht. Und deswegen ist anscheinend Vernatsch relativ schwierig anzubauen. Und deswegen gibt es dann nicht mehr so viel oft wie früher. Früher war das die beste Methode, was sie gehabt haben. Und deswegen ist es gut gegangen. Aber heutzutage geht das nicht mehr gut. Vor allem mit den neuen Methoden und so weiter, wie man das aufbaut, ist einfach wegen Arbeitsaufwand, ist einfach, lohnt sich so einfach nicht mehr. Ja, genau, zu viel Arbeit mit den Ungeziefer, genau, ja. Und händisch ernten, ja. Und Vernatsch ist nur auch nicht so viel guter Wein, dass die Leute das nur halt taten. Weil dann müssen sie mehr Geld verlangen, dadurch, dass es aufwendiger ist und so. Und Vernatsch ist nicht so was nie nobler Wein von Geschmack her, dass man es nur tat. Aber es ist voll schade eigentlich. So, in die Questenaufgaben gewählt. Was ist da und da? Jahre wohnen in München, Freunde in Wien und Ausflüge nach Italien machen sich bezahlt. Ich verstehe die Streams. Es ist so cool, dass die Leute Dialekt teilweise verstehen. Also ich denke mal, die meisten müssen schon ganz genau zuhören und einige Worte verstehen sie dann vielleicht nicht. Aber du kannst ja dann trotzdem den logischen Zusammenhang so ein bisschen verstehen, meistens. Und ich finde das so cool, weil ich dachte, das wird niemals passieren, dass ich irgendwann mal Dialekt im Stream reden kann und die Leute verstehen das meiste. Boah, wenn ich das früher gewusst hätte, wenn ich der kleinen Caro sagen hätte können, hey, irgendwann kannst du mal Dialekt im Stream reden, die wäre ja, verarsch mich doch nicht. Man checkt schon, ja. Ich gebe mir ein bisschen Mühe, wenn ich Dialekt rede, das auch ein bisschen langsamer auszusprechen, auch im Stream. Einige Leute, und auch so ein bisschen unterbewusst. Weil einige Leute meinten, wenn ich mit David rede, dann verstehen die viel weniger, als wenn ich mit dem Stream rede. Aber ich glaube, das sind zwei Dinge. Erstens mal, vielleicht gebe ich mir so unterbewusst Mühe, ein bisschen langsamer zu reden, wenn ich mit euch rede. Und zweitens, versteht ihr auch den Kontext dann ja nicht. Also wenn ich jetzt über irgendein Thema rede
da versteht ihr ja den Kontext und könnt logisch dann ein bisschen eine Verbindung aufbauen. Aber wenn ich mit David rede und der fragt irgendwas, was ihr nicht gehört habt, also wenn ihr jetzt fragt, keine Ahnung, ist der Himmel blau und ihr hört die Frage nicht und dann antworte ich, dann ist es natürlich schwieriger zu verstehen, weil ihr dann halt den Zusammenhang nicht kennt oder nicht gehört habt. Wo kommst du her? Von daheim? Was ist das denn für ein Text? Mann, ich muss Liederschreiber werden. ich muss Lieder schreiben, Leute. Wo kommst du her? Von daheim? Ajo, ajo. Ajo. Parallera, stimmt. Boah. Nice save. Boah, gut mitgedacht. Schreib den nächsten Axel-Banger. Ja, den müsst ihr echt schreiben. Ich weiß, ich habe einen Whisper für die Bank. Ich wollte den kurz gekonnt ignorieren, aber... Okay, dann gucke ich mal, wer das gewhispert hat. Ich dachte kurz, ich kann das einfach ignorieren. Talset, wer ist das denn? Das ist so anstrengend, weil die Leute schreiben mir, aber ich sehe den Namen nicht. Und dann muss ich auf Battle.net gucken, was für ein Name das ist, aber dann steht da der Battle.net-Name und die heißen dann oft nicht so. Mir hat jemand geschrieben, der heißt Talset. Aber da ist kein Char, der on ist, der so heißt. Mann. Warte, ich muss das zuerst alles hier aufschreiben. Das Licht segne euch. Grüße. Ehre dem König, Freund. Sprech mir Commander Asch. Was ist das für eine Quest hier? Diese Level 50er Paladin-Quest? Die Leviten lässt. Seid vorsichtig. Okay, mal gucken, was ich jetzt hier alles Neues brauche. Also. Handauflegen 3. Makro. Heiliger Zorn, das muss ich hier noch reinschieben irgendwo. Ich brauche ein Binding dafür. Muss ich mir dann suchen, ein Binding dafür. Okay, dann Lichtblitz habe ich Makros. Ding des Lichts. Die Rechtschaffenheit. Das muss ich mir reinziehen. Was ist das für ein Text? So, Siegel des Lichts war ja. Siegel des Lichts ist wahrscheinlich hier. Nein, dann ist es hier. Ey, wo ist denn das? Hier. Dann Mana. War ja Rang 4. Aura, Gottesschild Rang 2. Siegel des Epheus Rang 4. Dann Sektenspinner jetzt. Okay. Dann logge ich mal kurz an. Oh, der arme Sektenspinner ist ja gestorben. Oh Mann. Mein Bankchat einfach noch nichts hier warf. Also, Sektenspinner. Leera, okay. Boah, das ist aber viel. Puh. Habe ich Sektenspinner jetzt eingeladen? Okay.
Sektenspinner, Level 23 Krieger. Da hatte ich schon einiges wahrscheinlich. 23, Level 23. Hab Stringerne abgehauen, wusste mit nein nicht. Ich bräuchte ein paar Sachen. Okay, ja klar. Kein Problem. 26. Guck, ob ich noch irgendwas im Postfach habe für dich. 23. Greater Healing Potion, das habe ich auf jeden Fall. Cookbook habe ich auch. Skill Girdle. Teile werden es überlebt. Klar. Klar, klar, klar. Ich gucke nur ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist. Ich hatte noch irgendwelche Potions hier. Großer Heiltrank. Okay, das habe ich hier. Die Musik ist aber der Hammer. 36 ist es zu hoch. 1, 2, das hier vielleicht? Auch vielleicht nicht, aber ich loot's mal raus. Schulter, Stärke, Willenskraft? Doch, Stärke, Willenskraft ist ganz gut, oder? Das ist auch gut. Die trade ich ihm mal. Das ist zu hoch. Gucken, was er alles hat. Okay, das ist ultra OP für ihn dann. Okay, ja, easy. Und dann hier die Schultern oder die... Die wahrscheinlich, oder? Dann First Aid Buch. Wie heißt das denn? Züngel. Ah, schön. Den hier noch. Dann Erste Hilfe habe ich in der Bank. Redbeards, Reds. Warte, ich gebe dir mal das. Und dann hole ich noch das andere. In Südtirol gibt es deutsche Schulen, italienische Schulen und ladinische Schulen. Hallo. Also wo die Hauptsprache dann halt diese Sprache ist, aber man lernt dann auch die anderen. Also in der deutschen Schule lernst du auch Italienisch und in der italienischen Schule lernst du auch Deutsch. Aber halt nur als Fach. Also du hast dann alles Deutsch, aber halt einfach Italienisch. Oder ist alles Italienisch und das einfach Deutsch. Hier das da. Dann habe ich hier nochmal große Heiltränke. Und die Erste-Hilfe-Bücher. Erste Hilfe. Warte, war das alles? Ah, Cookbook. Das habe ich auch. Warte. Schönen Tag auch. Okay, Moment. Das hier noch. Ich glaube, ich habe noch einen... Spinnseide habe ich auch. Klar, klar. Ich glaube, ich habe hier noch ein Erste-Hilfe-Buch irgendwo. Also für den Magiestoffverband. Ah, hier. Magiestoffverband, schwerer Seidenstoffverband. Hier das da auch. Okay, dann für Kenikas Seidenstoff. Spinnseide. Und dann Sektenspinner. Habe ich die anderen Bücher jetzt? Die 2. Okay. Warte, was war das für ein Ring jetzt? 24. Kenika ist auch 24. Dann chill ich ihr den Ring hier auch noch, oder?
Warte, was kann ich... Ah, hier. 3, die sind eigentlich besser, die sie hat. Bist du Lulu? Ja, das Lied ist gut. Frau voller Weinwehr. Das Lied ist aber echt gut. Na Frau, übers Leer. Ich verkaufe jetzt den Seidenstoff. Das Licht sei mit euch. Siehe den Ehrenfreund. Alles fürs Vaterland. Ich kaufe und handle. Das ist der Kaffee. Ah. Blastblatt kann ich auch verkaufen, oder? Das verkaufe ich aber. Königsblut, Blastblatt, Weltstahlblume, das verkaufe ich. Fuck jetzt. Lila Lutz verkaufe ich auch, glaube ich. Den Rose auch. Lebt wohl. Ja, Pummelfee ist Level 50. Hat nicht die meisten Tode? Okay, das würde mich jetzt aber schon trotzdem wundern. Wichtig, einem Hexer geben, High Level. Achso, okay. Dann geben wir das einen High Level Hexer natürlich. Und Sana, der hat nix. Und Sana, der hat nix. Und Sana, der hat nix. So Kaviars. Sana, der hat nix. Und der hat nix. Braucht ihr Hilfe? Ah, oh stimmt, Hachi ist echt aufgestorben, das stimmt. Hachi und Chico ist auch aufgestorben, glaube ich. Chico ist echt aufgestorben auch. Kann ich euch helfen? Mögen eure Reisen sicher sein. Schönes Lied. Was? Grüße. Das ist ja auch diese Wasserbeutel. Ich weiß nicht, braucht man für eine Quest, aber... Boah, die Bank ist echt voll. Kann ich euch helfen? Macht er mit der ganzen Spinnenseite und so. Ich habe so viele verschiedene. Seid vorsichtig. Hey, Austrian Bonehead, wie geht's dir jetzt? Puh. Mundstofftasche ist schon nice. Verkaufe ich die Zahl. Steirer Pulle und das kann Himbeersaft. Schickst du mir denn diesen Scheiß? Ey.
Einige Leute schicken echt so Müll. Was soll ich denn mit großer Fangzahn, Fläschchen Mojo und Wollstoff? Ehre dem König, Freund. What the fuck, Mann? Das Licht segne euch. So kaufe ich auch. Okay. Shit. Große Fangzahl für Wuttränke. Wir haben geöffnet. Ja, aber kann ja sein, dass man das für Wuttränke braucht, aber ist schwierig, ist schwierig. Vor allem einer. Oh, also ich verstehe schon, dass man alles ein bisschen, aber man kann so viele Sachen gebrauchen. Ich habe das halt nicht Platz. Also ich kann nicht jeden Scheiß, den man irgendwie gebrauchen kann, auf der Bank. Ich habe ja nicht 500 Plätze oder so. Das ist halt das Problem. Grüße. Das kann ihm besser. Das Licht segne euch. Da, 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 da. Okay. Ich kaufe und handle. Haben wir das noch? Ich wollte eigentlich noch ein Video aufnehmen, aber jetzt schon zu spät. Ich mache das morgen früh. Ja, morgen früh nehme ich noch ein Recap auf. Ein englisches Sauerkrab. Ey, heute habe ich die besten Versprecher. Sauerkrab. Das Licht sei mit euch. Morgen nehme ich das Sauerkrab Recap auf. Siehe den Ehren. So. Boah, ist so viel Seidenstoff. Was soll ich denn mit dem ganzen Seidenstoff? Oh mein Gott. Das ist einfach so viel Seidenstoff. Seid vorsichtig. Was macht man, wenn die Reservebank wegwiped? Also die Bank kann ja nicht. Du meinst jetzt verstehe ich, was du meinst. Du meinst, wenn man raiden geht und die Reserve, also wenn die Leute sterben und die Reserve dann auch tot ist, was macht man dann? Erstmal saufen gehen? Ja, klar. Aber also wenn der LAN ja wirklich passiert, also wenn wir echt eine LAN machen würden, dann heißt es ja nicht, dass die Leute, die nicht auf der LAN sind, nicht trotzdem mitspielen könnten. Sucht ihr was Bestimmtes? Also müssen ja nicht zwingend nur die Leute mitspielen, die halt dann da vor Ort sind. Das heißt, wenn ein paar Leute halt, die da sterben, dann werden die anderen mitspielen können. Und die Leute, die halt noch beim Event sind, ich glaube schon, dass die halt trotzdem da bleiben und halt zuschauen. Also ich würde es trotzdem cool finden. Also wenn ich jetzt auf der LAN wäre und ich wäre nicht im Raid, kannst ja trotzdem zugucken und Spaß haben und so, ne? Finde ich. Also es ist nicht so, als müsstest du jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach Hause fahren direkt oder sowas. Ich glaube, man findet schon was zu tun, sich mit anderen Leuten unterhalten und ein bisschen. Oder auch so ein. Ich glaube, man könnte echt guten Content von der LAN machen. Also man könnte so einen Real-Life-Stream machen, wo man dann mit der Kamera rumrennt und die ganzen Leute halt so streamt. Und ihre Bildschirme streamen so. Also ich glaube, da könnte man schon relativ guten Content machen auch. Wenn man so ein IRL-Setup mit hat.
Ja, eben, und man kann auch vielleicht einen anderen Stream restreamen und dann ein bisschen kommentieren oder so, das geht auch. Siehe den Ehrenfreund. Oder Interviews machen, ja. Verkauft die jetzt einmal alle. Das nicht. Wir haben geöffnet. Lebt wohl. Ja, Henna ist nicht so für der Fan wegen organisatorischen Dingen, was da klar ist. Also, ich verstehe ihn schon. Weil man halt, erstmal musste man das relativ schnell planen, das wäre ja dann schon in 3 Wochen. Und eine LAN mit so um die 40 Leute, das ist organisatorisch schon krass zu planen. Mal davon abgesehen, dass wenn da irgendetwas ist, irgendein technisches Problem oder so, auch wenn es jetzt nur bei einigen wenigen ist ja egal. Also wenn du irgendein technisches Problem hast, weil es eben eine LAN ist und die Leute dann echt sterben deswegen, das ist schon richtig scheiße. Also das will man ja echt nicht haben, dass du die Leute da hast und dann stirbt die Hälfte irgendwie weg oder einige Leute haben Probleme und sterben dann deswegen, das ist schon, also da muss man sich schon gut überlegen. Weil es passiert halt schon öfter, dass bei der LAN dann irgendwelche Probleme gibt. Auch wenn das Internet geht, du hast halt trotzdem einzelne Probleme dann, weil die Leute halt, das ist nicht ihr PC, die müssen ja alles erstmal installieren und mitnehmen von zu Hause. Dann funktioniert irgendwas nicht, irgendeine Hardware, die sie mitnehmen, irgendeine Tastatur oder irgendein Headset, keine Ahnung, versucht halt irgendwelche Probleme dann, oder irgendeine Software, die Leute dann installieren. Wisst ihr, also es gibt halt so viele Probleme, die man haben kann. Auf einer LAN ist halt, ist schon ein bisschen schwierig, glaube ich. Golden, thank you so much for 46 months. I appreciate that. How are you doing? Grüße. Dankeschön. Danke. Mögen eure Reisen sicher sein. Leute. Ich weiß nicht, was ich mit der ganzen Sache machen soll. Es ist einfach so viel Zeug. Hey, Hesse, danke für die 100 Bits. Dankeschön. Ehre den König, Freund. Seid vorsichtig. Okay. Es wird was, Leute. Seid gegrüßt. Bald haben wir wieder Platz. Bestimmt. Das Licht segne euch. Ja, ich habe gesehen, dass Mark jetzt noch einen Bankchar hat. Ich frage gerade, ob es eventuell möglich wäre, dass ein anderer noch einen Bankchar aufmachen kann. Also jemand, der nicht ich ist. Ich finde halt, also wenn einer 2 Bankscharen hat, dann hat er zwar mehr Platz, aber die Leute sind immer noch auf dich angewiesen. Wenn du gerade im Dungeon bist oder einfach nicht online, dann können die Leute halt nichts machen. Deswegen finde ich es ganz cool, wenn eine andere Person halt einfach noch einen Bankschein machen könnte. Und weil es mir dann weniger auf den Sack geht, weil ich nicht alles machen muss, natürlich. Aber halt auch wirklich, also wenn ich mal einen Tag nicht da bin, dann hat niemand auf die Bank Zugriff. Die Menschenbank. Wenn das so ein bisschen aufteilt, dann hat man halt noch einen anderen Char. Ich weiß, dass Mauki 2 Accounts hat, aber heißt ja trotzdem nicht, dass andere Leute das benutzen können. Ist ja scheißegal, ob du jetzt einen zweiten Account hast oder nicht. Musst ja trotzdem du einloggen. Kann ich euch helfen? Also wenn du nicht da bist, dann bist du nicht da. Seid vorsichtig.
Grüße. Okay, so. Okay, das war's erstmal für heute. Ich hätte jetzt genug Spaß auf dem Bankcha hier. Irgendwann werden wir das schon hinkriegen. Das ist auch so ein Ding, das wird halt niemand brauchen. Das ist ein Lederteil mit das ist ein Druiden-Item, Heiler-Druide. Egal, ich behalte es aber mal. Okay, Leute, ich bin raus für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Folgt mir meinem Stream, wenn ihr noch nicht followt, würde mich echt freuen. Guckt euch auf jeden Fall auch meinen YouTube-Channel an. Ich poste die ganze Zeit so Recaps von Sauerkraut. Ich habe jetzt lange Zeit keins mehr aufgenommen, aber ich werde auf jeden Fall wieder ein paar aufnehmen. Morgen früh werde ich eins noch recorden. Und morgen wahrscheinlich gibt es auch ein Video für meine Pläne, meine Zukunftspläne, wenn es um Deutsch und englische Streams und so geht und Content generell. Das werde ich morgen auf meinem YouTube-Channel posten. Ist so ein relativ dramatisches Announcement. Ihr wisst ja schon, wie ich mich entschieden habe, die meisten, aber ich wollte das trotzdem alles nochmal so offiziell posten und das könnt ihr euch am besten morgen angucken, wenn es auf YouTube ist. Und ja, morgen werde ich wahrscheinlich ein bisschen früher anfangen zu streamen als heute, weil heute war ein bisschen stressig alles. Am Morgen werde ich ein bisschen früher anfangen. Vielleicht. Warte mal, stimmt. Ja, ich denke mal morgens um 12 spätestens. Okay? Und dann abends um 18 Uhr gibt es dieses WoW-Announcement. Das werden wir dann auch live gucken. Wo sie halt für Retail-Sachen announcen, auch für Klassik und so. Und ja. Das war's für heute. Vielen Dank, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht, wenn ihr ins Bett geht. Und wir sehen uns morgen auf jeden Fall. Ich gucke mal kurz, wenn ich hosten kann. Oder raiden, sorry. Ich sage immer hosten. Mal gucken, wer noch streamt von unseren Leuten. Very good, very good. Also, wen haben wir denn noch? Wir streamt dann auch noch ein bisschen länger. Es ist schon 10. Ich weiß nicht, ob ein paar Leute sind, die noch ein bisschen länger machen vielleicht. Gingerella? Gingerella habe ich, glaube ich, habe ich Gingerella schon mal gehostet? Geradet? Sorry. Oh, das soll ich Banana will hosten, weil er Mauki heute gerettet hat. Oder Dr. J, weil er Level 60 geworden ist. Lass mal Dr. J hosten, ne? Hey, Dr. J und ich haben früher immer geradet und Plus gespielt und so. Gut. Okay. Ich hoste mal. Bas, ich liebe Bas. Bas habe ich jetzt auch ein paar Mal geradet. Dann quasi Landsmann. Ah, ja, Dr. J ist eigentlich Italiener, ja, stimmt. Ich dachte gerade, ich dachte gerade so, Jay, ist ja aus Österreich? Weil du gemeint hast, quasi Landsmann, da dachte ich so, bestimmt Österreich. Es ist so nah dran. Okay, viel Spaß bei Dr. J gucken. Dr. J wurde gewoucht, also der kam erst später und hat dann direkt ab Level 60 durchgezogen mit AOE Mage Farm. Der war ultra schnell. Ist einmal gestorben mit, glaube ich, High Level 30 und ist dann direkt danach wieder 60 geworden. Das ist so am Durchgrinden, das ist richtig cool. Und ja, er spielt Mage, er spielt auch in Retail Mage, ist ein richtiger Mage-Main und er ist auch richtig gut im Spiel und also das macht er bestimmt gut. Ich sag gerade in Dungeon mit Hahn. Dann, ja, viel Spaß bei Jay. Folgt mir auch gerne auf Instagram oder so, wenn ihr
Updates wollt, was ich gerade mache auf Stream und wann ich streame und was mein Plan ist generell. Ich poste immer relativ viel auf Instagram Story und so. Und joint auch gerne das Discord. Ich werde ein paar mehr Channels machen im Discord, ein paar englische und ein paar deutsche, damit das so ein bisschen getrennt ist. Und generell ein paar mehr Channels machen. Seid auch gerne aktiv im Discord. Würde mich echt freuen. Und ja, viel Spaß noch, schönen Abend und viel Spaß bei Jam.